they try and fight their way to the semifinals. I gotta ask first off, what do you think of all of this? I mean, it's really impressive. What I dream of, like when I was a kid, I was dreaming to play on the stage, and now I'm 21 and I did it, I can say, and I hope I can achieve more than this. Absolutely. I think it is only the beginning. You've done tremendous already this tournament. You said this is something you've been dreaming of. I also heard that you've been dreaming of playing these with these guys. You grew up watching them. What has that been like? What is the reality like? I mean, you know, it's always weird to like play. I grow with them, you know, so I don't know how their personality and stuff, but they are really kind. They are really like hard worker. So I was a little bit accepting this, but that much I didn't know that like Voxic playing all the time that match. After this game we lost against Vitality, and the rest of them, like when I come to Prague room I see 4 players straight working out, one of them playing that match, aimbots, other one like skybox and stuff. So it's really good feeling to play with them, and as you said, it was my dream as well to play with this team. It's lovely. I mean, you see it when you're playing those matches that your confidence is growing. But what do you want to prove now that you've made part of your dream come true, but there's of course a long road still to go? I think I want to prove many things. It's just my first tournament on LAN, so I was not expecting for myself as well. Like, I'm really confident, and my team likes, and I like my confidence as well. So I hope I can lift the trophy. It's gonna be really great if I do it, you know, in my first LAN tournament. I really want to do it, and I hope we can do it. Okay. The best of luck. Yeah, thank you so much. A legacy started in Hanover, forged for over a decade in Katowice, to now arrive in its brand new home in Krakow. The same stairs that so many greats have walked before now lead to the Torin Arena. For the very first time, we get to welcome you to the Intel Extreme Masters 2026 playoffs. My name is FURIA. It is my absolute honor to be up on this analyst desk with, firstly, JL over on the far side. You've not only played on stages of this caliber, you've won on them. How does it feel to be on the desk for the first time here? It is amazing. When they cued the intro, I felt the trembles of the stage. Oh, it's just an amazing feeling, and it brings me back. We've also got Dupree as well, of course, a 2-time champion formerly in Katowice. What memories are you experiencing right now? So many memories. I mean, just the atmosphere in this arena, also getting to be a little bit backstage watching, you know, we've all seen the stairs with all the trophies throughout the years, getting to feel like the intense moment also of the players coming here. They can feel that this is something special, right? Sitting here, you know, all suited up, ready for some great counter, you know, it feels absolutely amazing. And last but by no means least, we've of course got Janko. Now, I was doing a bit of digging on you. Didn't take me too long to read through your trophies, but your broadcasting history, that runs deep. 10 years ago, you were in Kato doing your very first desk for the Intel Extreme Masters. 11 years prior to that, observing as well. Is it amazing to be part of history once again here? Yeah, absolutely. It's been a long journey, and you'll never forget first time going into the Spodek or going into the Lanxess, and I hope we can continue this tradition here in Krakow as well. But I thought, Freya, what you're going to talk about is, you know, me and Dupree and our performances in this arena. We won the same amount of games in this arena at the major nine years ago. That would have been interesting. One each. Right? I kind of blanked one out, but now you bring it up, is that true? There's a reason why maybe you blanked that one out, Dupree, and that was just a very familiar feat for old Janko. Let's talk about two teams, though, that have struggled to put their name on this very trophy. When we're talking about the Winter Championships, that is indeed Aurora versus FURIA. Both of them going to be gracing this very stage. And I want to start off the conversation with talking a little bit about FURIA, because tail end of 2025, on so many people's radar, very much the favorites coming into the major. Just tell me about
about what happened at that very stage? Well, I think FURIA went into the major #1 in the world, right? The main favorite to lift the trophy in Budapest, because they beat all the other contenders. Along the way, you felt like step by step, they won first the smaller ones at Fisher and TWC, then the big ones in Chengdu and at Rivals. So you're going into the major with a lot of confidence, but perhaps the moment got a little bit too big for them, right? Going up against Navi in that quarterfinal, and it seemed like they were a bit outplayed in that game. You know, some of the weaknesses, some of the gaps in their game were definitely exploited, and must have been a learning experience, because they're coming into this year with making some changes within the team to sort of long-term ensure that they can stay competitive and play at a high level. I think everyone impressed us. Like, they impressed us with how they, transitions become an international team. Sure, it took some time for them to kind of get going, but the last part of last season really showcased what they can actually bring to the table. And yeah, the major maybe didn't really go their way. We did also see a FURIA that I got to experience when they won in Rivals. They were exhausted. They'd come up from back winning both in Chengdu and then in Rivals. Maybe they peaked a little bit too early in terms of how they wanted to play at the major, and sometimes that's a little bit out of your hands. I mean, if you look back, they probably wouldn't take those trophies away, but peaking at the major was probably what they had hoped for. Yeah, it's definitely an issue that you don't know exactly how to sustain a peak when it's happening and keep it running for that long. In terms of what we have seen from FURIA, they've obviously turned their fate around by managing to make it to playoffs, but were there any kind of, I guess, standout issues for you, JL, in terms of the FURIA of end of 25 versus how they kind of opened the year? I mean, right here in Krakow, they beat the Mongols, who have a new player coming in. They've beat Navi, of course. For me, that's the only real team that they've beat in coming up to the playoffs, because they've lost to Foot. And then for the game to qualify to playoffs, they beat Astralis. That is also a new lineup. So that really shows me that they're not on their best performance right now. They are still looking to come back to their old vibes in 2025, and I've been there before, and there is no clear solution of how to do that. So best of luck. I feel like FURIA reached, towards the end of 2025, they reached that status of teams where their performance is the one that decides who comes out on top, barring a couple of other opponents they may run into, likes of Vitality, for example. And FURIA has been really shaky to start the year. I mean, even some of the wins that they've been able to get have been labored. They're losing maps every series that they come out on top. But you can see in this tournament, they're playing back into their form. Like, every game, they're looking a little bit better. We talked about their Mirage and how it's been an issue. They end up picking it in the last series against Astralis and are able to win it. So it seems like they are finding themselves again, which is obviously the way you want it to go in a tournament. You want to get better with every game. And I feel like in this series too, it will be up to them who comes out on top. If they play up to their abilities, I think they book their semifinal spot. I think looking at FURIA also with how they played last year, they've set themselves in the interviews that they wanted to be a little bit like proactive. Like, they knew that they were not playing perfect Counter. Like, I don't think anyone can ever get to a point where you play perfect Counter, but they try to analyze where can we actually improve. And if you go to a map like Mirage, you've seen that they've swapped angles, they've swapped positions in terms of the playmaker on the CT, having now Yukina going back to playing short and Kesarado back into connector. They've tried to make these kind of adjustments now early in the season to try and become better as a team. And sometimes if you've had like the winning recipe and then you just think like, hey, we can get better by doing this, but then things actually change around. They look very uncomfortable in Mirage for a long time, and for FURIA to try and be proactive is good, but it also puts them in a place where they don't necessarily know what is actually going to change in the future for them. On the flip side, though, for Aurora, a very impressive Stage 2 run at the very least. Of course, starting in Stage 1 here at the Intel Extreme Masters Krakow, but the caliber of teams that they managed to beat Yango in Stage 2, that's nothing to be snuffed at. Absolutely. I mean, they're in a group with 3 out of the top 5 teams, and they managed to beat 2 of them. Aurora hasn't had a run like that in ages, and what's impressed me the most is their demeanor during these games, right? Like, they felt a lot more stable mentally. There hasn't been as many frustrations seeping through, players getting tilted, communication shutting down. Actually, it's been the opposite. They've been encouraging each other. They've been getting hyped, when they have great individual moments. They didn't falter when they would lose a map or lose a silly round. And that's been the issue for Aurora throughout last year, right? It's been their mental. They had a choking issue when it came to the stage, but even more so, just frustration and tilt has been the problem. And if they have really turned the corner,
that will just make them a much more dangerous team going into 2026. Was this the group that you were going to be excited or into, like, you know, excited about if someone actually made it apart from Falcons? So you're excited it was going to be... I thought it was a lock. Vitality, MOUZ, Falcons, right? Yeah. Anyone else would be shocking, but I guess Falcons never cease to disappoint you. I guess the question when we talk about Aurora, though, because throughout 2025, they were consistently making it to playoffs, right? Looking good in the group stage. The question is what they were going to do when they make it to playoffs. And I don't know whether I'm sold that it's going to be any different this time around. It's always this big question when you go to the stage where how are you going to be feeling? How's the emotions going to be, and how are you actually going to be able to convert that game plan you've set up in your practice room and then bring that to the stage? Because all of a sudden you have a variety of new emotions coming to the stage. There's like the crowd putting extra pressure. There's pressure from you within yourself because you want to be showing that you can perform. And it's also for them now as a team having to be playing so well in the group stage, and then they want to convert. And if that really doesn't click off the bat, that can be really hard to like get back in the right shape. And I think for Aurora, you know, they did have multiple occasions last year where they would go to the playoffs and they would just look like a team that kind of in some sort didn't really deserve to be there because they couldn't get their game plan flowing. I think the win at Bucharest did something to them. I think they've slowly like progressed into a team that can now at least make it more interesting. They can make it more competitive, but it's still a team now that is still trying to get on top and play as good as the two groups, and that's a very hard one to nail. I mean, do you have any inkling that it might be different for Aurora as versus 2025? I don't think I'm sold on that prospect just yet. The problem is when you look at the contender teams and sort of the caliber of players that they have and what they've been able to achieve so far, it's difficult seeing Aurora break through that, right? I'm not saying it's impossible, but they would have to play their A game in a lot of these tournaments to be able to surpass the likes of Vitality, the likes of Spirit, you know, MOUZ, even FURIA in this particular game. And they've had issues with other things, you know, their map pool, for example. Granted, okay, Anubis is back now, but before that, they would pick 5 different maps in one tournament, you know, like there's just no identity and no map pool that's set there where you know, okay, this is what they'll use to punish teams, or this is what they can be very good on at the moment. I feel like their individuals are very credible right now. Xantares is finally getting the help from Vicadia. Soulfly is now, of course, we don't know how he's going to be in an arena. This is his first one, but Xantares has always been the pillar of the team. Everyone always talks about Aurora, Xantares, and co. But now they actually have Voxic that's hitting shots. Vicadia that is doing amazing plays. Soulfly that hasn't crumbled under pressure yet. Soulfly has been 1-19 in stage 2. Yep. Almost 1.2 rating as his first event. For me, that's crazy. And I feel like they do have the recipe to win the game against FURIA now. I do just want to talk about what's going to be going into this recipe. As you mentioned, Janko, the maps. The video is going to be so interesting in this one. Tell me why it's maybe a little bit more complicated than some of the other games we'll see. I think as you can see, you know, both teams share their permaban of Ancient, and they both actually played it one time. That's against Vitality, who also has Ancient as their permaban, and we've seen that game of chicken develop, but Anubis is the big one here, right? Only played it a couple of times for both of these teams, but the last iteration of the map when it was in the pool, Aurora, probably the best team in the world on the map, despite not being a top 5 team, right? So that's the big question mark in this one. What does FURIA decide to do here? And this is where it gets interesting, because we had 3 days off or 2 days off to really prepare and practice Anubis if you want to, or Ancient in case that your opponents let it go through. For me personally, I think both teams let Ancient go through in the first phase, but no one picks it. And someone ends up vetoing it in the second phase, probably FURIA. I think it would be a mistake if someone goes for the Ancient pick. I think for a team like FURIA, it's a bit unnecessary. And also, both teams will still have options, right? If FURIA goes for the Anubis ban, on the side of Aurora, you can maybe get rid of something like Overpass if that's what you're worried about at the moment, but you'll still be left with option in terms of the pick, right? You can still have Dust 2 in there. For the likes of FURIA, you'll still have Mirage if that's what you want to go for now, or maybe you want to make it, throw a curveball with something like a nuke as well. I really want to step into the shoes of FURIA, because I think FURIA right now is the one to make, like, they have the ace up their sleeve, and they can pretty much determine what they want to be going for, because FURIA, in my book, is the clear favorite coming to this one with the experience, with the players, and all the history of the team. I feel like if they don't remove Ancient, if they float it too long, I think that there could be a case that Aurora wants to try and pick it. I don't think that FURIA wants to allow them to have that opportunity. Sure, there would be a case where you also want to be looking against your opponent, thinking, like, if we can actually remove their best card, which is clearly Anubis, the one that they always want to be going for, that could also be a strong approach. But I still feel like FURIA is
feeling like the favorite here. So as a favorite, I wouldn't gamble on allowing Ancient to go through. So I would just get it off the bat from the beginning. Really? Maybe eventually go for the fight on Anubis. And Fallen said that they can play Anubis, right? Like, they're probably not like looking so good on it, but they did mention that they can play it, right? But that's probably just a, a way of speaking for the media. Well, the interesting part is also, I mean, Yekino was trying to do the same thing in the podcast, right? But we always do this. But the reality is there are changes to the map, and you had 2 days, 3 days off, right? Where you don't need to be really good on Anubis. You have to be good enough for this one game, and depending on what the approach from Aurora is, what can they even prep on the map, how much can they be ready for, and if you're not expecting it, do they go for it if it's open? I think they would. I just really want FURIA to play their favorite card here. Like, just go in with the player, like the favorite card, go in, remove Ancient. Yeah, sure, play Anubis. You know they're probably gonna pick it. You can prep heavy for it, and then if you end up losing Anubis, you still have 2 maps that you'll feel extremely comfortable playing. I just want FURIA to play with the confidence card because they need that. I don't know what makes a favorite is their map pool. Like, FURIA has a deep map pool, so if they can just get rid of Anubis, they can play whichever other map that Aurora likes to pick, and we see the overpass and the Anubis ban actually come through. So I think here for Aurora, potentially Dust 2, we've seen them pick it against MOUZ in that sort of a scenario. Inferno has been a map they've had decent success with Soulfly early on. Dust 2 maybe gives you a bit of a better chance if you have to start on T side, but FURIA actually picks T side themselves, wanting to dictate the pace of the game, and now for them, how much do they like their Mirage after it's been rough to start off 2026? Again, you look at the sides. I think they really like their nuke, but you don't want to start T-side nuke potentially. And we see those 2 maps come in. I think Aurora gets rid of nuke here. Ancient ban for the likes of FURIA and Inferno as the decider. We hope so. I mean, it would be crazy to have it as a potential decider, right? Oh, we don't. So, yeah, because you hit it spot on. Like, you actually, you nailed that one. I think they played a couple of times, and we've seen this scenario unfold before. We've seen both teams let the Ancient through, and then FURIA bans it in the second phase. We've seen Aurora get rid of it in the first phase, but it just feels like if you were to ban it in the first phase, you're letting your opponents get away with one. I think they understood where they're both at. No one's going to ban it. No one's going to pick it either. Yes. FURIA, you were right. When it comes to that point, in the end, they don't want it as decider, right? Like, they are perfectly fine with playing Inferno at that point in time, and I don't think there's any shockers here for either of these teams. Can you tell me a little bit about the mirage of, of FURIA just a couple of weeks ago versus what we've seen and the changes that they've made? Why does it kind of make sense that they would go with this in this situation? Well, sometimes it's, they needed time to get used to the role swap back again. Yuri was B for a little while on CT side, now he's back on A. Dupree touched on Yikinder and Serato swapping 2. So players individually getting used to the new environment, and sometimes we talked about is getting reps. When someone targets you on a map, you play it so often that you're sort of learning real quickly as the tournament progresses what you need to work on, what are your weaknesses, what are your strengths, and now they seem to have come to a good situation where they need to be proactive on the CT side. They can't give teams space, and T side, like, being good at punishing that same aggression has been key for them. I've tried this so many times. Have you ever been in a position where you've swapped positions in practice and then you go to officials and things just go to hell and you revert back to the old system? Yes, it's a completely different game. I mean, practice on Dust 2B is very easy. Like, you can chill, you can take a coffee, nobody's gonna come to you. But on official, they're like, oh, him, I'm gonna come to him. It is very different, that's for sure. Speaking of getting used to kind of a new environment, we got to hear a couple of words from Soulfly coming into his first arena game of this caliber. You can't underestimate the stage, and I feel like he was being pretty honest there, and MOUZ has also been very honest about, we don't know how he's going to react. He seems like a calm guy, but we're preparing for any situation. If you could give him some words of advice, JL, what would you say to Soulfly prior to this? I'd probably tell him to just focus on the game. No matter the arena, of course, you have to embrace the arena, you have to embrace the crowd, you have to embrace the noises, but the main reason you're here is because you play the game really good. And you should just focus on that, just play your own game and kind of limit the noise out. And just play your own game. I think it's also important to note, Aurora, for me, they're playing with house money right now. They've exceeded expectations. They beat two very good teams in the groups. I have zero expectations for them in this game, and they should have the same. Obviously, you're in it, you're going to try to win and everything, but they should embrace the fact that it's the first arena for Soulfly. Like, I think Voxic made a great point in that podcast. It's like, what happens if he's in a 1v3 and gets 2 kills, and then, he's in a one, and, the hype starts, and, it's the first time we're going through that. I mean, there's nothing like it. This is what you play for. This is what you put all those hours in, right? So you don't know how he's going to act. There's probably going to be some mistakes. That's all normal. That's all fine. So I think for Aurora, it's about
what they've been talking about themselves, having fun, embracing the moment, you know, just continue to support each other, continue to live in the moment, really, and try to make the most out of this opportunity. Spot on. I mean, the word you just embrace it. Like, I just want him to go on stage and just get the feeling, get all the impressions, soak that in. And this is a dream coming true for him. One thing is playing on this stage. Another thing is playing with the Aurora guys. You know, he's been looking up to that team for so long, and now he's finally here. You know, he's finally made that, the grind, all these hours put into the game. Now he's finally here. He's kind of living the dream, you know. That's what we try and achieve as players. You know, we want to play in the big stage, and now he's finally here. So embrace it and accept that you will be nervous, because all the players, like even you probably experienced, all the players entering that stage, they will be nervous, they will have butterflies, but it's about the faster you can control it, the better you'll be playing, and it might be more difficult for him since it's his first time, right? But as long as he can embrace it and get a good feeling about it, then I think he's in a good spot. And that's the thing, stages are never guaranteed in your career, which is where I think have fallen in this particular situation, right? He never knew that this FURIA opportunity was going to come and be potentially, you know, the last team he's a part of. The fact that they hit such high highs, do you feel like the pressure is more on them in this first quarterfinal? I think there is pressure, definitely, but seeing how we're early in the season, they are looking more long-term, and then they want to just make sure that they're progressing and playing good Counter-Strike. And I mean, spot on, if FURIA doesn't have the end of the year that they have, maybe Fallen hangs it up, right? But you don't want to retire when you're on one of the best teams in the world. So I think that has sort of given us some more time to enjoy him in that FURIA jersey, and they'll be looking to regain some of that form and sort of affirm their contender status in 2026 too. Well, either way, as we do find ourselves in a brand new city, in order to officially open this new chapter, it's time to welcome to the stage the father of the Intel Extreme Masters. Wow. Hi there, Shema. Guys, I'd like to, on behalf of everybody at ESL, welcome you to Intel Extreme Masters Krakow. We're delighted to have you here. When this tournament started in 2007 in Hanover, we had no idea how old it would become. We had no idea that the trophy representing this tournament would become the oldest trophy in all of esports. After a few years in Hanover, we went to Katowice. The tournament became bigger than we ever dreamed. Now it's in Krakow, and it's bigger than it's ever been. The story of the trophy is very long. It's going to be the 20th time this year that we give it out. And with that, if you do a little bit of research, there are 30 players in the playoffs of this tournament, and only 3 of them have any right to have been old enough to remember PGS Gaming win that trophy in 2007. The others, there's no chance that they remember the first champions. Just think about it. Zaiwu was 4 years old. Donk was a baby, just a few weeks old. So it is our job here at ESL to make sure that the stories of the champions whose legacy built this tournament and built the value of the trophy, that those stories are remembered and that the champions get the respect at this tournament that they deserve. One of the ways that we do this is in the group stage, we put the flags of the champions above the players that compete for the playoffs, so that they know, they understand the pressure of winning here above anywhere else. When they do get to the playoffs, backstage over there are the steps that have every champion, and every year that champion won a trophy in Hanover or in Katowice, so that the players understand whose footsteps they follow into. And for the last 12 years, we had the tradition that not only is the trophy engraved with the previous names of the winners, but also we invite a previous champion to the stage to bring it out for the new generation to win it. And I have a request for everybody here in the building. I have a request for you. I think the champion bringing out the trophy this year is very special. Not because he's the most decorated CS player of all time,
not because he won this trophy 2 times, but because of what happened in 2019, where he came here with Astralis 2 weeks after the death of his father, and he chose his teammates above his own grief. He came here and won, and he gave us all one hell of a moment. And I think we owe to him one hell of a moment. So if I could ask you, when the players start walking out, to get your flashlights up, so when the Dupree walks out with a trophy, it's as memorable as it can be, just as a thank you from us to him. Now also a thank you from everybody at ESL for the fact that you gave your time to come here and be with us and have a wonderful, amazing weekend. Thanks very much. The emotions I feel when I stand in the tunnel is always uncertainty, doubts, confidence. I think it's just human. It's like how we are. Like everyone will get nervous at some point. If I didn't feel nerves, it would mean that I don't care, I would say. You feel even more nerves when you're favorites. I think what's on my mind can change from time to time. There have been times when I was completely super focused and nothing really touched me. You're going and like people like boo. You want to silence all of these people. I need to watch them in the eyes, you know, it's important to watch them in the eyes and to show them that I'm here, you're gonna face me. Move him, nice shot for the first, they're all in a line, Fallen gets 2, there's a lot more where that came from, he's done another one, oh, he's one bullet, but he's done it! Locks in those playoffs here and now, clutching up versus Zywoo, no small feat! In 2017, I believe I was a kid that tried to find a place where I kind of fit in, and I feel like Counter-Strike was that place for me. So obviously, finding a place like that and going on stage and playing the video game that I love and being with the teammates that I love, and then lifting the trophy was amazing. And that's what kind of sparked everything for me, you know. I set out to go and put my name on as many cups as I wanted to, and now I am so lucky and happy that I can have my name on that cup twice. There's no doubt that the 2019 was like the standout tournament for me. You know, I kind of lost my role model just 2 weeks prior to that. The only thing I could think of when I lifted that trophy was just thinking of my father. The history of the trophy is just something that is very remarkable and something that you really want to put your name on because it has such a big legacy. And if you go back in history, you can see that that is where the career sparked for a lot of players. And if you can put your name on that cup, then you know you're in history. Reading all these names give me a lot of memories, you know. 25 years of my life. Trophy symbolizes legacy that you're starting to build or already built before. You realize the impact that it has on your life and your career in general, because it's a very special trophy and it's a very prestigious trophy. You remember the past, and now in the present you see your names in the same way in these legends. The king is dead. Long live the king. From Hanover to Katowice to here and right now. Welcome to the Intel Extreme Masters Winter Championships. Welcome to Krakow! Here come your teams to this bear pit of a stadium. The Samba, led by the man who epitomizes the word reinvention. It's FURIA!
The Kings of Anubis coming off the back of their most successful year ever. Watch out for the Turks. It's Aurora! You surprised about G2 making it here? Well, don't be. Led by Hunter, it's G2. Oh, we know they're good, but can they win on a big stage? It's MOUZ! Oh, beware the donk. As soon as you talk about this team not hitting the highs, they do exactly that. It's Spirits! We know they're the best there is. The question now is, can they become the best there ever was? The reigning champions of this event. Please welcome Vitality! When it comes to emotions, obviously this trophy has like a special place in my heart. I feel like I'm looking at my dad, you know, it's like that trophy I won just when he passed away. Obviously that, it makes me happy, but it also makes me very proud of what we achieved and what I achieved, and that I could go and do all these things that I knew he wanted me to go. He wanted me to go to that tournament and just do what I loved, and I did that. My only option and only hope was to go and win that trophy, and now that I look at it, it's like he's looking back at me. The most decorated Counter-Strike player ever. Raise those lights. It's Dupree! Almost 2 decades worth of legends carved into that very trophy, and by the end of this weekend, one more will be inscribing their name in history. Aurora and FURIA will begin battling for that very accolade. And JL, I mean, you can tell us firsthand the emotions you feel, how they manifest in your body when you walk out on stage. Tell me what it's like to be experiencing an arena of this magnitude. I mean, in this moment, if you're a player, there are 2 different types of thoughts you can be having right now. The positive, you lock in, you don't think about the outcome of the game, you just focus on what is in front of you. You look at your teammates and you trust that all of the hard work you put in practice and throughout the tournament will get you over the line today. The negative, the complete opposite of what should be on your mind right now. You start doubting yourself. Maybe you haven't prepared enough. Maybe you're not ready yet. Or just maybe you don't deserve to be here at all. Those are all thoughts that you cannot allow yourself to have as a player right now in this arena. 100%. I mean, if you're Soulfly, your first experience up here on an IEM stage, you think about the parallels of who else is up there with you. We're talking about MAJA playing his first IEM 17 years ago, Fallen 14 years ago. We actually played against MAJA as well. The different paradigms of the experience up on this stage, it's wonderful to witness. Absolutely, and if we've seen anything is that you can't take it for granted, whether it's your first time or your 20th time, right? Like, it takes a lot to sacrifice to get to this stage, and this is what you put all those hours in. This is why you spend half of the year on the plane and in hotels for just the opportunity, just a chance to fight for that trophy. And I love for what the turnaround has been for Aurora this year, right? Like, they seem to have found that realization that you don't get these moments often, and if you don't have that togetherness, the chances of actually being able to lift a trophy like this one day are going to diminish significantly. And Fallen, I feel like he knows that sacrifice more than most as well, right?
Absolutely, and for someone who's had such an illustrious career, the godfather of Brazilian Counter-Strike, I think it's not surprising for anyone that it's towards the twilight and you want to win as many trophies as possible. You want to go out with a bang. A feat attempted by so many but mastered by so few. It is time to kick off the quarterfinals here in Krakow. Es ist soweit, meine Damen und Herren, wir sind angekommen in den Playoffs der IEM Krakow. Das erste Viertelfinale steht an, FURIA gegen Aurora. Mein Name ist Fixum und für dieses erste Viertelfinale an meiner Seite ist der gute Geki. Einen wunderschönen. Hallo, wie geht's euch? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr seid ready fürs Wochenende. Ich hoffe, ihr seid ready für gutes Counter-Strike. Wir gehen nämlich gleich rein, wie Fixum schon sagte, das erste Viertelfinale FURIA gegen Aurora Gaming. Ich könnte gar nicht hypter sein. Und ich bin gespannt, was für ein Banger-Game wir bekommen. Das 2 mal wieder, muss man sagen, so oft gespielt. Aber hier jetzt in der Arena, in der neuen Arena für diese Trophäe, das erste Mal in Krakow. Und es wird jetzt gleich da reingehen und es wird ein absolut Hype-Match. FURIA natürlich kommen aus meiner Sicht immer noch als Favorit rein, aber Aurora hat ein insanes Turnier bisher gespielt. Absolut die Erwartungen, die man an sie hatte, in das neue Jahr rein übertroffen, mit Soulfly, der reinkommt und insane performt hat. Und damit sind wir drin auf Map Nummer 1, auf das 2. Wir sind hier drin, es geht direkt nach rein. FURIA mit dem T-Side-Start tatsächlich interessanterweise, obwohl es der Pick von Aurora ist. Dafür haben sie sich dann also entschieden. Ja, ich bin sehr into Aurora Gaming, ehrlich gesagt. Mein Boy Xantaris, der hier eine Bombe nach der anderen verteilt in den meisten Fällen. Ich habe große Hoffnungen, aber es läuft scheinbar nicht, weil der kriegt schon mal ein paar Bretter ab. Vicalia eröffnet dieses Viertelfinale mit dem ersten Frank. Yuri geht nochmal nach. Vicalia mit dem zweiten Frank dabei. Und steht 3 gegen 3. Und wir sehen FURIA. Sie wollen diese B-Side haben. Sie sind die da hart am Einnehmen. Und es sieht gut aus. Die Bombe wird geplantet. Und Xantaris und Voxic spielen jetzt gegen den Rest. Ja, müssen hier irgendwie reinkommen. Man möchte hier natürlich nicht unbedingt die direkte Pistolrunde abgeben, aber B auf das 2 zu retaken in einem 2 gegen 3 ist schwierig. Kein Kill vorhanden. Vollen. Der erste Kontaktpunkt macht sich bekannt, aber Yuri mit den Dualies steht eben hier an K. Und auf den wird man nicht. Guckt man, er holt sich damit beide. 3K von Yuri zur Eröffnung und damit hier direkt FURIA mit der Pistolrunde. Das fing ja schon mal gut an, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Das fing ja schon mal gut an. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen auch überrascht. Vicalia da oben auf der Box ist sehr gefährlich gewesen. Ne? Hat ja wirklich vor allem noch 2 Fracks mit rausgenommen. Die waren sehr, sehr wichtig am Ende. Gut, du sagst es. Das 2 wahrscheinlich die B-Side zumindest, die wahrscheinlich am schwersten zu retakende Side, wenn man City ist. Und bislang sehen wir das ja, ne? In den häufigsten Fällen. Ja. Und kriegen wir den Retakes nicht raus. Und es geht auch direkt weiter, direkt hier wieder rein, der Rush auf diese B-Side drauf. Das ist der Forceplay von Aurora, aber sie werden hier direkt überrannt, werden die Kinder mit dem ersten Kesserato, mit dem zweiten. Die Side ist eingenommen. Und in 3 gegen 5 wird man hier nicht retaken. FURIA steckt hier überhaupt nicht zurück, zu keinem Zeitpunkt. 2 ganz schnelle Runden hintereinander. Und Major und Voxic werden hier saven und damit ist es hier direkt 2-0 und FURIA hat hier richtig Bock. Junge, aber es ist auch wieder das FURIA, was wir so in den letzten paar Tagen kennen und lieben gelernt haben. Ne? Wir beide haben ja vor allem auch das letzte Best of FURIA gecastet gegen Navi. Und ich muss da auch sagen, ne, da sind wir sehr viel auf den Schluss gekommen, dass Navi sehr talentierte individuelle Spieler sind, aber das, was FURIA gerade als Team uns auf den Bildschirm bringt, das ist einfach unglaublich. Und das sehen wir auch jetzt gerade noch, diese Entschlossenheit, mit der sie hier B-Side pushen, das finde ich ist schon etwas, was wir im Turnier gerne etwas mehr hätten sehen können. Und FURIA jetzt gerade, vor allem auch im Viertelfinale zu sehen, wohl verdient, ne, ist schon sehr schön. Trotzdem aber sind wir noch am Anfang des Games. Wir gehen irgendwann am Ende nochmal wahrscheinlich auf Aurora Gaming ein, die ja als Kämpfer sehr bekannt sind, die ja vor allem häufig schon über den späten Spielverlauf die Runden gedreht haben. Ich bin sehr gespannt, was hier das Team rund um Major jetzt noch uns auf das 2 zaubert.
Das ist die große Frage. Es ist hier Epic und natürlich, sie haben einige aim-starke Spieler dabei. Allen voran natürlich Xantares. Mit dem wohlbekannten Xantares Peak, für den er lange Zeit bekannt ist und war, hat er viel mitgeprägt. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Man hat natürlich jetzt diese gesavte Scout, die gesavte MP9 und hofft damit vielleicht ein bisschen Damage machen zu können. Aber FURIA jetzt in der Runde lassen wir ein bisschen vom Tempo gegen die Eco, wollen natürlich nicht in den Stack reinlaufen. Das ist genau das, was man jetzt hier sehen muss. Passen sich da sehr gut an. Und dementsprechend hier dieser Start natürlich dann für Xantares hier gleich. Das Duell gegen Keisarato Richtung Tannis lässt sich fallen. Viel Info und viel Zeit gelassen. Vikania kriegt jetzt ein erstes kleines Duell, aber kann da seinen Deagle-Shot nicht setzen. Wir müssen es hier mal sehen. FURIA wartet sehr lange. Haben noch nicht so viel Raum jetzt hier eingenommen. Lange aber jetzt zumindest hier Kinder vorgeschickt. Manja verbrennt nicht ganz, bleibt irgendwie am Leben. Die Kinder fighten weiter rein, kriegt den Kill, aber den nächsten noch nicht. Wir sehen, es ist für Aurora Gaming unter seiner Situation, bedeutet aber nichts. Das Waffenverhältnis, wir sehen, es ist deutlich auf der Seite von FURIA. Sich da vor Long geguckt haben. Ihr Kinder wird da rausgenommen. Boxing mit der SSG, das sieht gut aus. Nimmt sich voll noch. Und wenn er das richtig spielt, könnte er auch Keisarato noch bekommen. Ja, aber 25 Sekunden. Und die Rotation. Oh, ja, man rotiert nochmal 20 Sekunden. Es ist jetzt hier alles auf Soulplay. Er steht hier close als erwartet, kann den ersten Kill schon mal rausnehmen. Keisarato in der Mitte, Soulplay immer noch im Leben. Er muss hier nur Zeit kaufen. 15 Sekunden. Molodoi holen, die Runde ist gewonnen, aber Molodoi findet den Kill. Denied. Er kann auf die Side crossen und mit 4 Sekunden übrig hier die Bombe reinsetzen. Und damit ist es eine 2 gegen 2 für Xantares und Voxic. Keisarato in der Mitte, kann nur einsetzen. Voxic tradet weiter mit der Farmer, mit der Scout noch einen zweiten Kill gemacht, wechselt, will die AK haben, aber er hätte hier vielleicht eine Chance gehabt. Aber jetzt ist die Frage, geht er dafür 30 AP gegen Molodoi? Molodoi ist rausgepusht, ist Voxic ready dafür? Wahrscheinlich nicht und Molodoi denied. Aber das war die Eco und da hat nur ein Spieler von FURIA überlebt. Ja, es war eine teure Eco-Runde. Es war auf jeden Fall ein Rückschlag schon mal hier für Aurora Gaming. Gleichzeitig muss ich aber auch noch sagen, jetzt erst kann man so wirklich kaufen. Für FURIA, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ne? Vielleicht so sagen, Aurora Gaming kann jetzt wirklich reinkaufen. Entsprechenderweise hier nochmal so ein bisschen, ich sag mal... Uiuiui. Damit haben wir so ein bisschen nochmal das Ganze geschiftet. Gerade bei diesen knappen Runden jetzt sich früh reinzuhalten, hier glaube ich für beide Seiten wichtig in so einer Arena. Gerade, und da müssen wir auf ihn gucken, Soulfly. Es ist sein erstes LAN-Turnier, es ist sein erstes Turnier in so einer Arena. Das erste Mal, dass er auf so einer Stage sitzen darf. Deswegen natürlich da die Frage, wie gut er hier heute performen wird. Und da ist die Nate, blitzt gut auf Ballen drauf, macht gut Damage. Das ist viel wert, dieser frühe Damage, den man hier anrichten kann. Natürlich auf beiden Seiten die AWP vorhanden, auf beiden Seiten alles, was man möchte. Entsprechend eine sehr wichtige Runde jetzt hier für Aurora. Wenn sie die jetzt auch noch abgeben, dann hat FURIA hier die volle Kontrolle über die erste Map. Aber ganz ehrlich, bei dem Matchup hier, bei den Maps, die wir sehen, ist das gar nicht so relevant. Und Molodoi abgeholt. Xantares kriegt den Opening Kill. Da haben wir früher Man Advantage für die Seite von Aurora. Und das ist durchaus viel wert. 50 Sekunden und wieder FURIA. Jetzt mit der Entscheidung hier für das Mid-to-B. Wieder Richtung B. Es geht jede Runde auf B gehen. Das soll sich hier auch nicht ändern. Vikania kriegt die Info. Man weiß, die kommen hier über Mitte raus. Aber weiß man, ob jemand Tunnels kommt? Aktuell kommt keiner. 2 Leute hier auf B. Soulfly und Vikania werden jetzt hier weiter angegangen werden. 38 Sekunden, man muss da rauskommen. Vikania macht den ersten, Soulfly fällt hinter ihm. Die Kinder will rauskommen, aber Vikania ist immer noch am Leben, kann den zweiten Kill nochmal setzen. 2 gegen 4, damit für Keisarato und Fallen. Und Keisarato in der Mitte muss hier die Rotationen cutten. Fallen gleichzeitig versucht hier Tunnels rauszukommen, aber mit 25 Sekunden muss er hier langsam rauskommen. Und Vikania versteckt sich einfach, zeigt sich einfach nicht. Keisarato kann aber Xantares rausnehmen, damit ist es 2 gegen 3. Vikania abgeholt von Fallen. Keisarato fällt, dann ist es alles auf Fallen und er kann es nicht machen. Voxic nimmt ihn raus. Wichtige Runde für Aurora Gaming. Du hast gerade eben gesagt, sollte FURIA jetzt hier gewinnen, dann haben sie das Early Game sehr stark in der Hand. In dem Fall ist es nicht so gewesen. Ich muss aber mal auf eine Sache eingehen, die ich eigentlich schon am Anfang des Matches mal kurz hervorheben wollte, die mir sehr auf dem Herzen gelegen hat. Wir sehen hier ein Matchup, auf das ich mich schon lange gefreut habe, weil ich es persönlich noch nicht zuvor gesehen habe. Das ist, ja, Molodoi gegen Xantares. 2 meiner momentan absoluten Lieblingsspieler, muss ich gestehen, weil die beiden sind einfach stark. Molodoi als das ja doch momentan schon sehr junge Talent. Letztes Mal haben wir ihn gegen Navi gesehen, wo er ja wirklich eine absolut outstanding Performance auf Mirage gemacht hat. Stand da zwischenzeitlich 11:0 und ist damit mit 27 Kills aus der Map rausgegangen. Und ein Xantares, du sagtest schon, Xantares Peak.
Wo wir gerade bei Xantaros sind. Der holt den ersten Frankish aber aus Corsair, nimmt den zweiten aus die Smoke mit. Oder ich will euch die Smoke durchpushen. Ist close, nimmt die Bombe aber mit, sucht den Weg nach hinten wieder raus. Auf jeden Fall sehen wir hier zwei sehr starke, noch relativ junge Spieler. Major, oh, von hinten kann einen finden, findet ihr Kinder nicht. Oh, was ein Turn-on. Der ist gefährlich. Aber jetzt haben wir eine 2 gegen 4 Situation. Ja, aber das Problem, was FURIA so ein bisschen hat, da liegt eine AK in der Mitte, die man gerne aufheben wollte. Einen dieser beiden Rifles, die man hatte hier. Aber Yuri kann sich jetzt zumindest natürlich die M4 von Major gönnen, aufheben. Und jetzt Vicadia im Flank auch wieder überlagen. Und du rechnest doch nicht damit, dass da ein zweiter Spieler lang rauskommt, oder? Wird Yuri sich nochmal umdrehen? Er kommt um die Ecke rum, bevor man dahinter rankommen kann. Und dementsprechend hat man jetzt eine gute Möglichkeit, hier short vorzukommen. Es ist nur Xantares, der es hier empfangen muss. 4-4 aktuell. Hier Kinder und Yuri wollen da vorgehen. Aber Vicadia hat sie beide vor sich, einen und den zweiten. Xantares macht den zweiten. Zweite Runde Aurora, direkt der Follow-up. Und wir haben es jetzt hier gerade schon in diesem Ball gesehen. Dadurch, dass die Runde vorher so eng war, hatte FURIA nicht wirklich viel Geld. Die sind mit 2 Rifles in die Runde reingegangen. Und jetzt haben sie kein Geld mehr, jetzt kein Bombenplan. Es muss an sich jetzt die Eco sein. Und die werden wir ziemlich sicher jetzt gleich auch sehen. Und damit kriegen wir auch wieder wahrscheinlich, ne, wenn alles so geht, wie man das errechnet, ne, kriegen wir natürlich den Tie, was das Rundenverhältnis angeht, hier in diesem ersten Viertelfinale. Tja, und es könnte nicht spannender sein und es könnte auch nicht typischer sein, als eine ganz entspannte Tech-Pause zu bekommen. Und wir sehen auch, hier gibt es scheinbar Probleme mit der Peripherie, scheinbar am Headset. Okay, da ist, okay, das ist einfach auseinandergefallen. Da war zu viel Aura im Spiel, würde ich einmal sagen. Aber ja, Frixum, jetzt gerade wo wir die Zeit haben, können wir mal kurz darüber schnacken. Ich hatte das Matchup zwischen Xantares und Molodel mal angesprochen, weil ich das einfach immer noch extrem interessant finde und sage, das ist auch extrem ausgeglichen. Ich kann gar nicht sagen, wen ich hier als mit der Nase vorne bezeichne. Klar, Xantares länger im Game, den hat man schon, ich sag mal, da hat man einfach mehr gesehen. Molodel momentan extrem stark, ein Spieler mit sehr vielen Frags, ein Spieler, der eine super starke AWP spielt. Wie ist so dein Statement dazu? Sagst du, bist du so wie ich, wo du sagst, boah, ich kann es nicht sagen, oder hast du da eine kleine Präferenz sogar? Also ich glaube, dass der große Unterschied zwischen den beiden ist, erstmal Molodel ist natürlich noch jung. Wir haben seinen Peak, seinen absoluten Peak wahrscheinlich noch nicht mal gesehen, der kann noch kommen. Aber wenn es jetzt aktuell auf dem Power-Level ist, was man hat, ist der große Unterschied Tilt-Faktor. Xantares ist ein Spieler, wenn der gut drauf ist, kann der dir alles wegballern, aber wenn der einmal ein bisschen getiltet ist, einmal das Momentum nicht so da ist, dann kann das auch ganz schnell eben in die andere Richtung gehen. Während Molodel durchaus ein Spieler ist, der sich eben da auch wieder rauskämpfen kann. Es ist immer so ein bisschen das Geben und Nehmen. Aktuell, zum Start auf jeden Fall von Xantares sehr gut reingekommen. Das spricht für ein gutes Matchup und genau das wollen wir hier sehen. Und am Ende können sie auf Augenhöhe sein. Und an einem guten Tag kann der eine oder auch der andere das Ganze gewinnen. Es geht jetzt hier in die angesprochene Eco-Runde, kurzer Moment, um auf die Stats zu gucken. Und wenn wir schon ein bisschen über Xantares reden, er steht aktuell hier mit 5-4, da 101er EDA gerade. Also sehr, sehr stark unterwegs. Tatsächlich genauso stark wie Vicadia. Exakt dieselbe ADR. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Und jetzt geht es hier in den Long Rush raus. Yuri kann mal daneben, aber Voxic macht hier einfach weiter mit seiner AWP. Macht hier so viel. Kann hier immer wieder was machen. Aber Corsair hat eine Rifle aufgehoben. Vielleicht ist ja hier nochmal ein zweiter Kill für die Seite von FURIA drin. Das Ganze ein bisschen teurer machen. Alleine das wäre viel wert. Xantares. Ja, jetzt erzählen wird, Voxic kann nur anhitten. Yuri und Corsair können nochmal 2 Kills. Jetzt Corsair 1 gegen 2. Das ist eine Eco-Runde. Aber gegen die AWP von Voxic, da willst du da doch nicht rausgehen. Versucht zu baiten. Aber Voxic lässt sich nicht baiten. Macht den Kill. Die Runde ist etwas teurer als erwünscht. Aber am Ende auch sicher für Aurora. Voxic vor allem hier die Ruhe weg, ne? Gerade eben den ersten Schuss gesetzt, Collateral bekommen. Das war schon viel wert, da an der Tür sofort, ich sag mal, den Riegel in die Tür zu setzen. Hier sehen wir es nochmal. Ich sehe nicht, wie er den getroffen hat, ehrlich gesagt. Der hat da wirklich, glaube ich, den großen C erwischt. Ich kann es euch nicht sagen, weil das sah für mich nicht so drauf aus. Aber so soll es sein. Es geht rein in Runde 7. Wir bekommen Soulfly schon relativ low. Es steht 3:3. Und Eco-mäßig sehen wir, es ist relativ ausgeglichen gerade. Du sagst es, die Runde war viel zu teuer eigentlich für Aurora Gaming. Ja, aber das gleiche hatte natürlich FURIA vorhin auch in ihrer Eco-Runde, wo nur ein Spieler am Ende überlebt. Also es geht so ein bisschen in beide Richtungen, aber jetzt Voxic abgeholt. Ausnahmsweise mal ohne, dass er einen Kill setzen kann. Corsair dann wichtiger. Und der andere eben von Soulfly am Anfang von Molle durch die Türen eben auch sehr viel wert. Und hier kann man jetzt einfach trocken lang raus. Kein Utility erstmal verwendet. Das heißt, man nimmt jetzt hier Raum ein, ohne dass man dafür die Info bekannt gibt. Und hört euch die Crowd an. Das will man doch hören. Genau das will man doch eigentlich hören. Dafür geht man doch erst
auf diese riesen Events mit den großen Stages. Jetzt geht man erstmal in Richtung A-Side. Xantares direkt rausgenommen. Jekin da hier mit seinem Team. Jekin, der bleibt am Leben. Oh, wie wichtig. Und gleichzeitig war der da unten so gefährlich am Stehen. Kann aber Major erst noch rausnehmen, wir den zweiten machen. Vikadia mit der AWP. Viel zu stark und bekommt auch diesen Kill. Nun ist Vikadia sehr low. Soulfly sehr low. 2 gegen 4. Ich sage es dir, es wird sehr, sehr schwer. Soulfly in der Mitte trifft auf Keiserato. Der macht hier einen Deckel drauf für Soulfly. Und Vikadia, der muss seine AWP behalten. Der darf den Retake nicht anspielen. Und ganz ehrlich, das muss er auch gerade absolut nicht. Nein, es ist hier wichtiger, diese Waffe zu saven. Man hat natürlich noch so ein bisschen die Möglichkeit, nächste Runde gegenzukaufen. Gerade wenn man die AWP safe, Vikadia kann was droppen. Aber damit kann FURIA hier die 4. Runde in Folge für Aurora verhindern. Und damit sehen wir genau das, was man zu einem Start haben möchte. Angefangen in der Pistol-Runde, jede einzelne Runde bisher eng, die Eco-Runden eng, die Waffenrunden eng. Und genauso soll das Ganze hier auch aussehen. Auch wenn jetzt hier ausnahmsweise mal 4 Spieler überleben, das sehen wir eher selten aktuell. Und schaut es euch an. Die wollen ja auch nicht zulassen, dass diese AWP gesaved wird. FURIA ist komplett on the hand. Sie wollen hier Vikadia rausnehmen. Und sobald man ihn sieht, wird man hier diesen Zugriff spielen. Die Kinder ist es nicht, sondern es ist Keiserato, der den Kill machen kann. Das heißt, auch die AWP kann hier nicht gesaved werden. Und dann hat jetzt auch mal gar nicht so viel Geld. Aber sie haben auch nicht so viel Lost-Bonus. Und dann muss man so langsam vielleicht hier in Richtung von dem Timeout schauen, gucken, ob man Force spielen will, ob man hier die Eco anspielen will. Aber hier, die Kinder, dieser erste Kill ist so viel Wert gegeben. So, weil das ist so ein Moment, wenn Xantares dann nicht direkt abgeholt wird, könnte er potenziell direkt fallen. Ach Mann, gegen Runde 8. Steht 4:3. Keine AWP mehr im Spiel. Eine Eco jetzt hier von Aurora. FURIA gleichzeitig mit sehr vielen Rifles. Molotov erneut mit der AWP. Schmeckt natürlich sehr gut hier gerade. Tja, jetzt natürlich die Frage für eine Aurora, wie sucht man hier den Ausgleich? Ne? Will man jetzt hier gucken, dass man Eco sagt, ja, wir machen hier ein bisschen, ne? Nee. My Ancestors. Wir machen hier ein bisschen was von Vikadia, wieder 2 Units und ein schneller Kill. Und wir haben es gesagt, jede Runde ist eng, auch diese Ecos. Und wieder ein Opener in der Eco-Runde. Und da ist kein Trade, nicht mal ein Damage-Trade drin gewesen für FURIA. Und das ist so viel wert. Klar, ist eine Waffe, die man jetzt nicht aufheben kann, weil man da hinten natürlich nicht rankommt. Trotzdem, Fallen ist da auch low, der stirbt mit irgendeinem Pistol-Shot, der kann nur angehustet werden und fällt. Und dementsprechend hier viel wert. Jetzt die Smoke in der Mitte verrät so ein bisschen, dass man da nochmal pressern will, aber da kommt keiner. Man geht komplett weiter auf lang vor. Und Aurora, sie sind komplett auf der richtigen Seite der Karte. Sie sind nicht auf B, sie sind komplett hier. Und Vikadia ist derjenige, der jetzt das Ganze hier halten muss, der hier für den Kontakt spielen muss. Soulfly macht sich auf den Weg in Richtung B, nur für den Fall, dass FURIA eben doch nochmal rotiert. Aber Vikadia kriegt die Info, aber wird auch einfach einmal gelöscht von Molotov. Wichtiger Kill. Damit dieses Scout rausgenommen, die den Damage gut machen kann. Xantares fällt als nächster gegen Keiserato. Und dann könnte das diesmal dann vielleicht auch gar nicht mehr eng werden. Aber Voxic hier close auf Side. Jetzt gesehen und Keiserato nimmt auch ihn raus. Fallen hinten, bindet Marja und Soulfly mit einer USP in der Cross-Smoke. Er läuft jetzt hier gleich raus, hofft vielleicht ein Timing zu erwischen, aber selbst das wird nicht drin sein. Bombplant Deny ist nicht drin. Und am Ende sah es nach einer guten Start in die Runde aus für Aurora. Aber es ist am Ende immer noch eine Eco, es sind nur die Pistols und am Ende auch nur ein Kill. Und damit kann FURIA jetzt tatsächlich mal ein bisschen Bank aufbauen. Ja, 2 Runden haben sie sich erkämpfen können, hintereinander, das schmeckt. Ein Aurora muss jetzt hier einen Timeout ziehen. Jetzt muss man auch mal in sich gehen und sich mal fragen, wie man dieses Spiel weiter spielen möchte. Grundsätzlich ist noch alles offen, ne? Es steht 5:3, das ist mehr als genug, sag ich mal, Gleichaufigkeit oder wie man auch immer das nennen möchte. Das reicht total aus, um nochmal, ich will nicht mal Comeback sagen, um das Ganze nochmal auszugleichen. Auf der anderen Seite sind wir doch immer noch sogar in der allerersten Hälfte von dem Ganzen. Es geht also nochmal rein in einen Seitenwechsel. Aber gut, ne? Es ist halt eben die Frage, mit welchem Stand wir den Seitenwechsel anspielen. Dann sollte FURIA sich noch viel mehr Runden geben, dann wird es kritisch. Ne? Das ist ein schöner Kill gewesen. Ist das ein schöner Kill gewesen. Und ich stimme dir zu, man sollte FURIA nicht vergeben. Und vor allen Dingen wieder Soulfly, der Blick auf ihn. Es ist sein erstes großes Turnier in so einer Arena. Und er hat halt aktuell leider erst einen Kill. Und das ist ein bisschen zu wenig noch. Da müssen wir mehr von ihm uns erhoffen. Aber gleichzeitig natürlich erste Erfahrung, ne? Erste Map jemals. Wir müssen gucken, vielleicht schafft er es auf anderen Maps nochmal besser reinzukommen. Oder hier sich langfristig nochmal reinzuarbeiten. Aber jetzt gerade die Kontrolle auf jeden Fall auf der Seite von FURIA in diesem Matchup. Aurora jetzt hier mit Druck in dieser Runde. Es ist hier Map-Pick. Sie durften auf der CT-Seite starten. FURIA hat sich für T entschieden. Das heißt aber auch,
Aurora in der zweiten Hälfte dann auf die P-Side geht, aber aus meiner Sicht normalerweise eigentlich auf Platz 2 natürlich immer diese ausgeglichene Map und gerade für Aurora auch eine Map, wo sie im Normalfall auf T wesentlich besser sind als auf CT. Da gewinnen sie fast 60% ihrer Runden auf T. Das heißt, wenn sie hier 4, 5 Runden kriegen, sind sie voll fein und jetzt Short, der Go Richtung Matte. Oh, man sucht den Weg. Man wird da gut zurückgehalten. Woxic mit der SSG zu stark. Major wird da rausgenommen, kann da keinen Frag mehr mitnehmen. Woxic mit dem zweiten, der ist da zur Stelle voll blind. Kann sich diesen Frag auf Woxic nehmen. Jetzt sucht man den Weg in Richtung A-Side. Die Bombe in den eigenen Händen. Man spielt 3 gegen 3. Und ein Aurora muss jetzt schauen, wie sie den Retake anspielen möchten. Ob sie den Retake anspielen möchten. Es sieht aber erstmal so, als würde man den Weg auch in Richtung Short suchen. Und da ist Soulfly und Xantares. Soulfly, der momentan, du sagst es, zu wenig Kills hat, jetzt vielleicht ein paar Stück machen könnte und die erste Stage-Erfahrung für sich zu einem kleinen Highlight machen kann. Die Bombe ist am Ticken. Wir haben, ja, keine Diffuse-Kits. Das tut natürlich nochmal ganz besonders, während die Zeit davon läuft. Und nun sagt man sich auch hier, wenig Sinn, keine Diffuse-Kits, die Zeit läuft uns davon. Wir gehen hier raus. Ja, und 3 Waffen zu saven ist hier halt so viel wert, weil 3 Waffen saven bedeutet, du kannst nächste Runde wieder kaufen. Du hast nächste Runde nochmal diese Möglichkeit, gerade weil du natürlich auch einen guten Loss-Bonus hast. Aber Yuri will das gar nicht zulassen, hat Soulfly gesehen. Aber wird da keinen finden, geht auch nicht zu weit rein. Auch wenn FURIA jetzt gerade das Geld hat, man möchte jetzt hier auch nicht unbedingt noch das AK-Upgrade geben. Und damit jetzt hier FURIA wieder 3 Runden in Folge jetzt von ihnen. Quasi als Antwort. Die hatten bisher immer diese 3 Runden Runs. Das heißt, die nächste Runde müsste jetzt hier quasi in Richtung von FURIA gehen, tatsächlich. Es ist aber, in Richtung Aurora gehen, wenn wir bei diesem Run bleiben. Es sieht gerade eigentlich hier gut aus. So, Voxic, gute Kills, die Granaten am Gesetzten, aber Fallen halt. Die ist komplett ready für diesen Repeak mit der Flash. Nice, guys. Diese Lache dazu gerade verfolgt. Genauso muss man in so einer Situation auch lachen. Jetzt soll es lang rausgehen, aber die Nades regnen rein. Molodoi direkt auf 9 AP Dulter und Voxic wieder mal mit der Scout und wieder einen Kill von ihm auf dieser Scout. Und damit einen Opener erneut für Aurora. Und das, obwohl sie hier tatsächlich mit diesem Vorfall mit einer Scout dabei sind. Klar, sie haben dazu Rifles, aber insane ist er bei nicht. Aber der Vorteil bei ihnen. Ja, wir haben sehr viel gerade über Xantares gesprochen. Jetzt muss ich nochmal auf Woxic zurückkommen, der ja momentan mit den Snipern wirklich einen absolut kranken Job macht. Jetzt geht es aber für FURIA erstmal in Richtung B-Side. Man schleicht da langsam, aber sicher schleicht man sich da an. Vekadia auf der Box. Das hat er, glaube ich, auch sogar schon in der Pistol Round gemacht. Das könnte aber auch Soulfly gewesen sein. Ich weiß es gar nicht mehr, wer da oben gestanden hat mit den Berettas. Jetzt kann Soulfly vielleicht sich einen Frag suchen. Ist aber etwas zu früh dran. Vekadia wird da gedouble swing. Soulfly mit dem Refrag. Soulfly mit dem zweiten. Soulfly kann den dritten aber nicht rausnehmen. Fallen holt sich diesen Kill. Aber es steht 1 gegen 3. Soulfly muss diese Bomben planten und da muss er ganz viel Zeit rausholen. Und das wird schwierig. Ja, es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Fallen dieses Turnier schon einige krasse Klatsches gelandet. 2, 3. Ein 1v5, ein 1v3 habe ich da besonders im Kopf. Und jetzt tickt die Zeit eben. Kit ist vorhanden bei Voxic. Matte ist der Erste, der jetzt hier reinkommen soll aus Tunnels raus. Kriegt die Info. Fallen hat den Kill, aber er ist jetzt low. Und Voxic mit der Scout holt ihn ab. Und dann ist es hier Aurora mit einer ganz wichtigen Runde, um jetzt hier noch nicht die Halbzeitführung abzugeben. 2 Spieler überleben, man kann Waffen upgraden. Und damit wird jetzt hier Aurora in der nächsten Runde wieder alles haben, was sie haben wollen. Was ist denn los mit der Confidence von Voxic aber auch gerade? Wirklich, der nimmt ja einen Gunfight nach dem nächsten und ehrlicherweise zu Recht. Ja. Also das macht er ja wirklich gut. Die Schüsse, die sitzen. Ja, da kann ich verstehen. Hätte ich auch ein bisschen Frust gehabt. Hätte ich auch ein bisschen Frust gehabt. Ne? Die Schüsse, die sitzen, das macht er richtig stark. Wirklich schönes Gameplay von Voxic hier gerade. Einen nach dem nächsten. Ob es so ein AWP ist, ob es SSG ist, es ist vollkommen egal. Bei Voxic geht ja eh alles auf den Kopf. Oder auf lowe Gegner, je nachdem, wie man es nimmt. Was ich so interessant finde, und Voxic macht ganz, ganz viele Kills, aber man merkt eben wieder an, er ist Orb-Spieler. Er macht relativ wenig Damage vergleichsweise. Er hat den zweitniedrigsten Schaden in seinem Team, aber steht im Scoreboard mit Abstand ganz oben. Aber das ist das, was man relativ häufig eben dann auch sieht, weil natürlich vorher die Nades immer wieder regnen. Und jetzt FURIA tatsächlich erstes Timeout hier gezogen, nehmen sich diesen Moment. Und das ist ganz wichtig für mich in der Runde gerade. Soulfly hat seinen ersten Moment bekommen, hat 2 Kills direkt machen können auf B, hier angegangen. Und erfolgreich die Zeit gehalten, auch wenn es am Ende, ne, er stirbt, die Bombe wird geplantet, aber er hat seinen Job gemacht. Und das ist genau das, was wir jetzt von ihm sehen müssen, wenn er hier weiter reinkommt. Als Bianca hat er natürlich gerade auf der CT-Seite ein bisschen weniger Duelle im Normalfall und dementsprechend natürlich vielleicht weniger Kills, aber es ist gut zu sehen, dass er da jetzt das Ganze auch machen konnte. Ja, du sagst es mit Soulfly, vor allem auch jemand, der gerade Confidence auch ein bisschen tanken muss. Du sagst es, die erste große Stage-Erfahrung, das erste Mal, vor allem auch direkt schon noch in einem Quarterfinal. Das ist ja nicht mal nur einfach nur so ein bisschen Gruppenphase oder so ein bisschen, ja, hier erste Eliminierungsphase. Nee, es ist ja direkt auch noch ein Quarterfinal, ein richtig wichtiges Brett. Wer hier rausfliegt, ist dann eben raus. Und
da macht er wirklich eigentlich eine ganz okay Figur. Ne? Ja gut, er könnte natürlich ein paar mehr Kills machen, aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir da oben sitzen würden, ich glaube, ich hätte mir schon lange in die Hose gemacht. Das sowieso. Das ist keine Frage, aber wie gesagt, er hat seine erste große Aufgabe in den Waffenrunden bekommen und hat sie auch tatsächlich machen können. Und das ist genau das, was wir sehen müssen. Jetzt aber hier rein. FURIA natürlich trotzdem noch 2 Runden vorne. Die haben immer noch okay Geld tatsächlich. Sie haben weniger, als ich erwartet hätte, mussten natürlich jetzt gut neu kaufen. Und sie lassen sich auch wieder Zeit. Aurora auf der anderen Seite auch relativ passiv. 3 Leute in Richtung der B-Seite der Karte. Und von dem Setup, was wir gerade von FURIA sehen, sieht das auch richtig aus, dass sie da stehen. 2 Leute in den Tunnels. Jetzt macht sich dann auch Molodoi mit der Bombe auf dem Weg in Richtung Tunnels. Das heißt, man steht hier richtig. Und das könnte jetzt hier gleich bedeuten, dass FURIA in diesen Stack reinläuft. Und dass das dann hier Aurora direkt mit der 5. ist. Und dass wir hier dann genau das sehen, was ich gesagt habe. 3 Runden, 3 Runden, 3 Runden. Und wenn das hier dann jetzt die Runde für Aurora ist, muss FURIA in der letzten eben Forst, weil die haben nicht viel Geld. Und jetzt geht's hier raus, rein in die Mitte, rein in den Fight. Das ist ja eben die Frage, ob es der Möglichkeit ist. Die Kinder kommt rein, nimmt den ersten raus. Vekalia geht down. Santaris macht den Reaper. Voll ist das stark. Auch Santaris raus. Auf der Seite kann aber Yuri nichts mehr entgegensetzen. Auf einmal steht es 2 gegen 4. In der Mitte ist voll nach da, um sich Major abzuholen. Woxic mit der AWP. 1 gegen 4. Die Bombe wird geplantet. Und Woxic, du bist ein richtig geiler Typ mit der AWP. Aber ich glaube, 1 gegen 4 mit B-Side Retake. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Nee, und schaust dir an, FURIA weiß das auch, die wissen, wo er ist und sie wollen natürlich diese AWP wieder rausnehmen, die wissen, das Geld ist nicht gut und sie wollen hier verhindern, dass Vox in der letzten Runde nochmal die Orb hat. Ist egal, mit der Scout macht er das Gleiche, also so wichtig wäre es jetzt hier nicht. Trotzdem wäre es nett, die AWP zu haben. Voxic wird jetzt hier weiter angegangen, er wird jetzt gleich von lang schon angegangen und er rennt und rennt und jetzt ist Smoke nochmal um Zeit zu kaufen. Die Kinder sieht ihn mit den Jumps, macht den Damage und Voxic steht einfach da, weil er die ganze Zeit damit rechnet, dass er von Short gepiekt wird. Nichts, was er tun kann. Alle Kills da. Und damit die Halbzeitführung für FURIA gesichert. Oh, diese Schweißperlen auf der Stirn, ne? Da sieht man nochmal so richtig, dass, ja, auch wenn das hier alles schon teilweise sehr altbackene Profis sind, auch das Soulfly, merkt man trotzdem, dass jeder sein ganzes Päckchen Nervosität mit sich rumtragen muss. Und am Ende des Tages ist es ja auch irgendwie genau das, was für den Reiz an diesen großen Stages ausmacht. Wenn man spielt vor Tausenden von Leuten, die dann mit ganz vielen Erwartungen auf einen zukommen. Und irgendwie muss man damit copen. Vor allem muss man jetzt hier mit dem Midpeak copen. Oh, da kriegt er ganz viel Schaden durch die Tier an Voxic raus, aber den Track, den bekommt er noch nicht. Ja, wieder der Anet, das ist der zweite Anet von Molodoi, den wir da in den Türen sehen. Immer wieder dieses Duell. Voxic fliegt dann nochmal rein und der zweite Schuss ist dann auch wieder drauf. Und damit kann Molodoi den Opener holen. Und damit hier der Main Advantage. Und diesmal darf dann Voxic mit der Scout nicht so viel machen wie die letzten Male. Und Molodoi damit 1-1 in Opening-Duellen. Aber es ist hier durchaus gleich dieses Langduell. Da wird er jetzt reingeschickt. Die Flash für die Kinder ist gut. DMP gut gesetzt. Kill geholt. Das Ganze ausgeglichen, aber er darf nicht weitergehen. Und das tut er auch nicht. Er nimmt die AK, er zieht sich zurück. Wichtiges Waffen-Upgrade, was er sich hier sichern kann. Und es geht jetzt gleich hier Short, und gleichzeitig auf die Utility auch B. Und das bedeutet, man muss jetzt hier considern, ob man nicht relativ schnell sich darüber bewegen möchte. Aber es ist kein Druck dahinter, kein Druck hinter der Utility. Aber Santaris mit dem wichtigen Kill auf Corsair und damit dreht Molodoi nochmal um. Fallen auf lang, jetzt gleich gegen Maja fällt auch nochmal. Und damit sind es nur noch Yuri und Molodoi. 2 gegen 4 müssen das Ganze jetzt hier machen. Yuri gegen Soulfly und das Timing ist nicht da. Yuri, er hat eigentlich das Timing, aber er hat den Kill nicht. Soulfly holt ihn ab und damit ist es Molodoi. 1 gegen 4 und Soulfly weiß das, er hört das. Er kann hier jeden dazu callen und Molodoi weiß, er muss jetzt hier irgendwie crossen. Er weiß, dass Soulfly in K steht, egal was er tut, er muss hier fighten. Und dann ist es jetzt hier die Nate auf seinen Kopf und der Kill für Santaris. Damit die 7-5 Halbzeit. Ein enger Start in dieses Viertelfinale, ein enger Start in die Playoffs.
Es ist das Quarterfinal in der IEM Krakow. Es ist FURIA gegen Aurora. Es ist 7:5 im Score. Eine unglaublich starke erste Hälfte mit vielen Ups und Downs bei beiden Teams. Am Mikrofon weiterhin für euch Frixum und Geki. Und ich bin dir ehrlich, Frixum, wie geil ist das denn heute? Was ist das für ein geiler Start in den Tag? Genau so soll es sein. Super viele knappe Runden, wenig Eindeutiges, aber am Ende FURIA, die sich absetzen können in den Waffenrunden. Aber muss man am Ende sagen, eine ausgeglichene Halbzeit. Und FURIA hat sich natürlich die Pistolrunde sichern können. Dementsprechend jetzt hier der Blick, wie das mit Pistolrunde Nummer 2 aussieht. Und diese Aggression hier aus B raus in die Tanne. Jetzt könnte hier so viel bringen, wenn man da durchgeht. Aber das Ganze wird hinten angehalten von Voxic. Für den Fall, dass diese Aggression kommt. Und er kann das jetzt weitergeben, kann die Info callen. Und sofort dreht man sich um. Sofort muss man nach hinten reinfighten. Und jetzt müssen die Türks wieder aufpassen, aber die Kinder kann einsetzen. Yuri, der eine, der hier noch steht, noch er fällt. Damit ist B komplett offen. Und diese Aggression von FURIA könnte sie jetzt hier beißen. Die Rotation muss schnell kommen. Aber es gibt keinen Grund für Aurora da zu committen. Und dieses 3 gegen 4 lässt man sich nochmal Zeit. Man weiß, irgendwo müssen die CTs jetzt Raum aufmachen. Irgendwas können sie nicht halten. Und vor allem geht dementsprechend etwas aggressiver hier aus lang raus. Oh, er ist tatsächlich sehr deep gerade. Major steht da eigentlich gut. Jetzt muss er nur riechen, dass da jetzt der Lurk kommt. Der muss es einfach nur riechen. Wenn er da einfach so stehen bleibt, dann wird er wahrscheinlich den Frag bekommen. Aber er hat da auch den richtigen Riecher. Er weiß genau, da wird einer deep gehen. Die Frau Mollo, der hier auf dem Schirm hat. Die Smoke sieht gut aus. Man sucht den Weg in Richtung Shore. Mollo mit ganz vielen Schüssen hier in die Smoke rein. Und Major steht da einfach gut. Fallen geht down. Probiert man hier noch über Short den Weg Richtung Zeit zu finden. Soulfly wird diese Bombe planten können. Mollo, der da unten mit einer guten Position. Xantaris ist da. Und jetzt holen sie einfach so viel Zeit raus. Sie müssen dieses Risiko gar nicht eingehen. Die Bombe ist down. Sie müssen nicht fighten, aber wir sehen das bei FURIA. Sie könnten dafür gehen, wenn sie wollen. Quesarato hat einen Kit. Man kann also so ein bisschen mit Zeit spielen, aber man findet nichts. Es wird ihnen kein Duell geboten. Und dementsprechend wird man hier wahrscheinlich saven und dann nächste Runde dieses Kit mit in die Eco mit reinnehmen oder den Force bei mit nur einem Kill. Wahrscheinlich eine Eco-Runde, auch wenn es das 2 ist, wo so Force natürlich gerade mit der Scout immer wieder sehr potent sein können. Molodoi, schöner Kill noch gegen Soulfly. Auch wenn er keinen Unterschied mehr macht, aber diese 2 Kills werden dann hier vielleicht auch nochmal dafür sorgen, dass man in den Force reingeht, weil es natürlich dieses bisschen mehr Geld ist, was man dann aus der Runde mitnimmt. Hat er jetzt schon hier wieder hinter Quesarato. Ich weiß nicht ganz, ob er ihn noch findet. Ja, ich glaube, er hat ihn noch gefunden. Nee. Oder? Warte, ich muss... Aber wer hat wen gefunden? Wer hat wen gefunden? Quesarato hat Mata abgeholt. Quesarato ist durchgekommen. Also er hat ihn offensichtlich gefunden, aber er hat auch offensichtlich dafür bezahlt, ihn zu finden. Ja. Ja, war eine schöne erste Pistol-Round hier, muss man sagen, von Aurora. Direkt mal eine Runde näher an den Gegner rangebracht. Wir sehen auch direkt einen Force bei von FURIA. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ja, mit den Kills kann man das machen. Jeder Kill natürlich nochmal viel wert. Und gerade das 2, wir haben es vorhin von Aurora auch gesehen, dass diese Force Race tatsächlich eigentlich recht potent sein können. Auch wenn es danach in der Eco vor allen Dingen war, wo diese Waffen dann potent wurden. Nachdem man im Force Race auf B einfach überrannt wurde. Dieses Camp von FURIA zum Start ja sehr hoch angespielt gewesen. Aber das gibt jetzt hier natürlich dann auch eine Möglichkeit für Aurora genauso reinzustarten in die Halbzeit. Genauso diese erste Runden sich sichern zu können. Schauen wir mal, Molodoi sieht Voxic.
Aber wurde er auch gesehen. Potenziell. Voxic ist komplett bekannt. Molodoi wird jetzt hier von zwei Seiten angegangen. Man möchte hier rausgehen. Und Xantares kann Molodoi rausnehmen mit der Flash von Voxic zum Unterstützen. Keisarato kann da nichts gegensetzen. Und es geht jetzt hier Short langsam aber sicher rauf. Hier Kinder spielt es hier close an der Smoke auf Short. Aggressiver Engel, aber ein Risiko. Und der muss sich wieder fallen lassen, weil die Smoke gleich faden wird. Wenn man da durch die Smoke gegangen wäre, dann hätte er richtig gestanden. So, jetzt mit der MP natürlich nicht die beste Waffe für diesen etwas längeren Engel. Vor allem Xantares mit der AK bewaffnet. Eine der Waffen, wo man ja merkt, da ist ja ein richtiger Dämon drauf. Jetzt nimmt man den Weg in Richtung A-Side, ist raus aus Short. Major geht deep, der hat schon den richtigen Riecher, vollen, holt sich Soulfly, Vekadia, Jekinder. Und aber steht 2 gegen 3. Keisarato mit einem ganz wichtigen Peak hier, holt sich 2, will den dritten noch anspielen, muss nachladen, geht down. Fallen auf einmal, holt den nächsten und Voxic 1 gegen 2, aber Yuri mit der Pistol, stark und professionell. Eine ganz wichtige Runde und es ist dieses Timing, was da durchkommt, was aus irgendeinem Grund gefunden werden darf. Keiner rechnet mit dem Peak, keiner schaut dahin, aber das ist ein Peak, mit dem man eigentlich rechnen muss. Hier von Keisarato, dass sie ja beide woanders hinschauen, ist einfach ein Fehler und der kostet sie die Runde. Und am Ende sind es dann Yuri und Fallen, die das Ganze auch zumachen. Fallen und Yuri jeweils auch mit einem 5-7-Kill. Let's go, Keisarato! Und da hypt man sich weiter rein und damit verhindert FURIA, dass Aurora diesen guten Start in die Halbzeit kriegt. Die müssen jetzt selber gegenforcen. Aber sie hatten den Bombplant. Sie haben wieder eine AK, diesmal auf Vikadia. Eine Scout auf Voxic. Damit kannst du eine Tech. Nein, es ist ein beide, ist nicht unmöglich. Gerade ein Scout auf Voxic. Aber der andere ist nicht drauf. Und wenn Voxic dann nochmal piekt, dann ist Molodoi selber bereit. Der hat sich nämlich hier die AWP gegönnt. Sie wurde ihm gegönnt. Ja, und damit ist er natürlich schon wieder eine absolute Menace for Society gerade. Wir sehen ja des Öfteren, was er mit dieser AWP macht und das ist natürlich absolut bedrohlich. Box steht natürlich wieder mit seiner SSG momentan ja irgendwie in diesem Match zumindest so ein bisschen Kultstatus, was er damit schon rausgehauen hat für Dinger. Das ist schon gar nicht mehr normal. Jetzt groupt man sich auf Seiten von Aurora erstmal um B herum und schaut, ob man da einen Entry finden kann. Ja, Vikadia wird da losgeschickt, kriegt ihn vor der Pre-Fire ganz knapp zu früh. Hat gehofft, ja, wenn er tatsächlich eine Millisekunde früher diesen Schritt nach unten macht, dann würde er genau in diesen Schuss reinlaufen, dann hätte man einen Opener gehabt. Aber es soll jetzt gleich B werden. Dieser Druck auf Short sorgt dafür, dass man jetzt hier nur zu zweit ist. Keiner in der Mitte zum Unterstützen. Keisarato und Yuri, die beiden, die gefordert werden. Aber wen sonst willst du da fordern? Keisarato ist so gut drauf. Yuri unterstützt die Kinder in der Mitte. Und dann ist es Voxic mit der Scout ganz alleine. 1 gegen 5. Und er will eigentlich nicht saven, weil man das Geld braucht, was er kriegt, wenn er fällt, um nächste Runde arbeiten zu können, nächste Runde diese Eco haben zu können. Und er wird dann auch abgeholt. Und damit ist es FURIA. Schritt für Schritt immer weiter nach vorne. 9-6 jetzt die Führung. Und jetzt muss Aurora sich irgendwie finden, irgendwie hier reinkommen. Aktuell sieht das nicht gut aus hier in dieser zweiten Halbzeit. Es müsste halt noch jemand gerade bei Aurora irgendwie in diesen Comfortable Spot kommen, in dem Keisarato gerade ist. Wenn wir uns mal angucken, steht er gerade 18-9, Jekinder direkt dahinter und Vollem macht seinen Job auch nicht unbedingt schlecht. Auf der anderen Seite fehlt das so ein bisschen gerade noch Soulfly, der immer noch nicht so ganz im Game ist, ne, wo wir ja auch schon gerade eben gesagt haben, der braucht noch ein paar Frags, da muss noch mal ein bisschen was kommen. Und Molodoi, der ist gerade leider nicht so am Performen, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Muss er nicht. Aktuell. Muss er auch gar nicht, ne? Sehe ich gerade. Entschuldigung, ich habe irgendwie gerade einen kleinen Hirnfurz bekommen. Gut. Das kann passieren. Jedoch ne, braucht man noch ein bisschen mehr auf Seiten von Aurora. Ja. Irgendjemand muss Voxic und Xantares noch unterstützen. 13 und 12 Kills, sie sind beide okay unterwegs. Aber hier gegen die Eco-Runde kein Problem für FURIA. Wieder 3 für Fallen. Und auch er. Du hast gerade Keisarato genannt, du hast gerade die Kinder genannt, aber auch Fallen hier. 15-7. Wurde da gerade die Maus geputzt? Da wurde gerade die Maus geputzt von irgendjemandem. Ich habe nicht gesehen, wer. Manchmal. Man muss ja auch das, was einem da das ganze Geld bringt, muss man natürlich auch weiter pflegen. Ne? So eine Maus ist wichtig. Ich weiß ja nicht, ob du deine schöne Corsair-Maus genauso pflegst, ne? Aber das ist so auf jeden Fall du. Aber Corsair-Maus funktioniert, ob man sie pflegt oder nicht. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Gibt es in von Nacht CS irgendwie 15% oder so? Ausrufezeichen Corsair in den Chat. Nee, gibt es leider nicht, aber haben wir so ein Affiliate unterstützt. Kauft ihr bei Corsair ein und unterstützt uns. Lohnt sich. Aber zurück zum Spiel, zurück mit Fokus hier drauf. Es steht hier auch so eine dreiste Werbung. 10-6 für die Seite von FURIA. Und sie sind hier gerade sehr comfortable.
Aber Aurora jetzt der erste Fullbuy für sie. Aber wieder, und wir sehen das, es ist zwar ein Fullbuy, aber Voxic muss wieder auf die Scout. Wieder keine Orb für ihn, keine Unhit in der Mitte. Das ist ein Problem. Und da muss jetzt ganz, ganz dringend eine Runde kommen. Sonst könnte hier FURIA mit dieser ersten Map komplett wegrennen, nach eigentlich einem so engen Start, den wir gesehen haben. Klar, 7-5 in der ersten Halbzeit, das ist vollkommen in Ordnung für Aurora. Sie gewinnen, wie gesagt, knapp 60% ihrer T-Runden normalerweise. Und genau das brauchen wir jetzt von ihnen. Diese gute T-Seite, die sie so oft zeigen, müssen sie jetzt hier nochmal zeigen, um hier ihren eigenen Map-Pick nochmal competitive zu machen. Schaut euch das an. Keserator hat so viel Utility da liegen. Boah, nimmt hier einen raus. Soulfly mit dem direkten Refrag. Schön, das zu sehen. Es steht 4 gegen 4. Xantares ist down. Schwierig, mal schauen. Und Aurora sucht den Weg erneut über Short. Das machen sie gerade relativ viel. Und das ist ein bisschen flippy momentan. Entweder funktioniert es, dann funktioniert es sehr, sehr gut. Oder es funktioniert nicht. Und dann ist es so ein bisschen, ne? Okay, Serato, der hat genau den richtigen Riecher auf Soulfly. Und du sagtest, der hat eine Menge Utility. Ich liebe es. Aber das zeigt eben, wie wichtig diese Position ist, wie viel er davon Richtung Short auch machen soll. Aber die Kinder rauskommen von Meier. Der macht auch direkt den zweiten hinterher. Und dann ist diese ganze tolle Utility an der Rampe vollkommen egal. Denn die wird jetzt schön einmal donated in Richtung der T-Seite. Voxic freut sich gleich, nicht oder nicht, er crosst nicht, er schmeißt die Bombe rüber. Vicadia freut sich über die ganze Utility, sammelt die einmal ein. Und sofort wird hier auch der Molly geschmissen. Er hat eine Splash eingesammelt, er hat einen Smoke eingesammelt. Molodor und Yuri 2 gegen 3. Und ja, man hat Geld. Wenn hier nicht schnell was geboten wird, die Frage, ob man dafür geht. Jetzt nochmal die Flash nach unten reingesetzt und Molodor sucht und er weiß, wo einer ist, aber er kriegt den Kill nicht. Macht hier nochmal leer, macht sich nochmal bekannt. Fury über Short, arbeitet sich langsam vor. Weiß, einer ist auf der Side und einer an Goose hinten und einer auf lang. Aber es ist jetzt hier schwierig. Nur Vicadia bekannt. Und er fightet nicht und er fällt nicht und damit lässt sich FURIA fallen. Und Aurora mit einer ganz wichtigen Runde für ihre 7. Ich muss sagen, Molodor nochmal auf Vicadia einen rausgehauen. Ich muss wirklich sagen, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie der weitere Verlauf jetzt von dieser Map gerade ist. Ich sehe FURIA, ja, ich sehe die Double Digits, ich sehe vor allem auch das wirklich starke Gameplay gerade von Keserato, aber halt eben auch vom Rest des Teams. Auf der anderen Seite sehe ich aber bei Aurora einfach diese relativ starke Teamkompetenz gerade, die wir gerade eben nochmal gesehen haben. Du hast es gesehen, ne? Vicadia, der das lange gehalten hat, aber auch da wusste, er muss sie nur beschäftigen. Er muss eigentlich gar nicht so viel machen. Er muss einfach nur gefährlich aussehen. Und das hat er gut gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Aurora den Aufschwung noch schafft, ne? Wie wir es von ihnen momentan doch des Öfteren gesehen haben. Nach hinten heraus wurden sie immer stärker. Und spätestens dann aber auf der zweiten Map sind sie locked in. Gut, 2. Mira-Map-Pick von FURIA, aber auch eine Map, die Aurora durchaus spielt, aber in letzter Zeit nicht unbedingt erfolgreich. Also da wird es nochmal eine Herausforderung sein. Aber Molodor jetzt hier geboostet auf Short gegen Xantares, kann den direkt rausnehmen, Opener für ihn. Und er hat natürlich hier auf dieser CT-Seite wesentlich mehr Möglichkeiten mit dieser AWP zu arbeiten als auf der T-Hälfte, wo er noch nicht ganz so viel gemacht hat. Deswegen hier zu sehen, steht mittlerweile dann auch positiv. Damit hier mit 1 Minute 15 auf der Uhr. FURIA im Vorteil. Die Utility auf der Seite von Aurora aber immer noch gut vorhanden, auf beiden Seiten generell. Und jetzt hier Aurora baut sich langsam auf, nimmt langsam ein bisschen was an Map-Kontrolle. In der Mitte, in Tunnels, werden jetzt hier wieder einen Richtung Short wahrscheinlich vorschicken. Oder auch nicht. Man schmeißt direkt die Mitte B-Utility und wird damit hier jetzt Mitte rausgehen wollen. Keinerlei anderer Contest. Oft genug sieht man die Utility und dann gleichzeitig diesen Court-Contest, um da Spieler zu binden. Aber diesmal nicht. Man geht raus, man geht vor. Schritt für Schritt in diese Mitte rein. Keserato hier an Construction, gleich mit einer großen Aufgabe. Und er geht jetzt raus. Keserato kriegt den ersten und den zweiten. Und er ist so gut drauf. 22-10 mit der USP. Fightet weiter, aber Soulfly findet den Kill. Aber es sind eben noch 2 weitere auf B und Fallen von CT kann Soulfly rausnehmen. Voxic damit der letzte 1 gegen 3 vor sich. Und ja, er ist gut drauf. Aber ein 1 gegen 3 kann er nicht machen. Und FURIA geht auf 11. Wirklich starkes Gameplay. Vor allem hier haben wir gerade eben gesehen, da fehlte ganz viel Anti-Smoke-Utility, also Frag-Grenades auf Seiten von Aurora. Da war einfach gar nichts, ne? Vicadia, der hatte relativ viel. Vor allem hatte er noch Flashbangs und er hatte auch noch eine Molly. Und ich habe bei Keserato noch eine Molly gesehen. Aber das hilft halt eben nicht, wenn du gegen Smokes kämpfen musst. Ne? Und wir haben gesehen, da waren ganz viele Smokes. Genau. Synergie bei den Nades. Deswegen, da fehlte einfach ein bisschen, ein paar Frag Grenades und gut, durch den Smoke einfach durchzuspammen, das funktioniert leider auch nicht immer. Irgendwann musst du halt nachladen, ne? Und dann wird es wieder ein bisschen schwierig. Wir bekommen jetzt noch den nächsten Timeout von Aurora.
Und jetzt müssen sie irgendwo schon dafür sorgen, dass es jetzt zählt. Ne? Es steht 11:7. Das ist eine Runde, bevor dann der Map-Point kommt von Map 1. Das ist 2, bevor es dann Richtung Mirage geht. Und wenn FURIA das hier gewinnt, dann auf den eigenen Map-Pick gehen, dann muss Aurora nochmal richtig reinschwitzen. Aber auch hier kann man sagen, Mirage kann halt wieder auch jedes Team spielen eigentlich. Ja, natürlich. Gleichzeitig ist es aber eine Map, die für Aurora in letzter Zeit nicht so gut lief. Zuletzt 10-13 gegen die Falcons verloren. Davor einmal gegen Pain gewonnen, einmal Division verloren und generell eine Map, die schwierig ist, gerade gegen FURIA, die zuletzt gut performt haben. Aber schauen wir mal. Erstmal der Forceplay von ihnen hier. Sie wollen nicht gegen 12 müssen, aber da ist eine Gap für Molodoi in dieser Smoke. Und eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Die Kinder auf Short weit vorne. Sieht Santares, weiß, da kommt die Flash und Molodoi. Timing Shot ist nicht drauf. Aber Corsair hat gar kein Problem, da rein zu sprayen und dafür zu sorgen, dass Molodoi sich fallen lassen kann. 23 Kills von ihm. Eine insane Performance ist hier aktuell jetzt mit einer 108er ADR da. 8 Multikills. Molodoi findet Soulfly durch die Tür. Und jetzt kann man hier damit nochmal weiter aufbauen. 3 gegen 5 für die Seite von Aurora. Boxig low. Molodoi hat auch keine Angst, damit Tech9 selber reinzupieken. Und das ist so schwierig, jetzt hier reinzukommen. Hier Kinder an der Rampe. Ist geflasht. Und er macht den einen trotzdem. Santares tradet. Aber hier ist Fallen. Und dann ist es nur noch Voxig, der zwischen den 5 Map-Punkten und FURIA steht. Und er kann nochmal einen machen. Aber Molodoi tradet. 12:7 für FURIA. Was ein Team-Effort. Vor allem da auch wieder Double Hold auf Mitte von Molodoi und Corsair. Du sagst es, Molodois Timing ist off. Gut, Corsair ist halt aber dann trotzdem zur Stelle und nimmt sich dann diesen Track noch raus. Und Molodoi hat no chill. No chill, geht mit der Tech nochmal drauf. Macht einiges an Schaden an Boxing. FURIA gerade wirklich sehr on fire. Und man muss wirklich nochmal auf Corsair zu sprechen kommen. Wir haben am Anfang ist viel über Molodoi gesprochen, viel darüber gesprochen, dieses junge Talent, was bei FURIA wirklich am Glänzen ist gerade. Aber wenn wir mal Corsair anschauen, mit 23:11, dann ist das wirklich großes Kino gerade. Ja, absolut. Hat hier ein insane starkes Match. Und das ist ja das, was FURIA ausmacht. Jeder einzelne dieser Spieler kann dieses Match haben, kann das Spiel carryen. Auch wenn Molodoi und die Kinder die beiden waren, die reinkamen und das Ganze zum Anfang möglich gemacht haben. Genau der Mann hier, ihr Kinder. 2 Kills von ihm. Und er jetzt auch auf 14 rauf. Molodoi hier auf Short. Weiß, dass da 2 Leute ihm entgegenkommen könnten. Man lässt sich hier nochmal ein bisschen Zeit. Aber es ist jetzt ein 3 gegen 4 und Yuri hat B schon ausgeschlossen. Ist schon komplett in Tunnels vorne. Und hat damit hier die volle Info, dass da keiner kommt, dass maximal über Mitte Richtung B gehen würde. Und dementsprechend kann sich FURIA hier auch hinstellen. Sie stehen auf der A-Side drauf. Wissen, dass es wahrscheinlich A wird, weil man Corsair in der Mitte hat. Und Yuri, der kommt hier immer näher. Und wenn er da einen Schritt weiter macht, hätte er sie beide vor sich. Und Santares ist jetzt ready dafür. Ist jetzt ready dafür, dass Yuri da ist. Und er hat recht damit. Aber wie lange hält er das an? Ist egal. Yuri nimmt ihn raus. Soulfly und Vicadia, 2 Tech9s. Und vielleicht kann zumindest die eine MV aufheben für diese 2 gegen 4. Ja, er wird es irgendwie probieren. Die beiden müssen jetzt diese Runde zählen. Die müssen jetzt diese Runde gewinnen. Es gibt hier keinen Raum mehr für irgendwelche Slip-Ups. Aber gut, ne, auf A sehen wir Molodoi, der hat den richtigen Riecher, ist da bereit, um auf Short einfach die Frags zu nehmen, wie sie kommen. Wir bekommen einen Boost, Soulfly geht sofort down, wenn Molodoi mit der AWP da einfach viel zu strong ist. Jetzt kommt die Smoke nochmal raus, Vicadia steppt nach vorne, aber Corsair nimmt sich diesen Kill. Und Map Nummer 1, die geht an FURIA. I can flash guys. One, you want? Wait. Think there are some issue guys on mid guys. Don't clear. Yuri virando meia. Eu tô na caixa pouco, pegando barulho. Let me pick pit. Op. Take bomb. Keep going. Take bomb, bro.
That was big one shot, side. I'm one in. One back side. I'm on HP right now. Maybe he left now. Okay, go B, Malik. Full rotation. Side dead. Nice. Okay, maybe. Up side. City side. Go B. City up. That's right, I can flash shard for your quick rotation if you want. Yeah. Coward. Careful, Yuri. Wait for me. I'm gonna come. Flashing I'm hard. gonna go first. Right side, bit dead. Be dead. Up, Take up. Yeah. I'm going. I don't see a ramp. I think he's side. I'm running. Side. Nice. Safe up. Nice. Nice kills, guys. But I hit B. Let's go, Malik. I'm walking. I'll look city by hand, okay? Get ready to fight. Side dead. Looking city, have flank. I will flash get side. You want? Go flash. Flash. They're running from short. Go flash, guys. Go flash. Flash. Boom. One top mid flank. I'll kill him after. One side, maybe. Hide them. Side dead. Nice. Dead. While you get us, I'll clear again. Either CT close, maybe, or I'm going to city. I'm going to city. Wait now. Watch one, please. Yep. Elevator. Nice, guys. 6. Nice calm. Good job. Furia's fangs razor sharp and Aurora feel the full wrath. Any moment where the Turkish side thought they found momentum, Furia were even swifter to silence it. That is a rough way to start on your own map pick, Janko, but for Furia, really putting up a great case to show us that they are capable of returning to the form we saw at the tail end of 2025. Yeah, and it was great to get a listen in to their calms, right? You could see how calm they were, composed, very much in control. Even that round 3-3, they were 3-0 up, and Aurora won 3 rounds in a row. So to see them not getting flustered and just stay calm is crucial on a stage like this. Spreads out to the team, you know, they make them comfortable. He makes sure that everything's under control. You know, the way he's communicating in a normal voice, he's not stressing anything, and it just spreads to the rest of the team. But they're also highlighting the things they need to highlight. That Molotov, he's expressing, like, if you want to flash, tell me when to flash. You know, they have things under control. And Furia is looking as a team that is slowly getting back to how they were looking in the later stage of last season. It's good to see. They simply just play a little bit outside the box. That's what I call a little bit of that. They're not afraid of trying to make plays. You know, play the edge of the smoke, trying to be a little bit more crazy about their plays. They don't have to play by the rules. They're making the rules. Yeah, a little bit cheeky with it. I love to see that classic style coming back. When we got to hear those comms, JL, how would you rate that, considering you've been in a team more recently than most of us up here on this desk? I mean, I probably rate it 10 out of 10. Really good. There's no extra comms needed. They're straight to the point. Let's do this, let's do that. They're hyping each other up, and there's not much more you need to play good CS, to have good comms. This is all it takes to win the game, and yeah. Well, let's get straight to the point then. We've got round 11, JL and Janko. Great minds think alike, apparently. You both requested to be looking at this one. JL, from your perspective, what did you note about this round? I mean, this is Aurora's map pick, and I see they got long control, and they're slowly putting this round to be a 3B setup. Vikadi is going to spam some middle, he's going to show some presence, and then they spent all of the util on Major to block short, to kind of not allow Furia to go out short. And look at this 3B setup. Antares is hiding. Vikadi is supposed to be taking the contact off of him and then focus on B-Town with Soulfly. But what we see here, Vikadi messes up his jump a little bit, gets surprised by Yakendar. Antares gets a trade on Soulfly. He didn't even peek on Vikadi's contact. And I feel like this is really unacceptable on the side of Aurora. If you picked a map, you prepared the setup exactly for this round, and then Vikadi and Soulfly cannot deal with B-Towns. And this is just the whole game. I think this is where we see the nerves come in a little bit, right? Because, okay, someone has to bait for Zantares. Soulfly and Vikadi are the B players, but if Vikadi is going to bait for him and sort of show himself a door and Soulfly isn't jumping window, then Soulfly has to take care of the tunnels, right? Like, he has to be the guy who will then have a crossfire with Vikadi, and what ended up happening is, you know, Vikadi gets sort of surprised by people coming out of tunnels, and Towers only gets 1-for-1, and then who's alive? Well, the B player. So, you know, he's somewhere in there. He's not going to surprise anyone at that point in time, and Furia does just a good job of sort of being aware and taking care of Soulfly in the end. So, really big round to lose at that point in time, because they would have been able maybe to get Furia on an eco or a half-buy or something along those lines, regain some momentum, but it always sucks also mentally. Like, you have the correct read, you're there, and then you're not even close to winning the round. Like, those really sting.
I obviously don't want to dunk on the new guy on the side of Aurora, but just because you played the same position, right, on Duster. You played B site, Soulfly didn't. Best B site in the world, him and Bit, Yeah? according to JL. Oh, you got praised. Yes. What did you? What were some of the issues that stood out from maybe some of the? Obviously, it was a great game coming from FURIA on the T side, of course, but some of the issues that Aurora had and maybe not defending it to the best of their ability. I really liked some confidence on the B side of Aurora. I feel like Soulfly is a very good shooter and he didn't use any of it. I feel like he had the chance to push B tunnels on a certain timing or maybe just stand your ground and shoot with the B tunnel player, but what he did was just hide on side and try to survive for the rest of his teammates to kind of pick up the slack that he's left. There definitely was a couple of situations where you could feel that he was a little bit inexperienced. I think that already started when he was up close with the 5-7. I believe that was either round 2 or 3. Yeah. Where he decides to talk a little bit, like, you know, in that situation, the best thing you can do is literally just try and swing on a timing to try and get that kill off. And it's fine, you know, we're not going to be dunking on the new guy. He's still, that's a hard thing when you come into team and when you get to play on your stage for the first time. And when you don't get to play that many games on stage, it's very limited the amount of reps you actually get, and that's what takes a long time for him to get into. So I'm all fine with it, you know. There's definitely a learning curve, and it's very steep for him, but just use your ability of being a strength aimer. That's what I would give him. Well, then we move into the second half, and Aurora, they do indeed win the pistol. What happens next, Yanko? Yeah, I think it's a bit unfortunate, and you know we don't want to pile on Soulfly, but it's a couple of examples of how stress attributes, you know, to mistakes on the server. So FURIA with the force buy right here. This is a great molly where Zentaris can peek behind it, catches Molody off guard. So in a 5v4, right, they're going to group up for short to execute. But look at that dot towards long. That's going to be Soulfly. So keep one eye on that as they're setting up, you know, getting everyone there, the smokes, the flashes. Serato leaning over as the B player. They're running out, right? They're going to do a good job here of finding the first kill. Soulfly dies first on long, right? And they get to Kinder. They don't expect Serato, and this is a mistake when, you know, no one is watching slope. Like, you just have to have one guy watching out for that. Serato gets a massive double in the end. Voxic, 1v2, won't be able to clutch. But Soulfly has the lurk on long. He doesn't need to play that early. He's also running out long, right? Like, so your teammates are going in. You should be a bit more patient. See if they run into a position. If they don't, if they get the entry kills and at the moment, you still can keep on waiting, right? So this is just sometimes feeling, okay, I don't want to let my team down. I don't want to just play scared, and you end up making a mistake. Some of those nerves really showing on this first map. For sure. I mean, even if he dies, like, the situation is still manageable. Like, they would actually still be able to win it. One thing is that he dies alone because he feels stressed to go out and help the team. But for me, it's more so the players like just playing too naive. Like, they do get the kill onto the guy in ramp. That's fine. But they're just like both running back to catwalk. They already have a guy sitting on catwalk. They have everything under control. They could have one guy watching CT, but they actually allow Corsair to swing, get a double, and then I think he even gets the third one, and that just piles out. And they've already won that very all-important pitch round for them to make the comeback. They didn't convert it, and that just put them in a situation where they couldn't salvage the situation. I love that you get to bring up a Corsair moment here as well, because back in stage 2, when we were welcoming FURIA to Krakow, we were noting that it was kind of the Brazilians that had a rough start to the year, let's say. I think Corsair has put any of those issues to bed right now. Yeah, I mean, he's been a guy that's just been the rock for FURIA, even when they were struggling. I mean, the best Brazilian player by a nice margin and for a very long time. And I think we can all be in agreement that we were just happy that he finally has a team around him where he can thrive in and doesn't have to put the team on his back and can just focus on his role and what he does best. Has some great space creators on the team now in Yakindar and Molody, and these are the games where he can really showcase his talent, right? Where you show that poise, you show the patience, obviously the mechanics too. I mean, in some of that B defense, he was absolutely lights out. And it's been around for so long. I think I remember my first game against Corsair back in the days when he was that was like at the Face It London or something. He's a talent from that time, you know, and also he's becoming this sort of star player that we always want to be praising, and for good reasoning. One thing is that he's an incredible aimer, but I think what makes him one of the strongest is that he's so good at positioning himself, reading the situation, and always putting himself in favorable duels. That takes something. That's not something you learn by day. So Corsair being a very instrumental player for FURIA throughout last season, but also in this time, it's good to see that he's stepping up. Yeah, it feels like it's just in Corsair's DNA at this point. Let's
Let's talk about the second map, though, because you might have been fooled to thinking that was FURIA's pick. No, that's coming up right now. It's MOUZ. Why do you feel like they may have gone with this map amongst others? I think they see it as somewhat of a punish against Aurora, and also on the other side of things, they played it so many times already this year, and it's been rough the first few times, but they end up picking it against Astralis in the decider, and that gets them here in the playoffs. So I think just the amount of repetitions that they've had on the map, the understanding of, okay, they have a good grasp now of how they need to play to be successful on MOUZ. And it's been the case for MOUZ throughout the event for them. You know, they did. I think they entered the event by being down 0-5, or at least throughout the event they entered been a deficit like that. And now they've turned it around. Now it's like they had to remind themselves, like, how do we actually play MOUZ back in the days? Like, and it has been this shifting back and forth with Yuri and Fallen trying to swap, but also Corsair and Yekina has created a little bit of uncertainty in the team. Maybe the ideas and the team play between the sides wasn't really functioning as it should anymore. Now they kind of got back to it. They've kept the whole situation with Yekina and Corsair swapping positions, and so far looking good. And I think they just want to try and build upon this because they've actually turned it around to a strength. And then also, Aurora is a team that is very easy to play against them on MOUZ because they're very passive and you kind of know what they're going to do. And now FURIA are going to be starting on the T side. This is their map pick. They for sure prepared a lot of things towards connector short to kind of bully Zantaros in the connector area because he's very predictable. Although he shoots very well, FURIA are going to know what he's doing. And I feel like that's going to be the main focus point. Is going to be the A splits and connector control. Well, things looking incredibly tough for Aurora here at the Intel Extreme Masters Krakow, losing out on their map pick, and now their opponents lays in wait. It's MOUZ going down after this short break. Ist okay. Wird getradet. Hit ist bekannt. GGT auf this side. Haus ist Cristiano Ronaldo! Ist das krank, Alter? Sei nicht wie Trill. Support ist kein Mord. Lasst einen Sub da und genießt die 8CS ohne. Insane, but Zaibo has won more MVPs as well. Zaibo deserved it more, but I think if Donks manages to maintain the level that he had for the first part of the year and this Cologne for the second part, and they managed to win maybe an event or a major, I think Donk might overtake him. I think m0UZ will gain the number 3. Мы представляем будущее. И наши фантазии пугают нас. ANATY IGL hasn't won a major since 2016. In a time of simple, Zaibu, now m0UZ, it will not happen again. Кэдин опережает планы на 3 месяца. 6 months. Откуда ты вообще это знаешь? Нам нужен сильный ростер. Я соберу тебе лучших из лучших. Они не будут бояться этого плейстайла, пока не поймут его.
и не поймут его, пока не столкнутся с ним. It cannot be done, not like this. Counter-Strike is evolving and Jame is moving backwards. It's slow, it's lethargic. If Valve ever introduces MR12, it will be because of this guy. Consequences of his success could be catastrophic. Cannot be done. James, the Redeemer, in Rio. Are you telling me that if they make playoffs, there's a chance it could destroy the entire crowd? He's still gonna go for it. He picks up that one. They got the right pieces. Dastan and James in chasing this dream. Labeled as boring. Today they're labeled as vicious. Now I am become death, destroyer of crowds. Und damit herzlich willkommen zurück hier zur IEM Krakow. Jetzt könnt ihr uns auch nochmal begutachten, weil es jetzt gleich reingeht in Map Nummer 2. Wir sind ganz kurz auf uns und das freue ich mich sehr drauf. Map 1 ging am Ende sehr klar in der zweiten Halbzeit. Am FURIA geben nur noch 2 Runden ab, aber der Start war sehr eng, Geki. Wie viel Hoffnung hast du jetzt auf Map 2, dass Aurora zurückschlagen kann? Also es kommt so ein bisschen darauf an, ob sie das Momentum jetzt so ein bisschen für sich selber shiften können. Gerade eben haben wir gesagt, mit dem Start von Corsair, der in der letzten Runde ja absolut rein performt hat, aber auch mit dem Rest, wo ja jeder Spieler individuell zu jedem Zeitpunkt auf der Map immer irgendwas zu tun hatte, womit er Value gegeben hat, mache ich mir ein bisschen Sorgen um Aurora. Weil bei Aurora, du hattest den Tilt-Faktor bei Xantares angesprochen, gleichzeitig sind wir so ein bisschen... Ja, ein Soulfly, der gerade nicht so gut in die Map reingefunden hat. Ich hoffe, dass es jetzt auf Mirage ein bisschen besser läuft. Wir werden es sehen. Stand jetzt, muss ich sagen, FURIA schon sehr gut. Sie sind auf jeden Fall wieder da, wo sie Ende letzten Jahres auch waren. Sie sind da, wo sie vor dem Major waren. Beim Major lief es dann ja nicht so gut, zumindest in den Playoffs am Ende. Aber hier und jetzt wollen sie das wieder gut machen mit einer Trophäe hier in Krakow. Es ist natürlich eine historische Trophäe. Das erste Mal, dass die Hall of Fame in Krakow ist und dementsprechend da natürlich die Hall of Legends, Entschuldigung, das ist das Wort. In Krakow ist dementsprechend natürlich sehr, sehr wichtig, da gut reinzukommen. Und hier wollen sie Schritt für Schritt in diese Richtung machen. Aber noch steht ihnen Aurora im Weg. Jetzt gleich eben auf Mirage für Aurora. Eine Map, die in letzter Zeit nicht so gut lief. Sie haben über 6 Maps und 33%ige Winrate. Auf der anderen Seite für FURIA eine Map, die Ende letzten Jahres gar nicht mehr so gut lief, die aber jetzt hier für sie wieder gefunden wurde, nachdem sie reingefunden haben. Erst haben sie gegen Foto Mongols 11-13 verloren, aber dann haben sie ihre Form gefunden, auch wenn die Maps immer noch eng waren. Also hier ist alles offen und damit sind wir eben auch drin auf dieser zweiten Map zwischen FURIA und Aurora. Und FURIA erneut mit dem T-Side-Start. Aurora Seitwahl entscheiden sich natürlich für CT-Seite und dementsprechend geht es jetzt hier erneut rein. Und die Kinder sichert sich direkt den Opener. Und jetzt möchte man ja auch weiter rein in den Boxing. Nächstes Duell. Corsair springt da einfach ganz wild um die Ecke und baitet für die Kinder, der nochmal 2 Kills hinterher setzen kann. Auf einmal nur noch Soulfly. 1 gegen 5. Keine Chance für ihn, das wirklich zu machen, auch wenn er die Spieler hört. Aber Molodon holt ihn ab. Ich möchte kurz auf das Listen-In gerade mal zu sprechen kommen, weil das passte gerade sehr gut, ne? Genau zum Push bekommen wir von Sidde die schönen Worten "Now shit gets real". Und ich sage euch so, wie es ist. Es ist genau das. Der Push ging rein und man stand da bereit, man war ready. Was hast du? Dieser Push von Corsair, ich liebe es, wie er da um die Ecke springt und baitet für ihr Kinder. Er ist ready. Er ist ready. Er ist ready. So hard, bro. If you see this on replay and you don't say nice Marex, yeah. Ja, die Laune ist hoch natürlich, ne? Man gewinnt jetzt auch noch hier diese Pistol Round, nachdem man die letzte Map noch gewonnen hat. Und ein FURIA sehr comfortably gerade. Und Molodon übrigens, letztes Mal, als sie das 2 gespielt haben, ne, ist der 11-0 gegangen. Ja, aber hier zum Start 2 Kills von ihm. Xantares jetzt in der nächsten Runde aber im Force mit einer guten Antwort. Und schau dir den Damage an, der schon gemacht ist. Dieser Force von Aurora sieht gerade sehr gut aus. Kriegen hier 2 wichtige Kills. Die Kinder auch auf 10 AP runter.
Und damit jetzt eine 3 gegen 5. Und wenn wir direkt so reinstarten, wäre das sehr viel wert. Aber Molodoi, du hast gerade gesagt, wie er reingekommen ist. Das letzte Mal. Aber Voxic wieder mit einer Scout unterwegs. Wieder einen Headshot, der Kill gefunden. Und Yuri und Jekinder 2 gegen 4. Jekinder auf 10 HP ist so ein weiter Weg. So eine schwierige Aufgabe, auch wenn Jekinder hier so ein bisschen Raum langsam, aber sicher in Richtung dieser A-Side einnimmt. Ja, halt 10 HP, ne? Den musst du halt legit nur noch anfurzen. Der braucht nur 2 Granaten in den Kopf geworfen zu bekommen. 2? Die müssen nicht explodieren, die müssen einfach nur seinen Kopf treffen. Nee. Da müsste es zwar mehr sein. So viel Damage machen sie nicht, wenn sie dich treffen. Die machen 2 pro Hit, ne? Kann das sein? Nee, ein Damage, ich meine nur, wenn du getroffen wirst. Ein Damage? Es war es einer. Wenn ich jetzt nicht hier komplett rolle, aber es müsste ein Damage sein, wenn du abgeworfen wirst. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ja, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall erkannt, dass der Kinder low ist. Ja, wir haben erkannt, dass eine Granate in den Kopf ihn nicht töten würde, aber er ist low. Und genau das macht die ganze Sache halt eben nochmal ein bisschen haariger. Yuri, immerhin full life. Aber die saven halt auch. Ja, ne? 5 Sekunden. Sie müssen nächste Runde gegenforcen. Dann nimmt man gerne einen AK und eine Galil mit, die man sich nächste Runde nicht leisten könnte. Dann haben wir Aurora diesmal erfolgreicher Force Buy. Was wir von ihnen auf Map 1 nicht gesehen haben. Was dafür gesorgt hat, dass sie am Ende der ersten Halbzeit eben etwas hinten war. Das ist gut zu sehen, dass sie jetzt hier ein bisschen besser reinkommen. Santaris wird mit dem Kill, Maja mit dem Kill, Voxic mit dem Kill. Und dementsprechend hier jetzt eine wichtige Runde, die sie jetzt sich sichern können. Und jetzt muss FURIA gegenforcen. Und jetzt ist die Frage, ob Aurora sich hier den Follow-Up sichern kann. Und damit, wenn sie sich den Follow-Up sichern, hier auf einmal einen guten Start haben in der Halbzeit, die sie bisher nie hatten. Sie hatten nie diese ersten Runden in der Halbzeit, sie hatten nie diesen Follow-Up. Klar, sie haben einmal die Piste-Runde auf Map 1 geholt in der zweiten Halbzeit, aber dann wurden sie selber eben runtergeforst und sind danach nicht wieder reingekommen. Clean. Ja, das ist wirklich schön, ne? Das ist wieder die Lache jedes Mal. Das ist jedes Mal diese Lache. Aber ganz ehrlich, wie kann er, wie sollte er auch anders können, Mann? Wie sollte er auch anders können? Er ist einfach glücklich darüber, dass er genau das jetzt gerade macht, was er da tut. Und ich sage ehrlich, das darf er auch sein. Also wirklich, das ist ganz tolles Gameplay hier gerade. Und jetzt von hier Kinder direkt mal den ersten Frag hier auf Major raus. Das ist schön für FURIA. Überzahl, Voxic, Refragt. Jetzt sucht man wieder erneut den Weg von FURIA auf die B-Side. Molodoi Steve mit der MP. Holt er sich Vegadia. Sprayt dieses Smoke, findet aber nichts. Entsprechenderweise relativ entspannt. Santaris, keine Chance für ihn da. Okay, Serato zu stark durch die Wall. Sucht man noch Schüsse auf Voxic. Auf einmal nur 35 HP. Und mit der SSG würde es halt eben auch für ihn schwer, auf die Frags zu suchen. Soulfly sucht den Weg über die Mitte. Gar nichts macht der ist am Saven. Schau dir an, wie sich keiner traut, Voxic zu pieken. Die schießen immer nur durch irgendwelche Wände auf ihn drauf. Und ich verstehe warum. Der ist gut drauf. Aber am Ende kann man ihn dann dadurch irgendwann dann abholen. Und ja, Soulfly ist schon im Safe und er hat keine Wahl. Er steht alleine da und auch 2 gegen 4 wäre nicht drin gewesen. Und dieser Safe sorgt dafür, dass man nächste Runde zumindest eine MP haben wird. Und das Geld bei Aurora nach der letzten Runde natürlich sehr gut. Die haben nur ein Spiel abgegeben. Die können sehr gut gegenforcen jetzt nochmal. Aber wir bleiben in den Force by Wars eben drin. FURIA mit einer ganz schnellen Runde Richtung B. Forcen direkt zurück, sind direkt wieder dran. Und lassen die eben Aurora nicht weglaufen. Lassen hier keine Chancen Aurora. Geben denen keinen Follow-up, keine Runden in Folge. Und das ist so schwierig, wenn du gerade als Aurora dieses Momentum jetzt unbedingt haben möchtest. Auch wenn hier, schaust dir an die Kinder, wie schnell der da ist. 1,30 und der kommt gerade short vor. Ja, es ist aber auch einfach wieder gelesen, ne? Und das sehen wir auch, warum sie genau diese Map hier als Map-Pick genommen haben, ne? Es ist... Ja, auch hier, ich kann es verstehen, ne? Wir sehen FURIA gerade, die machen keine halben Sachen. Und es ist einfach schönes Gameplay. Vekali auf der Mitte finden jetzt die Kinder. Das ist ganz wichtig jetzt gerade hier für Aurora, mit ein bisschen Momentum in den Start dieser Runde reinzubringen. Ja, Opener, der viel wert sein kann, weil sie immer natürlich wieder im Force sind. Und das ist gerade in dieser Situation, in der wir jetzt sind, die große Frage, wer sich am Ende aus diesem Force by Wars rausholt. Wer 2 Runden schafft, in Folge zu gewinnen, den anderen in die Eco-Force und damit sich eine klare Führung erspielt. Jetzt hier in der Runde sieht es nicht so aus, als könnte FURIA das, aber es ist natürlich erst ein Kill. Es ist nur ihr Kinder, der gefallen ist. Der Rest von FURIA ist natürlich noch am Leben. Und da hält sich jetzt hier die 2 Smokes zurecht, um jetzt hier gleich diesen A-Go zu setupen. Aber es ist eben 3 Mann gegen 3 auf der Side und man kommt nicht über Corner über sowas, sondern eben über Rampo und Palace jetzt hier raus. Da kommt der Execute, wird jetzt hier reingeschmissen. Tilty liegt und jetzt möchte man da rauskommen. Jetzt ist es hier auf der Seite. Erstmal Soulfly, erste große Aufgabe für ihn. Voxic unten dabei, aber Vikani ist der erste, der fällt. Soulfly eben nur auf der gesavten MP und der ist schon low und auch er fällt, ohne was machen zu können. Voxic ins CT mit der Scout immer noch da, aber ganz alleine. Und wie viel kann er tun? Oh, er wird jetzt hier wieder durch irgendwelche Boxen runtergestellt. Die Nate nochmal auf seinen Kopf. Er soll hier keine Möglichkeit kriegen, Kills zu machen. Und in 3 gegen 4, jetzt ist die Frage, geht man das ein? Man hat aktuell erstmal ein 3 gegen 3. Kesserato ist immer noch sehr weit weg. Aber er ist schon auf der Jagd, auf jeden Fall, dass die safen.
Ja, es ist sehr, sehr, sehr schwierig gerade. Die Entscheidung hier für Aurora, die fällt sicherlich nicht leicht. Xantare sucht jetzt nochmal hier die Gunfights und sucht nochmal hier die Möglichkeit, um irgendein Fenster zu schaffen für das eigene Team, damit man nochmal draufgehen kann. Aber es fehlen halt auch irgendwo einfach hier gerade die Diffuse-Kits. Die Bombe ist am Ticken. Man muss doch die Beine in die Hand nehmen. Du sagst, Keserato auf dem Weg bereits, um da ein bisschen abzufangen. Ja, auch er steht da eigentlich gut, um was zu holen, aber er steht auch relativ safe. Auch er möchte seine Waffe nicht verlieren. Aber der Team-Effort hier gerade von FURIA einmal wieder. Die Nades, die da gejuggelt wurden, damit man die noch vernünftig werfen konnte, um den Side-Take zu setupen. Und dann kam es auch wieder da. Ne? Es ist wirklich wie eine Bombe, die auf einmal einschlägt. Die Nades fliegen und auf einmal wird die Side geflutet von FURIA-Spielern und Mario-Cosplayern, so wie es aussieht. Und es ist einfach schon sehr stark von FURIA. Der Side-Take, der war super dominant, der war super koordiniert und man hat sich einen Spieler nach dem anderen rausgeholt und so zerfällt Aurora halt momentan in der eigenen Defense. Ja, und dementsprechend müssen sie jetzt rein in die Eco-Runde. Zweifelfolge für FURIA, genau wie angesprochen. Aber sie haben zumindest eben ein bisschen was gesaved aus der letzten Runde. Das heißt, diese Eco ist jetzt hier nicht zu schlecht. Wenn wir an Map 1 zurückdenken, dann war es so eine Eco-Runde, die sie sehr eng gemacht haben, wo sie 4 Kills geholt haben. Auch wenn sie die am Ende abgegeben haben. Trotzdem, sie können es hier vielleicht noch mal ein bisschen teurer machen. Denn FURIA kann jetzt gerade natürlich ein bisschen Geld aufbauen nach der letzten Runde und auch in dieser hier. Dementsprechend muss man das Ganze jetzt hier sehen. Aber es sind 4 Leute auf dieser A-Seite der Karte und das ist der richtige Read für Aurora. Sie stehen richtig. MP und Scout hier für die Rampe vorbereitet, wenn man da raus möchte. Santaris in der Mitte möchte Info haben. Ihr Kinder kann ihn abholen. Voxic gelöscht von Molodoi. Aber Manja mit der MP kann nur einen einzigen setzen und dieser Stack fällt auseinander. Und Soulfly, der steht hier mit einer USP und einem Traum davon, dass er vielleicht einen Kill machen kann, dass er irgendwas finden könnte. Die Karte jetzt auch noch bekannt. Wird jetzt hier auch nochmal angenäht, muss sich fallen lassen. Und Soulfly steht immer noch hier. Jetzt ist die Frage, wie lange rechnet man mit ihm? Rechnet man jetzt immer noch mit ihm? Ich vermute fast eher nein, weil er so lange wartet, jetzt eine Chance kriegt, aber nicht konverten kann. Schade. 4-0. 4-0 sag ich. 4-2. Hier jetzt im Vorteil. 4-1. Meine Güte, jetzt geht's aber los. 4-1 für FURIA, Mann. Es kracht, Frickson, ja, es kracht. Es kracht. Der Tag war lang, es ist kurz vorm Wochenende. Der Tag hört ja für dich noch gar nicht auf nach diesem Best of Three. Es geht dann sogar noch weiter für dich. Eieiei. Ja, wo sind wir gerade? Du sagst es 4-1. Wir sind in einer Situation, die für Aurora mehr als nur, ja, unglücklich ist. Die erste Map hat man leider abgegeben. Es war der eigene Map-Pick. Auf den zweiten Map-Pick ging es dann schon relativ krachend los und es ging relativ krachend weiter. Die Eco, gucken wir aufs Geld, ist fernab von gut, wenn wir mal ganz ehrlich zueinander sind. Man kann zwar jetzt noch ein paar Waffen kaufen, aber das ist immer noch nicht wirklich gut. Wenn man diese Runde jetzt verliert, gibt man praktisch die gesamte erste Hälfte, ich will nicht sagen ab, aber man gibt die ganze erste gesamte Hälfte ab. Währenddessen bei FURIA, es läuft. Ne? Die sind reich, die kaufen sich gleich 3 Lambos und fahren dann auf B-Side mit 200 km/h. Und dabei ist Drops gar nicht im Server. Und dementsprechend rein in Runde 6. Jetzt ist hier die Frage, kann diese erste Waffenrunde von Aurora jetzt das schaffen, was sie die letzten Runden nicht machen konnten? Der eine Forceplay war gut, aber danach kam eben irgendwie nichts mehr so richtig. Aber Vicadia, wichtiger Opener. Gleichzeitig jetzt dieser schnelle Go auf die B-Seite drauf. Explosiv. Maya, derjenige, der das Ganze empfangen muss, der einen Kill machen kann. Der hat aber gleichzeitig Vicadia schon rausgenommen. Maya macht nicht den zweiten Kill. Der zweite geht an Fallen tatsächlich. Und dann hat er einen zweiten nicht gemacht. Jetzt hier Xantaris mit dabei. Wichtiger Kill und Fallen fällt. Und die Runde ist am Ende relativ einfach irgendwie. Sehr schnell durch. Aber sie geht an Aurora. Und das mitten im Teamkill. Fallen, der da am Molotov verbrennt. Da kann niemand was für. Er hat den Damage genommen. Und man hat eben mit einem wichtigen Kill die Zeit gekauft, dass die Rotationen rechtzeitig da sind. Und damit jetzt hier eine zweite. Und wir können es jetzt hier nochmal sehen. Hier ist Renato. Ja. Finde ich hier Vicadia und eben. Ich würde gerne einen Manda sehen. Aber sehen wir leider nicht. Da vorhin. Der da am Ende Yuri verbrennt. Da kann keiner was für, passiert, aber natürlich unmöglich. Nice! Handel! It's okay. Ja, die Emotions, ne? Die Emotions sind high und jetzt sucht man hier auf seinem von Rohr den Weg in Richtung Mitte. Du hast gerade die Runde einfach gewonnen. Hauptsache die Runde gewonnen. Für Aurora war das gerade super wichtig. Man musste diese Runde jetzt gewinnen. Xantaris sehr weit draußen, wird hier früh angegangen und geht hier sehr früh down. Und das ist kein guter Start in Runde 7. Nee, absolut nicht. Die Kinder gleichzeitig auf 2 AP runter, aber das ist die Awareness. Man weiß, wie Aurora diese Mitte anspielen möchte und ist ready dafür. Spree feiert da in die Smoke das Ganze rein. Und damit hier ein wichtiger Kill. Die Kinder zwar 2 AP, aber er lebt eben. Und wenn wir ein paar Tage zurückdenken, was man mit so 1 AP machen kann, hat man da sehr gut gesehen. Da hatten wir mehrere Situationen,
wo ein AP-Spieler sehr viel gemacht haben, eine Runde. Das glaube ich, bei auf der Seite von MOUZ. Ich glaube, Torji war oder Exertion, die mit einem HP noch 3 Kills gemacht haben in der Runde und die Runde holen konnten. Aber hier jetzt die Frage, wie sieht das jetzt hier aus für Aurora? Sie brauchen endlich eine Follow-up-Runde. Sie brauchen diese hier. Und es geht in Richtung A für die Seite von FURIA. Aurora steht richtig. 3 Spieler auf der A-Side der Karte. 3 Spieler das Ganze gleich zu empfangen. Die Kinder wartet hier immer noch in Apps. Aber Maja bewegt sich hier nicht weg, hat keine Lust da wegzugehen. Und jetzt möchte man da raus. Die Crowd will, dass FURIA diese Runden holt. Die Crowd steht hinter FURIA. Und jetzt geht's hier los. Sandwich ist gemollt. Soulfly muss raus. Fighten kann keinen setzen. Abgeholt. 0-4 für ihn. 30 Sekunden auf Yuri. Vicardi auf den Stairs. Findet Yuri vor dem Smoke Room. Wichtiger Killer, um das Ganze hier nochmal möglich zu machen. Voxic immer noch am Feld. Ist immer noch oben auf dem Wurz drauf. Fallen sieht ihn durch die Wand. Der Spray-Duell. Aber Voxic gewinnt das Ganze. Gleichzeitig haben die Kinder die B-Side eingenommen. Und hier kommt eben die Bombe auf Corsair. 14 Sekunden. Und man ist auf B drauf. Molodoi, der Einzige, der noch A steht. Und der das jetzt hier auch noch schwierig für Voxic macht zu rotieren, weil die ganze Zeit diese Rotation abgehalten wird. Bombplant ist drin. 3 gegen 3. Und wir kommen auf den Plant raus. Mono mit dem Track auf Voxic. Ist auf einmal steht es 2 gegen 3. Hier Kinder sehr low. Aber mit seinen 2 AP nimmt er sich noch diesen einen wichtigen Frag. Und Vicaria mit 21 AP kriegt einen, aber gegen Corsair, der ihn dann noch off-guard holt. Da hat er keine Chance. Und dann ist es wieder und wieder FURIA. Kein Follow-up für Aurora. Diesen Follow-up, den sie zum Start der ersten Map zumindest bekommen haben. Wo sie Chancen hatten. Diese Chancen sehen hier nicht so aus. Soulfly unglücklich natürlich, wird halt rausgemollied. Dann muss halt rausfighten, in die Flash reinpieken. Und dann machst du wenig genug. Aber wir brauchen ihn. Er muss irgendwie endlich reinkommen. Hier in dieser zweiten Map noch ohne Kill aktuell. Nice! Nice, Bro! Ja, und das Momentum komplett auf der Seite von FURIA. Und diese Frustration bei Aurora kommt immer mehr rein, nach und nach. Und es wird immer schwieriger, sich herauszukämpfen. Jetzt hier 3 Mann auf B-Setup, Halfway gespielt. Vicardia rausgenommen direkt von Molodoi. Der lässt sich das nicht nehmen. Und der Jump Peak guckt, ob da was kommt, aber er sieht erstmal nur Molodoi, der da mit der Orb steht. Er sieht, dass da kein weiterer zumindest ist. Voxic Scout kann den Unhit setzen, aber nicht den Kill. Der hat das aber einfach auch schon gereicht, ne? Der hat zwar jetzt nur 29 HP, aber der hat den Track bekommen. Major jetzt mit 8 HP, sehr, sehr low. Für Aurora, da fällt einfach gerade so ein bisschen die erste Hälfte auf Platz 2. Ist halt die Frage, ob sie gleich, wenn sie selber T spielen, das Ganze irgendwie besser machen können. Satanas in der Smoke. Zijekin da, nimmt den Frag. Sehr wichtig hier gerade für Aurora, irgendwo nochmal einen Akzent zu setzen und irgendwo auch, ich sag mal, sich selber zurück an den Gegner heranzuarbeiten. Soulfly da mit der Pistol im Palace. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich sag mal so, ne? 5-7 ist eine Fast-Rifle aktuell. Immer wieder gut für diese 1-2 Kills tatsächlich in diesen Close-Angle-Positionen. Jetzt hier gefordert. Und genau das meint. Macht einen Kill. Wird zwar getradet, aber er findet endlich seinen ersten Kill. Corsair aber in der Mitte. Free-Frag auf Maya. Und damit sind es jetzt nur noch Xantaris und Voxic 2 gegen 3. Und Xantaris hat eine AK aufgehoben. Die hätte er gerne in der nächsten Runde. Aber gleichzeitig hättest du auch gerne diese Runde. Er muss eben Corsair versuchen. Er hat sich repositioned voneinander. Macht den Kill. Und dann ist es nur noch Voxic auf der Scout. Der hier nicht wirklich viel Geld übrig hat. Auch abgeholt. Und FURIA schon jetzt damit auf Runde 6 und 4 Runden im Vorteil. Tja, Aurora. Vielleicht nochmal ein Timeout, vielleicht... Ja, es ist schwierig, ne? Einfach die Taktik ändern kannst du halt auch nicht. Was willst du machen? Ne? Willst du aggressiver gehen, dann rennst du in der AWP. Rennst du in Kreuzfeuer von FURIA, die ja momentan wirklich dauerhaft auf Contact spielen. Viel machen kann man gerade nicht. Man muss halt eben, der Skill ist total doof und banal, man muss halt eben Gunfights gewinnen. Und wo wir gerade bei Gunfights sind, ihr Kinder könnt ihr gleich den ersten bekommen in Runde Nummer 9. Auf Voxic hat man jetzt Info bekommen, oder kommt durch. Yuri nimmt sich aber 2 Frags, ihr Kinder legt nochmal einen nach. Und auf einmal steht es 5 gegen 2. Auch Vicardia findet hier sein Ende. Major als letzter, der ist irgendwo bei B in Apartments drin und muss seine Waffe saven, weil er halt ansonsten nächste Runde wieder gar nichts hat. Bei Aurora ist es gerade komplett am Krachen und am Brechen. Es geht alles in Richtung von FURIA, Runde für Runde. Ob sie langsam spielen, ob sie schnell spielen, ob sie B gehen, ob sie A gehen. Sie gewinnen alles. Aurora kriegt hier nichts auf die Karte. Die wenigsten Gunfights gewonnen. Keiner mit mehr als 4 Kills. Und hier jetzt auch noch bekannt, wo Maja saven will. Und er kann zwar Corsair holen, kann damit selber auch auf den 4. Kill kommen. Aber er soll hier abgeholt werden. Yuri nimmt ihn raus. 7-2 von ihm.
Dominanz von FURIA. Die haben hier gar keine Lust, dass hier Aurora in irgendeiner Art und Weise irgendwas an Momentum bekommt. Und Aurora dementsprechend jetzt hier ins zweite Timeout rein. Man muss eine Antwort finden, auch wenn es gerade nicht so aussieht, als würde man eine Antwort haben. Es gibt halt auch nicht viele Antworten. Ne? Es gibt nicht viel, was du machen kannst. Du kannst nicht rauspushen. Das haben wir schon mal etabliert. Man kann nicht rauspushen. Wenn du rauspusht, du wirst einfach niedergemäht. Du triffst auf Molodoi, der mit seiner AWP momentan absolut wieder on fire ist. Ne? Der auch jetzt gerade übrigens wieder absolut on fire. Mit der AWP läuft es bei ihm einfach gerade auf Mirage unglaublich gut. Und ansonsten kannst du halt nur dich irgendwie umorientieren, auf der Side vielleicht irgendwie sich anders hinstellen, irgendwie andere Angles finden, vielleicht ein Off-Angle halten. Aber momentan hat Aurora Gaming FURIA hier absolut nichts entgegenzusetzen. Es läuft den Gunfights nicht gut. Wir sehen jetzt gerade auch hier wieder ganz viel Frust. Ne? Xantares schiebt jetzt seine Faust durch den Monitor, wenn das so weitergeht. Und so ist das Gewinnen halt eben relativ schwer. Ne? Man steht sich dann frustmäßig auch einfach selber im Weg. Absolut. Und jetzt muss man hier halt erneut einen Halfball spielen. Letzte Runde war ein Fullball, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt gesehen hat im Server leider. Und man braucht einfach vor allen Dingen diese Confidence, um diese Gunfights nehmen zu können. Man hat eigentlich das Talent, die Spieler, die so gut in diesen Aim-Duellen sein können, gerade wenn sie trocken gepiekt werden. Aber aktuell kriegt man das noch nicht auf den Server drauf. Sie müssen sich jetzt fangen, ansonsten sind sie hier relativ schnell wieder auf dem Weg in Richtung Flughafen. Aber das muss man sehen. Gleichzeitig, und das muss man auch sagen, es ist sehr gut zu sehen, wenn FURIA hier ein dominantes Best of 3 gewinnen kann in diesem Viertelfinale. Weil sie dann klar zeigen, okay, wir hatten unsere Probleme zum Start vom Turnier. Wir hatten unsere Probleme, hier teilweise auch reinzukommen, haben nicht unendlich jede Match gespielt, aber hier sieht es gerade richtig gut aus. Und das, obwohl man Fallen hat, der steht 1-4. Aber der Rest vom Team eben nicht. Der Rest vom Team ist sehr gut unterwegs und dann Fallen macht einfach seinen Job, die richtigen Calls immer wieder zu setzen. Und auch diese Runde, wenn man nahe geht, ist das der richtige Call. Fallen macht ein bisschen Druck in Richtung B, sorgt dafür, dass der Stack dann noch da stehen bleibt. Xantares wird jetzt nochmal rausgemollied. Das müsste vorhin auch gehört haben. Weiß also von 2 Spielern auf B. Weiß, dass da wahrscheinlich Stack ist, aber Soulfly, wichtiger Kill. Sein zweiter gegen ihr Kinder. Damit ein Opener hier gegen die mitten in der Force-2-Runde. Vielleicht eine kleine Chance. Hat jetzt eine AK in der Hand. Und es geht hier mit 25 Sekunden auf diese A-Side jetzt drauf. Desarato weiß, wo Soulfly ist. Er weiß, wo Xantares ist. Er kann das komplett weitergeben. 2 Leute gespottet. Der Molly auf Soulfly wird ihn rausforcen in den Fight. Und Yuri holt sich 2. Und damit ist dann dieser kleine Vorteil, diese kleine Chance wieder rausgenommen. Xantares mit einem Kill. Wapzig fällt. Und Xantares geht er dafür 1 gegen 3 mit einer AK. Weil eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es ist nicht die richtige Entscheidung hier für den Fight zu gehen. Xantares weiß das. Muss hier rausmoven. Und erneut, ne? Wir sehen hier gerade ein richtig starkes FURIA. Ne? Wir sehen starke Side-Takes. Wir sehen starkes Teamplay vor allem. Auch hier wieder Queserato mit der Molly auf Soulfly. Yuri, der bereit steht, nimmt sich diesen Frag. Ne? Setup auf einfach sehr hohem Niveau, dass man sich gegenseitig da gerade stellt. Und gute Kommunikation, ne? Auf B-Side noch 2 Leute gefunden, dann noch die Molly geworfen, auf Mitte, um zu gucken, ob irgendjemand da in Short dann drin stehend ist, Info auf Xantares bekommen. Ja, und dann stehst du halt da, du hast praktisch alles, was du wissen musstest, dir ja, frei aufs Brett gelegt bekommen. Und gut, so steht man dann da und Aurora hat dann runtergelassene Hosen. Es ist halt leider wirklich ein sehr schwieriges Spiel für sie gerade. Immer noch, wir sind in der ersten Hälfte, die sieht gerade relativ rough aus, aber am Ende des Tages ist es immer noch Counter-Strike ein Spiel, in dem noch ganz viel passieren kann. Ja, es ist noch nichts verloren, man kann nur vom Momentum sprechen und von eventuellen Wahrscheinlichkeiten. Aber wenn Aurora die Seite hier wechselt und dann auf T-Side eine deutlich bessere Performance zeigt, kann das natürlich schon noch was werden. Theoretisch ja. Aurora ja durchaus so ein Team, das immer wieder auf T-Side stärker ist. Jetzt mal ein wichtiger Opener. Kadia mit Nummer 2. Das sieht dann noch nach einer Waffenrunde aus, die man sich vielleicht mal holen kann. 3 gegen 5 Vorteil. Sehr schneller spielt. Trotzdem hier Queserato in Con hochgegangen. Findet Voxic. Wurde zwar gesehen, aber kann den Kill eben trotzdem setzen. Ist ein bisschen angehittet worden. Gleichzeitig wird der Execute auf diese A-Side geschmissen. Da muss man jetzt hier irgendwo reinkommen. Die Nate nochmal auf Queserato, aber er steht halt immer noch da. Soulfly findet seinen 3. Kill. Ein wichtiger. Damit sind es nur Fallen und Queserato. 2 gegen 4. Queserato findet Soulfly. Xantares wird abgeholt, aber von Fallen 2-on-2. Und Fallen und Queserato machen das Ganze gerade nochmal auf. Können sich nochmal fallen lassen. Können hier theoretisch nochmal Richtung B gehen, wollen nochmal das da hinten. Hat die Nate aufgehoben, kriegt die Info, Bombe gedroppt. Und dann ist es nur noch Queserato. 30 HP, keine Bombe, aber eine Minute fast zum Spielen. Boah, in der Minute kann auch viel passieren. 1 gegen 2 ist technisch möglich. Mit 9 HP jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Die Granate war das sehr schön. 45 Sekunden Zeit, mehr als genug, um da
erstmal ganz wenig Geräusche zu machen und dann zu gucken, wie er diese Side bespielen möchte. Wir sehen aber auch, Corsair hat gar kein Interesse daran, das Ganze zu saven. Auch nicht, das Geld ist gut. Vicadia ist relativ low. Der Einzige, der ihm gerade wirklich sehr gefährlich wird, ist natürlich Major mit 100 HP, aber auch da wieder ein Headshot reicht da vollkommen aus, um auch ihm die Lichter auszuknipsen. Jetzt ist die Bombe geplantet. Jetzt muss er halt gucken, wie spielt er dieses 1 gegen 2 aus. Kein Kid auf der Seite von Aurora. Das heißt, die Zeit ist auf seiner Seite. Die Zeit ist bei ihm, aber er weiß nicht, von wo sie kommen. Er weiß mal, da war mal im Spawn und dementsprechend muss er da die ganze Zeit irgendwie so richtig ein bisschen hingucken. Molly auf Ninja. Erster Kill gefunden, aber das ist derjenige, der Full Life ist, wie du angesprochen hast. Derjenige, auf den wir achten müssen, der das Ganze hier klatschen muss. Und er macht es sicher und damit eine wichtige dritte Runde für Aurora. Eine weitere Runde in dieser Halbzeit zu spielen. Sie können noch auf 4 kommen und damit kann man potenziell arbeiten. Aber es wird so schwierig, aber ein bisschen Momentum. Man muss sich jetzt reinhypen. Aber es sieht nicht so wirklich hyped aus auf den Player-Camps. Naja, wie sollen sie denn auch gerade hyped sein? Ne? Sie haben jetzt eine Runde gewonnen von ganz vielen, die jetzt noch folgen müssen. Es ist halt schwierig, dann, ich sag mal, die Spirits oben zu halten. Gerade wenn man natürlich merkt, es ist schwierig, wenn man natürlich guckt, das Geld ist knapp, jede Runde zählt, jede Waffe, die man in die nächste Runde bringen kann, ist unglaublich wichtig. Viel darf man sich gar nicht erlauben, selbst wenn man diese Runde gewinnt, wenn 4 Leute down gegangen sind, hat man in der nächsten Runde nicht viel dafür gewonnen. Ja, aber trotzdem, man hat die Runde, man hat jetzt hier eine Möglichkeit, nochmal einen Fullball zu spielen, aber ihr Kinder möchten ihn auch wieder keine Follow-up zulassen. Molodoi direkt mit dabei, 2 schnelle Pilze gefunden. Vicadia ist der Einzige, der einen gegen traden kann. Jetzt geht man hier relativ schnell Mitte runter. Das Problem hat die Bombe noch nicht mitgenommen, die muss man vielleicht noch aufheben, bevor man hier komplett reingeht. Ansonsten hat man die gleich nicht auf der Side, aber Soulfly und Con kriegt da gleich eine große Aufgabe. Jetzt die Bombe aufgehoben in den Händen von Yuri, muss hier über Main gehen. Ansonsten hat er da ein Problem. Man ist short vor. Er hat jetzt jemand auf der Side. Hier auf B, derjenige, der jetzt das Ganze empfangen muss. Derjenige, der gerade eben den Clutch setzen konnte, das One-on-One geholt hat. Kriegt hier den Opener. Molodoi down, aber vorhin ist näher dran als erwartet. Kann das Ganze traden. Vicadia jetzt gesehen, man weiß, wo er ist. Muss sich absmoken an der Seite. Aber Corsair hat uns vor die Smoke faded. Und dann ist es alles auf den neuen, auf den jungen Spielern. Seine erste Arena. Den 1 gegen 3 in der letzten Runde der Halbzeit. Und keine Chance gegen Corsair. Und damit ist es FURIA. 9-3 am Ende der ersten Halbzeit.
FB. There is a fake thing. I'm on this. Let me manage. Wir sehen Furia gegen Aurora, Map Nummer 2 auf Mirage, sind 9:3. Sehr dominant hier von Furia. Wir bekommen den Seitenwechsel. Trümmerbruch für Aurora gerade, leider Gottes. Und ja, Frixum, es könnte ein schnelles werden. Es könnte absolut ein schnelles sein. Es ist nicht das, was wir hoffen. Wir hoffen jetzt natürlich, dass Aurora jetzt hier nochmal sich ein bisschen reinkämpfen kann. Eine Map 3 sieht unwahrscheinlich aus, aber zumindest ein bisschen Spannung. Es soll in der Piste jetzt hier auf die B-Side draufgehen. Yuri kann den ersten Damage machen. Die Info ist komplett da für Furia. Sie stehen schon mit 3 Mann hier bereit. Und Nummer 4 kommt jetzt auch nochmal das Soulfly. Wichtiger Kill. Wenn er sich jetzt mal aktivieren kann, ist das eine Möglichkeit. 2 Kills von ihm in der Piste-Runde. Yuri und Corsair nur noch 2 gegen 3. Yuri in die Smoke rein, macht nochmal 2 Kills. Auf einmal ist ein 2 gegen 2 und Corsair ist so schnell schon dahinter. Und so schnell rechnet man nicht mit ihm, oder? Er muss laut sein, er ist laut, er wird nicht gehört. Corsair löscht und hat Voxic gesehen. Und Voxic wird gedingt. 1 on 2, 15 AP und er war so gut. Auch Map 1, aber wie viel soll er hier denn machen? Von beiden Seiten angegangen. Und die Runde geht an Furia. Und es fing doch so gut an. Es war doch so ein guter Start. Sie haben sich gerade drauf gekämpft, Bombe geplantet, Überzahlsituation. Was willst du denn noch alles kriegen, damit du endlich mal eine Runde gewinnst? Ach Mann, das ist frustrierend für Aurora. Es ist einfach nur frustrierend. Aber was da Furia halt einfach gerade macht, ist es halt einfach sehr stark, ne? Und dass am Ende des Tages auch noch da die 2 Frags von Yuri da durch die Smoke gehen, das ist halt ehrenlos, ne? Also da noch der eine Headshot-Bang durch die Smoke, der war einer zu viel. Tja, und Corsair, der da über die Flanks sehr schnell gekommen ist, ja, der hat das Ding dann am Ende perfekt gemacht. Ja, absolut. Und das sorgt jetzt dafür, dass Aurora erneut in einem Force-Base. Sie hatten den Bombplant, der Force-Base ist in Ordnung. 2 Galils, 3 Mac-10s. Aber könnte man erneut was Schnelles spielen und es soll relativ schnell auf A gehen. Sobald diese Palace Smoke fadet, will man da rausgehen. Okay, Serato ist komplett ready dafür. Jetzt kommt der Execute. Es sind 2 Spieler hier. Okay, Serato geflasht, aber die Kill macht er trotzdem. Nächster ist auch wieder auf ihm drauf. Aber man kann am Leben bleiben. Das ist das Wichtige. Molodoi hat schon UAWP, aber er wird einmal gelöscht von Voxic. Wichtiger Kill. Und damit hat man eine Möglichkeit. Damit hat man die Möglichkeit, auf den Bombenplan zu kommen. Man muss nur planten. Das ist Mado, der da mit der Bombe wartet, dass er planten darf. In dem Moment, wo er für den Plan geht, kann er von mehreren Positionen gepiekt werden. CT von Yuri und dementsprechend jetzt mit den Smokes. Plant der hinter den... Er findet den Plant nicht. Jetzt hat er ihn, aber die Smoke rein ist nicht drauf. Plant ist drin. Zeit tickt. Kein Kit auf der Seite von Furia und ein Retake, der erstmal gemacht werden muss. Vorhin nimmt die AWP. Legendärer Opfer natürlich, aber es ist hier Kinder, der mal hier rausnehmen kann. Santaris fällt gegen Fallen. Das sind auf einmal nur noch 2 auf der Seite von Aurora. 2 gegen 3. Voxic fällt auch. Und deswegen ist Fallen dieser legendäre Opfer. Die Fuse wird angegangen und Soulfly ist zu weit weg, hat einen zu weiten Weg. Ja, 10 Sekunden müssen erstmal gestickt werden. Aber man zieht einfach durch und er wird einfach abgeholt. Und Furia mit Runde 11. Oh? Probleme? Tech, was ist da los? Ich weiß nicht. Yuri, glaube ich, aufhören, an seinem Mikrofon rumzuspielen? Na gut. Ja, was soll man da noch sagen? Furia ist halt einfach gerade zu stark. Ne, es liegt nicht mal daran, dass Aurora gerade schlecht ist, es liegt einfach daran, wie gut Furia gerade ist. Und man findet da ein... Also ich glaube wirklich, er meint, er darf ja nichts sagen, außerhalb der Timeouts. Deswegen, ich glaube, er will es einfach nur wirklich, hör auf mit deinem Mikrofon rumzustehen. Oder, wenn du schreist, nimm dein Mikrofon nach oben, damit mir nicht die Ohren voll brüllst. Vielleicht auch das, ich bin mir nicht sicher. Das kann sein. Das kann sein, stimmt, ja. Ja, ey, aber ich sag ehrlich, ne, als der Schrei halt, der ich bin, ich bin das gewohnt, dass Leute sagen, halt doch mal kurz den Mund. Ja, Aurora, es sieht gerade schwierig aus, aber der Start jetzt gerade, der ist sehr, sehr gut. Model konnte man sich rausnehmen. Xantaris macht auch genau dort weiter, wo er aufgehört hat. Damit Frag für ihn, Corsair jetzt auf Vicadia. Und es fehlt nur noch ein Frag bei Furia, um hier wieder auszugleichen. Aber der Start für Aurora, der ist gesetzt. Ja, wichtige Kills in diesem Reforce. Die wollen nicht für die Eco spielen, das verstehe ich voll und ganz. Es ist Santaris und wenn Santaris jetzt hier anfängt, seine Kills zu setzen, ist das so viel wert. Er macht auch noch einen dritten, bis er dann getradet wird. Soulfly tief auf der A-Side, kann Yuri rausnehmen.
Und das ist dann eine Runde, die man gewinnen muss. Es ist nur noch Fallen auf der anderen Seite. Kriegt hier die Möglichkeit für einen Kill. Fallen ist so einer der legendären Spieler. Durchaus für einen Klatsch gut, aber 1 gegen 2 noch vor sich. 26 HP, hat eine Smoke, eine Nade und vor allen Dingen hätte er ein Kit, wenn er dafür gehen möchte. Aber er nimmt die AWP und damit wird er saven. Aurora darf sich hier eine 4. Runde sichern. Und sogar noch 2 Waffen. Also, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, es steht 11:3, ja. FURIA gerade wirklich auf einen sehr guten Run. Aber vielleicht jetzt mit 2 Waffen könnte Aurora ein leichtes Comeback anspielen. Aber es müsste schon ein wilder Run werden. Es müssten sehr viele Runden sein, die jetzt hier noch gewonnen werden. Und ja, es ist anstrengend. Aber Santaris wacht auf. Ist hier reingekommen, hat gerade 3 sehr gute Kills gemacht. Und wenn er jetzt hier sein Momentum findet, seine Confidence findet, ein bisschen den Tilt los wird, dann sieht das gut aus. Du kannst ihn nochmal sehen. Der erste Kill, in die Smoke rein gegen Molodoy. Dann der zweite Kill ist komplett ready für diesen Geek. Nicht mal, sondern er fliegt rüber, kriegt den Kill dann. Ja, Molodoy macht's richtig. Der nimmt sich sein Mikrofon hoch, während er frustriert ist. Ja, aber ich meine, warum auch nicht, ne? Man muss ja nicht unbedingt... Manchmal ist es einfach, kommt es nicht auf Dinge an, die wir sagen, so auf Dinge, die wir einfach nicht sagen. Und ich glaube, wenn man seinen Frust einfach aus dem Voice-Chat rausnimmt, dann kriegt das Team meistens davon auch relativ wenig bis gar nichts mit. Und das kann auch irgendwo was wert sein, ne? Weil man nicht frustriert ist. Wir haben es gerade eben auf der ersten Map, habe ich viel über Frust gesprochen. Und auch zum Start der zweiten Map hin habe ich viel über Frust gesprochen. Und da habe ich oft gesagt, da sind sie. Die Fans der türkischen Spieler hier. Das ist auch übrigens der Nationalstolz der Türken, der ist unglaublich, ne? Auch in Counter-Strike. Das ist richtig schön. Leider manchmal auch unglaublich toxisch, aber meistens in so Arenen ist es natürlich super. Aber schauen wir mal. Forceplay natürlich von FURIA gegen, aber eine 5-7 auf Fallen, um hier Molodoy die AWP zu droppen. Und hat selber dann noch eine Rifle danach weitergegeben. Er hat die AWP ja gesaved. Das ist aber viel wert, wenn Molodoy diese AWP in der Hand hat. Aber wir müssen auch nochmal auf Kesserate gucken. 19:6, erstmal bei ihr Kinder, Opener, Full Flash, kein Problem. Soulfly jumpt hier aus Base raus. Soulfly kommt immer besser rein. Am Santaris muss dann nochmal 2 machen. Das war ein 1 gegen 3, jetzt 1 gegen 2. Er hat die Bombe und er kann rennen. Und Santaris ist endlich da. Er ist endlich da, er macht endlich seine Kills. Das ist die Frage, ist es zu spät? Hier in der Runde hat er auf jeden Fall eine Chance, das Ganze noch möglich zu machen. Noch bewegt sich FURIA nicht, noch bleiben sie auf A. Und das ist der richtige Call an sich. Aber Santaris wird gleich einen Free-Bomb-Plan auf B kriegen. Ja, Santaris, der kann das, ne? Der kann das. Der ist immer für eine Überraschung zu haben und er ist ein super starker Spieler. Jetzt ist halt eben die Frage, ob er hier dieses 1v2 gewinnt, ob er diesen Klatsch spielen kann. Wenn nicht, ist es der Matchpoint für FURIA. Wenn doch, umso besser für Aurora. Santaris geht rum, aber Fallen ist da zu stark. Santaris einfach nicht drauf. Und diese Map, oder diese Runde eher, geht nochmal an FURIA und damit Matchpoint für sie. Ja, und Santaris kann nicht alles machen. Letzte Runde 3 Kills, diese Runde wieder 2 Kills. Muss versuchen zu klatschen. Wichtig aber, er hat den Bombplant bekommen. Und das ist sehr viel wert. Soulfly kriegt nach und nach jetzt immer mehr Kills, kommt immer besser rein. Aber es könnte eben alles dieses kleine bisschen zu spät sein. Er hat auch noch einen Kill, kriegt full flashed. Aber er macht den Kill eben. Und Soulfly und dann Santaris eben. Aber am Ende Fallen eben besser. Santaris da in dem Peak nicht drauf. Er sagt nice Info. Ich bin mir nicht sicher, was Fallen gesagt hat. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Scheint auf jeden Fall weiter gut drauf zu sein. Checkt. Ja, und gut drauf ist auch hier das Allerwichtigste. Mörder jetzt direkt mal Half HP. Aber er spielt halt AWP. Entsprechenderweise für ihn jetzt nicht unbedingt das Schlimmste. Ja, und der neue Vikalia hier sehr tief gerade in Mitte drin, ne? Wenn das mal nicht backfeiert. Ja, es ist die Möglichkeit, die mit Kontrolle zu nehmen. Wir haben es gerade eben in der Pause so ein wenig eingeblendet gesehen. Tatsächlich für die, die darauf geachtet haben. Da haben wir die Taktik-Maps und dann die Tendencies der Teams gesehen. So ein bisschen. Und da haben wir gesehen, Mitte von Aurora sehr, sehr, sehr viel angespielt. Fast jede Runde gehen sie Mitte. Und genau das sehen wir jetzt hier eben auch wieder. Der ist hochgeboostet. Die Kinder findet aber Vikalia und das Info. Aber Santaris sofort mit Ready Smoke möchte auch direkt weitergehen. Aber Fallen kann ihn dafür punishen. Das ist zu viel gewollt. Kesserato ist ready für Mata, der hochgeboostet Valvoxic. Jetzt zu zweit mit Soulfly. 2 gegen 4, 2 gegen 3 und jetzt nur noch Soulfly, der neue. Um hier Aurora am Leben zu halten. Es sind 3 Leute vor sich. Aber es ist eben als erster Molodoy, den er hier fighten wird. Den er vielleicht reinpickt. Nein. Er wartet hier auf die Smoke.
Es ist die Bombe unten gedroppt, 40 Sekunden auf der Uhr und FURIA möchte in dieses Halbfinale gehen. Können sie das Ganze machen? Kann Soulfly hier Aurora retten? Kann er hier seinen Namen einetchen? Die Legacy aufbauen? Kann er nicht. FURIA 13-4 hier auf Map 2 mit Dominanz ziehen sie ins Halbfinale ein. Und treffen dann auf Spirit. Was ein Match. Was ein Match. Es ist... Ach Mann, es tut mir wirklich leid auch für Aurora gerade, weil ich habe das Team gesehen, ne? Aber sehr gute Performance durchs Turnier hinweg. Eigentlich, viele haben gesagt, eigentlich viel weiter gekommen, als die eigentlich hätten kommen dürfen. Und gegen einen FURIA jetzt gerade zu verlieren, vor allem ein FURIA mit dieser Performance, da muss man sich nicht schlecht für fühlen. Ja, man fühlt sich schlecht, wenn man gern weitergekommen wäre, weil am Ende die Ansprüche an einen selber sind immer deutlich höher. Am Ende kann aber halt nur ein Team gewinnen. Ganz kurz auf Corsair noch mal gucken. Er ist auf Map 1 24-11 rausgegangen und hier auf Map 2 22-4. Absolut wahnsinnige Performance von Corsair am heutigen Tag. Er carried hier FURIA rum. Klar, der Rest vom Team hat auch einen guten Job gemacht, aber er ist hier insgesamt 46 Kills rausgegangen. Platz 2 in den Kills war vorhin mit 29, das sind 17 Kills mehr. Das ist eine 1-8-0er Performance. There's no such thing I would say as an easy match, but everything went to plan there. Hello everyone, yes, everything went good. We had a lot of preparation time for this game. It did help us here, and the team played super well. I'm very happy with the way we entered the match, and there was some insane key moments that went our way, some force buys that Sid called, a lot of contribution from everyone. Yeah, on that, there were times where we thought, you're out of this, FURIA are out of this round, it can't happen. And just those moments you brought back, is that the secret to FURIA at the moment, that never say die attitude? Yeah, I mean, every round is not over until it's over. I think it's obvious, but you need to have this mindset if you want to go very deep, if you want to play well. And we had the attitude that we can swift every round on this matchup. And on Mirage, it happened a lot. Like, we knew they were rotating somewhere, so we're just pausing a little bit, let them overthink. And sometimes they were also giving us some audio cues on what we're doing, which helped too. Spirit in the next round, in the semi-finals. How are you going to prepare? We're going to have now a few hours preparation. The Spirit has been, with the new iteration now, it's going to be a great matchup. It's been a while since we don't play then. And yeah, it's basically watching what they have been doing and try to come up with a plan. As long as you don't mind me saying, you've been around a little while now, around this game. And we heard from Carmack earlier on, he said you were one of 3 players who would have remembered the first iteration of this, the IEM, right back in Hanover 20 years ago. What keeps you motivated? What keeps me motivated is working on myself as I am progressing on my athlete career. There's so much I have learned about myself and about the challenges of life through competition and through playing Counter-Strike. So it motivates me. I'm learning something every new iteration of a team, every new phase of my life. And it just gets me going. You've been amazing when it comes to this tournament. Wherever the city has been, it's a new place now. It's a new arena. It's a new stage. Anything that you feel differently approaching this? No, it's amazing to be here in Poland. I was here for the major as well when Gambit beat Immortals, right? My Brazilian fellas. And it was amazing too. So it's great to be in Poland. I remember back on the VP days when Pasha, Neil, Taz, all those guys were playing. I remember a lot of Polish fans here. So you guys are making a great show today. Thanks for coming. Anything you want to say to them other than thanks for coming? Because they love you. Whenever you walk out, there's so many cheers. Just appreciate all the support during all this time. I hope I can give you guys a great match tomorrow against Spirit. And I hope you guys are going to have memories to cherish for life with this weekend here. And are you going to be lifting that cup in 2 days' time, that trophy? That's not on my control, but it's definitely my wish. Let's see how it goes. He's a man, he's a legend, we love him. He's through to the semi-finals to go tomorrow. Put your hands together for this man here. Fallen and FURIA semi-finalists. And now we'll hand it... Freya, what you got for us? From his very first IEM appearance back in 2012, 14 years later, Fallen still got it, and he is back in the semi-finals. I love how Ojo put it. There's no such thing as an easy match, but it did look pretty easy for FURIA in this one versus Aurora. We do have another champion up there joining us. It's Corsair. Congratulations. Yeah, tell me that from your perspective. Did it feel as easy as it looked on the outset? Not really. We won some rounds that was like key rounds, like economic rounds. So I'm really happy that we convert them because it's really hard in this game right now. So the year started a little bit rough for you guys, but this was one of those games, especially on stage, where it felt like Fallen was really in the zone.
Like that he was in full control, sort of you're thinking he knows what they're gonna do before they even know it. Like how was it playing on the server today? It was really good. Fallen was calling really good as well, and I think everyone was calling something different during the round. Like there's a round that I'm underpass and hear the rotations, all these things. So I think everyone helps Fallen calls today. Just individually as well, you looked lights out in both maps, right? Can you tell me a little bit about what you were up to in the past 2 days, and just for you to be getting back to that form, right? Because if we're honest, start of 2025 was a little bit rocky for you. What does it mean for you to be back in the highest of heights? I mean, it feels great actually, because we started losing the blast bounty, so I'm pretty great right now because, I don't know, it's just hitting hard. I don't know what's happening. I think that helps a lot that my wife and my dog is here, so I can reset a lot and during all these matches. I mean, 46 kills in 37 rounds. That did not look hard at all for you. You had it under control, and I'm super proud of you. Thank you so much, man. Yanko, I believe you brought up a moment. You've picked out something that you would like to share with Corsair. What have we got? Yeah, this is where we're gonna get him to reveal all the secrets, you know, one by one. So one of the early gun rounds, FURIA just with the top mid smoke, and the first secret, is this intentional or not? Is this to bait this guy to get into bench and to spam him, or did someone just miss the window smoke? I mean, somebody's me. I missed the window. You missed the window smoke, all right. It was not intentional. So Yekinder helped you out here. He's going to just random spam Xantares. And in this 5v4, I'm also wondering, right, we now see Yekinder with low HP, he's in B apps. Is this like him saying, giving the mid-round call, hey, maybe I can go B apps if you guys want to go back to A, or is this Fallen still at this point, like calling the mid-round? Actually, Marek, he called this round that he gonna go B. We changed the positions because we already had the A rotation. We called this I stand, so he just decided to go B, and I gave him a molly because I know that it's important to lurker B and molly market to delay the rotations. So I think it was a pretty good call, and also he took a lot of spacing on the round because we did a lot of contacts on A, and also I went back with from A to B, and then we won the round. Yeah, we'll show it to the people at home now. FURIA going back with the bomb. Yekinder just chilling here. The execute comes in, and what's important at this point in time, keep an eye on the radar, right? That's major over there. So as this hit is coming in for the side of FURIA, he's going to start running. This is where Yekinder makes the call that the site is clearing. Doesn't really matter. This was a set call regardless. You can see C4 already in spawn. So whether he heard something or not, the bomb was going to always come back. Here, Fallen can really connect on the final kill, but so much space being created by this fake Yekinder with the deep molly. Even though Aurora now knows what's going on, still can't do anything about it. Molodoi sticks around to kill the rotator, and then just Yekinder and Corsair take care of it. And this seemed to be the theme for a lot of T-side on Mirage. They were throwing a lot of fakes, and Aurora really couldn't get a good grasp on where you were or what you were trying to do. Yeah, I think that we pushed some rounds, that we did some gimmicky shit, and also it's hard to understand what's happening, what is a fake or is not a fake, because in this match we prepare some new stuff, so it's really hard for them. We heard Yekinder and Fallen also talk a bit about how you guys were changing some stuff coming into this year, and despite having a really good end of the year, knowing you have to keep changing to stay on top. I mean, it's kind of crazy. Your Mirage to start the year wasn't very good, and now you're picking it. You beat Navi on it, who's a really, really strong Mirage team. So what really flipped? Like, what changed for you guys? I think the position changed a lot because when Marix was the comp player, he used to call, and also he needs to focus a lot. Who play cons knows that is really like about aim, not about talking, dying, talking. So now he changed that. Now he goes short and go con. So that really helped because I just focus on my aim, and he's hitting hard. And also he calls in mid-round sometimes as well, as me calling as well. I don't know how involved you are in the kind of map veto discussion, but we had quite an extended discussion about it just because obviously Anubis coming back in, very good map for Aurora. We did see you guys banning it out. Was there ever any discussion of maybe leaving it in for an option? I mean, it's kind of funny because every time we play against Aurora, we do the same veto, so it's ancient. So every time it's like, you're gonna pick it or you're gonna pick it? It's like but we had to prepare it for sure.
And just looking at your next opponent in the semi-finals, it's going to be Spirit. I believe you haven't faced them since last Open London, right? Yeah, it's been a bit. Obviously, new composition a little bit for Spirit as well. How threatening do they look in your eyes? I think it's not about them, it's about us. I think we have to focus up and also prepare for them because they are a really good team right now, and also we cannot do mistakes against them because otherwise Donk is going to donk us. I asked JL the other day, how do you avoid Donk? And he just said, just don't peek him, just don't give him anything. Is that the same strat for you guys? No, of course. As I can see, as you guys can see, Donk is too hard. Well, Corsair, is there anything you'd like to say to all the FURIA fans out there supporting you guys? Em português? Of course. Obrigado, rapaziada, que torceu por nós. Fico feliz que a gente conseguiu essa vitória e espero que a gente tenha uma torcida incrível. Obrigado a todos os brasileiros que estão aqui na arena, torcendo por nós. Dá pra ouvir de longe. Cadê o... Aí, ó, tamo junto. Muito obrigado, rapaziada. Obrigado quem torceu. Beijo pra minha mãe, pro meu irmão. Amo vocês, Bolivão. Amo vocês, Brasil. Beijo, Madhouse. Corsair, thank you so much for joining us. Massive congratulations once more. That does mean it is time to be checking in for our DHL MVP. Will be the DHL MVP? You decide. You can participate in the DHL MVP vote as it happens. Make sure to be tuned into the Twitch stream and be ready to have your say. It's indeed time for you guys at home to have your say. Put those Twitch channel points to good use and get voting in the chat. Of course, you as your first one. You also have Corsair, I imagine, coming out because he had quite the performance, as you alluded to, JL. That many kills in that few rounds, that's no joke. You don't see that often. Sometimes you see a very good game on map 1, but then on map 2 they kind of fall off. But Corsair was so consistent on both maps, I don't even know who else to give the load to. He was in the zone, like it was just crazy to see. Individually he was sharp, but as a team, FURIA was one step ahead, so he had a lot of good situations, was in a lot of good positions, and yeah, always a joy to watch these closers when they're having a good game, just how much impact they can have. Yukinda is our final option for your DHL MVP. I love getting to hear the insight from the other teammates of FURIA, right? Because Yukinda, of course, has had so many ups and downs through his career. The fact that he's just so intertwined in this team, right? You hear so regularly, he's chiming in with ideas, kind of secondary calling in some aspects. We can't underrate how hard that is to be chiming in with so many options, but also shooting this hard as well, right, JL? Oh, it's very hard. Like throughout his whole career, he has been doing that, being the second voice in the team. And we've seen some struggles in 23, 24, but he still continued doing it. Even though he didn't have the best performances, I feel like he still stuck to himself. He stayed true to his game, and now you can see a resurgence from him. He's coming back and he's having really good performances. But I think what you mentioned was key. I think he got a bit humbled, you know, in that period when he also took over the in-game leader mantle for Liquid for a while. It's like just trying to do maybe too much, right? Instead of taking a step back. I think always he's going to be a vocal player and always going to be that second voice, but really, you know, revived his career to some extent here in FURIA, just fits so well together with the rest of the guys in and out of the server, and that's what had this FURIA team rolling at the end of last year. What I love about FURIA is that they actually give the love and respect to Yekindar. They really appreciate whatever inputs he has, and that's what a team needs to actually succeed. Yeah, you can tell he's I guess a confidence-based player, we can say. Just in terms of your takeaways from what was a very quick first quarterfinal, did you expect FURIA to be handling Aurora as well as they did on both maps? Both yes and no. I think it's the first word that kind of comes to my mind when I'm looking at Aurora is obviously disappointment. One thing is that from the perspective of like the viewers and us watching the game, but I mean from themselves as well, you know, it's still the same, right? They still really haven't figured out how to perform on the stage, and it's a steep learning curve for them. And on the bright side, FURIA is really a team that's picking up pace. You know, they're looking hot, and sure, Aurora maybe didn't play their best game. That's for sure, right? But still, a quarterfinal where they look this dominant and where you can see the individuals really get to shine, and they just seem calm. You know, that's a good setting for a semi-final. I don't know. I'm not disappointed in Aurora whatsoever, right? I think FURIA played incredibly well today. I think they just outplayed Aurora on so many levels, and of course there were moments, especially on Dust 2, where Aurora maybe made some small mistakes and lost some key rounds that made the game
more difficult, but I think, as I already said, they exceeded expectations for this tournament. It was always going to be near impossible to go deeper than this with Soulfly's first game, you know, on stage. He made a few mistakes here and there. I don't think he had as bad of a game as the stats show. You know, a lot of rounds, especially on Mirage, rounds were ending on B. He couldn't really do all that much and so forth. So I think for Aurora, the one bad thing is sometimes maybe seeing Zantara still sort of get frustrated, but I wouldn't read too much into that. It was a frustrating map for him, you know, sometimes getting smoke spammed and everything. Aurora just needs to continue in this way, right? They need to continue to have the same attitude that they did throughout the tournament and just keep improving with time. There's no doubt that FURIA played well, but when I'm mentioning disappointment, it's the way, it's the fashion that Aurora loses in. Like, like you can just see that the mistakes just piling on top. You know, there's most of the times they have like the right read, they had the right gamble, they had the setup, but they're just not aware. Like on Mirage, they would have a situation where they would go for, like they were actually having a 3 guys on B, but they're not aware of what's happening in mid. They're not communicating. On those 2, they would smoke double doors 3 times because they're not aware of where they have each other. And sure, that's mistakes that can happen, but when it's happening in these type of games and it's happening too often, that's the red flag, and that's why they really gotta start earning the respect. I would just put the blame on stage pressure, to be honest, because Aurora is not a bad team. They have good game plans, they have good strategies, they have good players. You see, they took MOUZ, they took Falcons. You can see that they can play really quality CS, but once they get on stage, it's a completely different story. Is that fair though, with only one player being unfamiliar with the stage? I don't know, not to pile on you, JL, but I don't know whether that's an okay take, considering last year and what Aurora did manage to achieve, making it to the stages and still crumbling this year, right? You think within a year, having had that experience, you'd get used to it, no? I feel like the core 4 players for Aurora right now should be taking the responsibility of performing like that on stage. Maybe Soulfly is having some dead zones, like he cannot think about the whole game clearly because he has the stage fright. But the other members of Aurora have to calm him down and kind of put him on the right track of, we're gonna do this now, you should expect this stuff. And I feel like, yeah, that's a feel from Aurora players. And I guess maybe people can be a bit too harsh about the overhaul of a system, even when you're just integrating one new player, right? I mean, you've been in that situation before, Janko. How much does have to shift up when you're welcoming a new man to your roster? I think in the case of Soulfly, not too much. I mean, that's your anchor on CT side, lurker on T side, right? The rest of the team is there. I think Major is definitely honest about how sometimes they have to play in a one-dimensional way because they're not great at taking map control, and he doesn't have necessarily a lurker that he could really trust to work on his own. So perhaps with time and Soulfly getting more adjusted to the rest of the team, that's another element of their game that they could expand on, something else that they could add to the playbook. What do you think this spells for the rest of 2026 then for Aurora? Obviously the map pool, when they can play Anubis, is massively helpful in their situation right now. But do you think they're going to be a consistent contender? Do you think making it deeper than quarterfinals is kind of on the cards for them? I hope so. I mean, it's a team that time and time again shows that when they go to the group stage, they can play really high Counter-Strike. They proved it here as well, even with a new guy. But if they every time they get into arenas and they can't get that flow going, if they can't convert that performance, then they will never really improve. You know, it's all about the reps, and obviously the first step for them is to be more consistent by making the playoffs, and then they need to get the reps inside the arena games. And I think that is like the path forward for them. I definitely feel like for the Aurora side, also talking with the stage experience we have here, we see that, you know, Voxic and Centaurus and Major, they're like supposed to be the experienced guy, but I didn't really feel today that they were the one trying to be there for the team. It felt like they were a lot more focused on, okay, I know I'm not playing like the greatest game. Centaurus had a bit of a tilter. Wakadia sort of new still, right? But it just felt like the atmosphere in the team didn't really seem like the experienced guys were trying to pull up the rest of the team. And that's not fun, I guess, when you're Soulfly. When you've never been on a stage before and you have the ones that you look up to and the one that's supposed to be pulling things together, and then you kind of feel a little bit left out. Well, for their first appearance for MOUZ at an IEM being 17 years ago, unfortunately, this does mean the end of the road here in Krakow. So let's get a few final thoughts from him. Aurora doesn't get past the quarterfinals at IEM Krakow, and I'm here with MOUZ. And yeah, MOUZ, what happened? I think overall really bad, like of the teams. Like I think individually we all play bad, as a team also, me included. It's okay, like I think a bad day, and we didn't fight yet. We had a very good opportunity, to be honest, like the pistol on City side on B. One times we were again 3 times on B, but I think
nothing very green today, not like the group stage, but it's okay. Can you look back on Soulfly and the start that he was able to give in the group stage and the very hopeful things we saw from Aurora there as the building blocks? Yeah, I want to congratulate him. Like for the big pictures, he played really well for his first tournament now. Obviously on playoff, it's the first time for him in his career, so it was not easy for him to deal it. So we had 4 people in the team who tried to help us, but to help him, but it was us also. We very play poorly, so it's not his fault. I want to thanks to him because when you see the big pictures, it's give up for the future. Yeah. What does it look like now for you? You're such a leader for the team. I know they all look up to you so much. So how did this first hour after this match looks like, wanting to make sure that you lay the groundwork for building from that point? Yeah, I think like everything was ready, you know, like individually, like I think we play really bad, like as a team, like, and you can't say much, you know, when it's like this. We just need like now to rest. And talk after some hours together, like what's happened. But we have 3 days next. We have a tournament, so I think we just focus on the next tournament right now, and that's all. And I'm very sorry for the fan in Turkey because today was a really sad day in Turkey because three years ago, the 6th February, there was a big earthquake in Turkey, and we lost so many lives there. So it was really important for us today to play good and show some love and show some good things, but very disappointed, and yeah. I saw that was something that played on your mind as well. So is there anything you'd like to say in Turkish? Arkadaşlar bugün önemli bir gündü. 6 Şubat biliyorsunuz 3 sene önce çok vatanımız yani kötü şeyler oldu. Bugün önemliydi bizim için ama kusura bakmayın yani gösteremedik yeniden. Ama yani Caner'le ilk turnuvamız yani sahnede bence gelecek için daha çok çalışıp daha güzel bir şeyler göstermeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Aslan, Defne, Ceren, size seviyorum. Teşekkürler Majer. Very mature words, as always, coming from Maja, even in the face of defeat. Something I do want to touch upon from that interview, though, and I don't know how you feel about this, Janko. I think last year, Aurora were victims of their own kind of setup, if you will. They attended literally every single event they could get their hands on, and we saw the repercussions of that. They were so burnt out just prior to the Austin Major. I don't know what their plan is in terms of event attendance this year, but I hope they've learned from that mistake. Yeah, I think it depends a lot on the team. Some teams like to play as many tournaments because that's the best practice for them, right? Obviously, you need to balance it out at some point because of the travel, but I wouldn't put it on the schedule. You know, they had a decent break before the Budapest Major after lifting a trophy in Bucharest, and, you know, they still fumbled over there. So I think it's some of the internal things that they need to work on. Obviously, the first iteration, first tournament, big one with Soulfly, so let's give them a couple of more before we can really place them and see where they're at. I think it's a great positive for Aurora, though. They've gotten Soulfly, and Soulfly coming into the team and being that piece that Major maybe I feel like he's been lacking in the Turkish team for a while, right? So for them to move forward and now feel like the roles is more set, and they're actually leaving these tournament regardless of the disappointment, maybe not showing up today, but they're leaving with an idea of that we've got this team that we want to be working with right now. We have that player that we got and the guy that fits into the system and the role that we needed that we didn't get out of Jota. So it's gotta be looking forward for them. But sure, it's also about making sure that you don't fall into the same kind of trap if you felt that was a trap as of last year. Yeah, and just a very pointed word from Maja in terms of Soulfly's performance. Sure, he said, of course, we struggled on the stage, but we all did today. This was a failure as a team, and I imagine that's what you want to hear from your in-game leader coming out of a defeat like that. Oh yeah, 100%. This is very honest from Majer. That's why a lot of people respect him. He's a role model in Turkey and for his team as well. And I really loved the way he put it. He didn't put it on Soulfly at all, because Soulfly right now is probably feeling that he was the mistake. He was the problem in this team, but this is not it. It was a team performance, and he just focused on the team performance. Don't put himself into the picture. Just a final thought on Aurora. Give me an emotion to kind of wrap up what we saw from them here in Krakow. Optimistic. Okay, that's good. I guess. Yeah. I don't know. You're positive. That's yeah. I mean, listen, they beat MOUZ and Falcons. It's true. We can't forget that, right? They had a very close Ancient against Vitality, and that's what they should focus on.
and perhaps today is a day to forget. Yeah, I think that's very apt. Looking forward to tomorrow, though, Peter. FURIA versus Spirit. Haven't seen that for a long time. How do you feel about FURIA's prospects there? I think if FURIA can show up the way they did today, we have a very interesting game on our hands. That's for sure. I mean, it is obviously a very different kind of team that they're going to go up against, and now they also have to deal with someone called Dunk on the other side of the server, right? It's a good sign for FURIA. I really love that how they have progressed since the start of this year to now where they are. It felt a lot more comfortable today for them. It was good to hear that it was very calm, but it's going to be a whole different story tomorrow, and it's going to be one for the history books. But we do have another game on our hands. That is our second quarterfinal between G2 and MOUZ. Of course, G2 of 2023 fame, hoisting the trophy right here. MOUZ, though, on their quest to claim some silverware. It's going to be going down after this short break. In the zone, you know? I don't know how to explain it, it's just music and not words or anything, yeah. What time did you guys start activities today as a team? 11. Did you guys watch any of the FURIA Aurora game? I did a bit, yeah. And will this arena be for or against MOUZ today? Probably against. Anything you want to say to him? Lava, hate us. You are still coming to the arena to watch us, so that's it. Thank you very much, Figs. Thank you. Hello, Matas. Nice to see you. How are you feeling ahead of your very first time in the IEM Winter Playoffs? Yeah, hello. We are feeling amazing, I think all of us. Obviously, last season, towards the end, we lost. I think we didn't even manage to go to playoffs 3 times in a row. I think not even in Chengdu, ATC. So we are very happy. We know we can play good. We showed it finally at the start of the season as our first tournament. And we'll hopefully manage to do the same here against MOUZ. Thank you for mentioning it. It's true, you hadn't made those playoffs as much as you would have wanted. Is that a hunger that you have that you really want to show? Like, hey, people may say, maybe we can't do it on a big stage. What do you say about that? I think the most important is that we know it between each other, to be honest. We don't really much care about what others say, to be honest. And I think we can do even better. We showed it in Blast when we won the tournament that we can play even better in playoffs. That's why we are here, and we'll try to go for the match 2-0 against MOUZ. Nice. What do you think about the stylistic matchup versus MOUZ? People say you're similar? I guess people can say, but I don't agree that these teams, us and them, we don't have star players or anything like that. I think that's not true. It's only people who are saying it who don't know how the game usually works, to be honest. Okay. Are you going to be the star player today then? We'll see. Maybe in some positions, yeah. Thank you. Good luck. Thank you.
okay. Nein, wird getradet. Pit ist bekannt. GGT auf this side. Haus ist Smoke. Cristiano Ronaldo! Ist das krank, Alter? Sei nicht wie Trill. Support ist kein Mord. Lasst einen Sub da und genießt die 8CS ohne Werbung. The new G2 is really clicking heads, while seeming to have a great chemistry already. I mean, I agree. They just hit all their shots on train. G2 fans witnessed one-map era, XDDD. The G2 map pool is still super thin. G2 just trolled the veto. Inferno was free, Mongols have a terrible Inferno. We should ask Bossman about that. G2, whenever in advantage round, they panic and start jumping like idiots, lol. Yeah, I mean... A bit for check. Sometimes, yeah, sometimes it happens probably. Every time I went all in with G2, they shit the bed. Unlucky. Only men with balls and high IQ know G2 will win this. Minus balls, but win. G2 strat book. Hunter might be the best Kovac currently. I said it, better Kovac insta after first clutch when we played official. So looks like Im is a final boss. Okay. How can Heavygod and Matas be so consistent? Those two are truly elite players. Thank you. Thank you very much, thank you. Mongols will eat a Heavygod for breakfast as bra. Nobody except Heavygod can eat that much. I agree. Is it correct? Is it correct? I agree. I agree. Heavygod is so overrated. As one-tap kills, he crouch and spray. I agree. You know where Heavygod is? Because he just missed some bullets. But these are these comments. Heavygod save us. True, true. Daewoo Matisse is a fucking machine. Daewoo, bro. Can't believe Matisse stuck on Fnatic for years. Matisse tried to help, but ended up cosplaying as a sandbag with 617. Yeah, I don't even remember this match, so thank God. I had 617. He was used to only playing online banana caps for Fnatic, so I get it, traveling is tiresome at first. You can take a man out of CCT, but you can't take CCT out of a man. Probably betting, yes. Yeah, I agree, I agree. Matty's first time ever on overpass, the guy is totally clueless almost every round. I don't think he's like extremely tilted or something, it's probably his face. Yeah, that's true. That's true, that's my face, I'm angry. MOUZ and Matty is farming donk. Did we actually? On Asian at least, probably. Marbs Heavygod Matush is a cracked core. Mattis on Heavygod shows Nico and Monesi how to beat Vitality. Nico to G2, I miss you so much, baby. I just want to get back together with you. G2, I don't think about you at all. Let's go G2. Heavygod and Hanta will humble Messi and Boltpex. Messi and Boltpex. G2 means give 2 rounds max to Vitality. G2 back to reality. Honeymoon is over. G2 suddenly forgot how to play pistol rounds though. Vitality brought guns, G2 brought water pistols. Yeah, that's true. I don't... Rushing me with no door smoke, am I watching Swears play Loma? I mean, sometimes you have to play 50 prem, no, I guess, for check. Imagine getting outfragged by a left-hander. That's handicapped, handicapped. Back to the reality for G2, design up is washed, fluke tournament. Yeah. Thank you very much, we appreciate it. Classic G2 choke. I'm here with Saul, coach of G2, and today we're looking at Ancient. The blue one's CTs, the yellow one's Ts. These are Molotovs. I know they look like players, but I need you to pretend they're Molotovs. Flashes and smokes. Ancient is a map that has been in the pool for a while now. You've been coaching teams on this for a decent chunk of time. How do you find Ancient? Generally, I like the map, but I think more recently it's gone a bit more in like the random direction, I feel like. Okay. Like teams are having good solutions both sides to like fight middle, and that's kind of the key but it can decide a lot of rounds like really fast, and it can be chaotic, and no matter how much you try to look at it, it can be a bit tough to make like the perfect mid takes in a way, even though you have many, and then it's kind of clash of freeze time calls in many situations, which can be like chaotic and random in that way. So yeah, I think that's the direction it's been going more and more. Okay. Let's present like a scenario, and then I'll get your theory on what the solutions would be, right? Obviously some of it needs to be premeditated from spawn, otherwise you're not in a position to do anything. But a standard setup on the T side is one player heading towards B lane to try and make it to heaven, right? You've then got
probably a player ready to pounce on elbow, and maybe there's somebody with him and you're going to go two guys. You've got somebody who's throwing the red smoke and the donut smoke and the flashes sitting back, and then this last guy could be anywhere really, right? Like you could have a second guy ready to throw another wave of flashes. You could have him watching the B ramp as the heaven guy goes. But let's just say in this example, he's watching B ramp, this guy's trying to take the heaven control. You've got one player smokes red, smokes donut like we've shown here, there's a cave smoke, and then this guy's ready with flashes, right? They're not going to go on first timing, they're going to throw them, they're going to pop somewhere there above him, right? So don't go on first timing, they allow the CTs. The whole concept of the T play here is we're going to molly close so they can't scale and fight. We're going to give, like we kind of want to channel them up heaven because we want to catch them with flashes and catch them on a timing. The CTs are playing all close A in case of a rush, and they're playing 2 mid. So CT side, red smoke lands, donut smoke lands, what would, right, and you were saying out of spawn, let's fight mid, but then donut smoke comes in. Yeah, then I mean if it's a spawn call to actually commit to the mid fight, then you're gonna commit no matter the donut smoke. Okay. As an example. But yeah, it can be, again, there was, the I put him here, but let's say that, let's say even if he started A, he could flash over mid right and help. Yeah. It's probably not the best flashes. If you would have these kind of positions, if the mid guys are committing, like the 2 CTs, then you don't really have like early supportive flashes early on in the mid. Sure. So you are risking, it a tiny bit. He's flashing here now. Yeah, I mean this is more like normal where you will commit and you will, either you will fully send it, then the question is gonna be like, are you gonna do like a run boost heaven or something like that? Then again, it might be also instead of AWP, you might have a third rifle in middle. Question is more like, if you are gonna do a run boost to heaven, you can cut off the B who is running also there. Yes. Because you will get there before if you run boost. Or if you're gonna commit more like just to fight on the elbow side, so both of the CTs would go down, and then you would trust that maybe the cave guy can get out. But it depends also on the T-spawn. Like if the T-spawn is playing with a good spawn, he can maybe cross it, and then it becomes these smoke fights where the cave guy can try to get behind him after it and things like that. So yeah, I mean, there's many fights, but as a CT, like if the question would be, like what's the safest or the best way to get middle or to secure middle? Well, it's just because everything that happens in the games that we're spectating is, we don't know what you said in spawn and we don't know what they said in spawn. Yeah. We can only just talk about the openings that we see, right? The conversation right now is to explore reactions to things, because there's standard ways of operating that people do. Like the way that I look at it is the Ts, you want to be able to pressure the CTs for mid control. You don't want them to have this full lane control for free. You want them to feel scared, to get naded, to be mollied, to be uncomfortable. But you want them to want to fight for it, because if they give it to you, you're going to punish them. And then once they have to go heavy mid, like this setup, you're able to do an A pop, right? You're able to pounce onto A and punish that type of stuff. So like the flow to the game, like what you just expanded upon here is, if this guy has the good spawn and you're doing this for mid, and this guy, let's say it's the one that lands in the doorway, so it's a clear channel, or it's the one that lands here, it doesn't really matter. This guy can path through that smoke. This guy's screaming, they can cross heaven. What's the protocol for these two? They're committed to the mid fight. It's just best of luck. No, that's the thing that you should try to secure as a CT in a way that if you, you know these guys are committed to the fight, so then it means the B guys, the cave and the B guy probably wanna stop this guy from getting heaven, which could be right a molly here, and then double HE for the best spawn, meaning that if this guy runs the fastest way, just close to the wall, he will get double HE. Or he needs to take more of a way close to here, dodge the HEs and smoke it, which gives 1-2 seconds for these guys in middle, if this guy needs to slow it down. And then it does depend on the smoke as well, because if they do this cave smoke, then obviously you can like bounce a molly from cave here as well. And this guy usually, like he would have one smoke for this molly, but then he can't stop this molly, and if there's double HE, again it slows him down. But then that's something you can't really plan from, or you can plan it from spawn, but then it's reactive, which smoke it will be. So that's just that's theory though, like if we see this, we react like this. Yeah, and then it can be, okay, if they did this smoke that's more outside here, it gives you a tiny bit more space to play a CT, and then you can use that smoke to get out as well if needed. Or potentially like also, instead of smoking, like if the Ts do this normal cave smoke, you just do, like you extend the smoke with your own and stuff like that.
but the cave guy should be ready to support and help the mid guys in that way, I think. You know you're against a lighter buy, maybe there's like a Hero AK or there's like a Tech 9 purchase. You're probably not going to play this type of setup because you can get capitalized on middle, right? You're probably going to jump like one guy out to donut. We'll get rid of some of these pieces of you two. Let's say they still smoke red. Your AWP's going to start A, temple, whatever. You have one guy who can stay behind, who can break it with a HE. You're just going to molly here. You're going to do your elbow smoke. You're going to do your B door smoke. For the B players though, in this type of situation, when you don't have people fighting for mid, is there a rule in your team, or do you think there should be a rule where like the cave guy doesn't extend to this point? Like it depends on a lot of things, but this is more where you can play reactive, like instead of comparing when two CTs are running down mid, then you don't have so much time to react, so you need to know beforehand how you can be helped and what flashes you are getting, how you can be anti-flash. But in this kind of like default starter, you can react more. You can say like you said, this window guy can break the window smoke, get some info from there. The cave guy can listen for this molly. Are they gonna smoke it or not? If they're not smoking it, you have this space basically for the 7 seconds. The B guy as well, like, well, he doesn't have a lot of support unless the window guy can have time to flash for him, like backlines here. Same maybe if the A guy, depending where he starts. If he starts, like let's say somewhere on site, he can flash for mid. For the donut guy or for the window guy if they break the smoke. But this info obviously should be connected with heaven as well. Or if he starts more close to CT, he will have time to flash for against a B rush if there's a B rush and your B guy just doesn't instantly die and stuff like that. So you can play more reactions from this, like depending what happens. If the window guy sees them a lot in mid, maybe the B guys can connect, do some banana pushes down here and things like that. Or anything really based on info. Can I ask this question? I'm going to do a setup right now. So this guy's going to be boosted tree. This guy's close main. This guy's in donut. This guy's long side. This guy's cave. Everyone has a smoke. You're playing to block everywhere. Is this a U creation? Do you remember this one? Yeah. I love this one. This is one of my favorite ancient force rounds I've seen in a while. Because you're not all in. Yeah. You're not playing just to catch people on a timing. You're playing to block and channel them into miserable situations. Did you make this? I don't remember who made it exactly, but it might have been me. We brought it from Heroic. Oh, okay. But the other point is to block with the smokes and to just slow down the round, because as like when you are playing anti-eco also, like sure you can risk it and do a rush or a B rush or whatever, but then you're just flipping a coin basically. And that's where you kind of need to make sure that this is not the only force buy you do, because obviously B is a tiny bit weaker with having I've seen you try different variations with this as like a similar, like some similar spot, but with some people cheated elsewhere and stuff. I just think one of the things, you don't put anyone, like obviously he's watching the red cross, right? And he's going to block, but it's because I don't think people on an anti-force are going to go red. That's like less likely that people use windows so much. And even if they do, it's still like somewhat far away from A and B side. Like it would be a bit weird to do anti-eco where you just put numbers in window and split A or B. It's not so common. And then even if you get to window, then possibly we can have reactions where we can double up and push A. The B guys can also double up and just cover some area of the map, whether it's like trying to hold inside cave, or if you somehow know they are like numbers in window blocking like these backlines areas and things like that. So that's not the biggest risk. And then you also trust a tiny bit in the factor that it's hard for them to get all the smokes out at the same time. Like if they wanna do it, they would need like one guy at the same time trying to bully you inside cave, one guy trying to do the same in donut. One quarterfinal down, one to go. The Toron Arena, our debut in it. It feels special. Already I can hear the roars of the crowd just after that game has concluded. And Chad and I have the luxury of bringing you the next one. We've already locked in FURIA versus Spirit. The question is, what's going to happen in our second quarterfinal? Yeah, this one right now is an interesting one. There's not a whole lot of data between these two teams, especially since the changes on G2. You go back to last year, they played against each other just once with this roster in head-to-head. So it's not something that we can take too much data from. It's a bit more of a special match in that
It's not the mind games that you traditionally expect. I think what is interesting is the winner of this will take on Vitality, and we know how that went for MOUZ in 2025. They had 11 head-to-heads. They only came out on top of 2. That's a 2-9 losing record. And for G2, they were one of 2 teams who beat Vitality in a best-of-5 final. So with those matchups, the potential for our semi, MOUZ have done it, not in a grand final, G2 have, and they're back on a bit of a rise. So as we look at this one, these are teams without household names, without superstars, trying to vie for a spot to take Vitality on in that semi. Maybe it's a new year, new MOUZ, but G2 also a bit of a sleeper pick. I'm excited because we're going to be bringing you all of the action from the commentary booth, so do stay tuned. Can't wait to raise the roof with this one. Pre-match time, and we're going to catch up with Torzy before they jump in that server versus G2. Torzy, we're going to run it into the Falcons game just the other day. It was a thriller. You guys had all the rounds, all the maps. Talk to me about that series. What did you guys pick up from it? Yeah, I think that was a really close game, 2-0 with 2 overtimes, with multiple overtimes. Our take, we took a lot of things from that game, you know. I think it was really nice to see that on the overtimes we could close it out, and even though maybe we lost some runs what we shouldn't lose, and we also could have won. We also won some runs what we should have lost, and I think it's always nice to be on both of the sides of the plate, you know. And yeah, I think mentally we were really in the game and we were pushing all the time. We were winning those 3-on-5s and 2-on-5s, and yeah, I think that's what we take out of that game. You know, Inferno, you split pistols, you end up in OT. Why was that Falcon CT side troubling? Oof. Yeah, I think m0NESY had some really good runs, especially in Banana. I think he was punishing us a little bit, and I think our Banana fights were not the best. And I think Inferno is a map where maybe if you don't control Banana the best, you will lose a lot of runs on T side. So I think that was a key point in that game, and I think that's why we struggled maybe a little bit. No pistols on Dust 2, still going to OT. What do games like that on those long days, what do they teach MOUZ as a group? I think it teaches us that we need to start the game better, because we like to start the half really loosely, and we don't like to lose the pistol runs, but we lose the pistol runs a lot of times lately, I would say, and when we get to the buy runs, we always win it back and we bring it back, but sometimes if you play versus a better team, they will punish you, you know, and maybe that you start with 5-0 on a half, they can just run away, but maybe versus some teams we can come back. So I think it teaches us that we need to start better in the beginning of the maps, and we need to be focused from the get-go and win some pistol rounds. Last question I got for you this. Rather, just wanted to get your big picture opinion on the current G2 project across the way over there. Yeah. What do you think? I think they are a good team. I think they are a little bit similar to MOUZ. I think they have a great coach, just like we do, and some upcoming players that they are really talented. And I think we have a lot of similarity in this matchup. I just feel like personally, and I think it's gonna be a good game. But yeah, I know Hunter is a really experienced IGL, and I'm excited to go up against him, to be honest. Anything you want to say to the arena? I just want to say cheer for MOUZ and let's go. Va MOUZ, thank you very much. Va MOUZ, Va MOUZ. It's time to see G2 and Heavy God on the big stage. So my first question is, what is it like? How does it feel sitting here, seeing all those people? I mean, it looks good. I just want to feel it, you know, more in the game, and I'm excited for the match. How was it walking up the iconic stairs, actually? Because you guys did that earlier. That must have been bucket list moments. Yeah, I mean, it's nice to see it from close point of view, you know. I never saw it. It was my first time seeing the stairs, and it looked really nice, and I hope one day my team will also be there. We'll see how you guys start today. Now, I wanted to ask you about how the group stage ended, because you had such a phenomenal streak, but then that match versus Spirit just felt like such a heartbreaker, right? How did you guys contextualize that into good info for the playoffs? I mean, we just, I think, didn't close a lot of rounds of ourselves, and we didn't like play to our best. I would say we start like the map 1, not on the level we wanted, and then we converted map 2, and it
was a bit difficult, I would say. I mean, they were better in the end because they won, obviously, but it wasn't like heartbreaking. Obviously, it was like another quarterfinal for us. That's how we said it, and it was a really nice game to play against, and we learned a lot from the game. Did it change your map veto at all? Did you learn things? Because you, of course, won their map pick of Overpass. No, we didn't change anything. We just play to our strengths, and we always try to do it, like to play to our strengths and to see like what we can do the best as a team. What about your strengths do you have to play towards to beat MOUZ? Because it's not a team that you've had the best results against. I mean, we just need to be ourselves, I would say, like have a good communication, help each other mid-rounds, don't frustrate a lot, and be supportive teammate, and obviously be good individually. From all of your answers, I'm gathering mental fortitude. Make sure that throughout, no matter how many maps we see here, that you all keep the same focus. Is that correct? Yeah, it is indeed. Okay, wonderful. Thank you. Good luck. At the Intel Extreme Masters Krakow, as two more teams begin their trophy crusade. Arriving by the trenches are MOUZ, having battled to the bitter end versus Falcons to deny them arena berth. The playoffs pressure cannot be understated. MOUZ need titles, and they need them fast. On the other side, familiar with this very trophy are indeed G2, but only Hunter remains from their 2023 championship run. Fast forward to a new era in Krakow and a new composition of G2. Is his leadership enough to bring G2 back to the top? Those are the questions we are going to be answering over here on the analyst desk with JL, Dupree, and YNK. I just want to get straight down to business because, Janko, it's been a while since we've seen G2 and MOUZ go toe-to-toe, right? Yeah, it's been since that great run that G2 had in London, ended up lifting the trophy, but they did lose to MOUZ along the way. That's why they started in the quarterfinals, and I think a known and an unknown quantity, right, in this quarterfinal, because on one side we have MOUZ, who's a very, very, very good team that will never win an event, and then we have G2, who struggles to make playoffs of events, but they actually already have a trophy in their cabinet, right? So I think for G2, the problem has been getting to this stage of the tournament. You know, at the major, they fall at their last hurdle at the hands of the Falcons. Unfortunately, in Chengdu, you know, Hunter can't play the decider game. He falls ill. So just getting to the stage again since London has been the main problem for G2. And I'm excited to see how they'll perform now that they're back here. Are you going to take that, Peter? I know you're a secret MOUZ fan. Will never win a trophy? Did you closet MOUZ fan? Have never won a trophy? Like, did you misspeak there, Janko? I've never been a closet MOUZ fan. I've been straight honest about it multiple times, you know. The thing is for MOUZ, I've lost a little bit of faith. I'm not going to be completely honest. I've lost a little bit of faith over the time because you're right, they haven't won a trophy and they're still looking to, you know, get over that hurdle of, you know, playing as superstars, and they can actually still play their game and also, you know, just be the team that they want to be, right? But it's been a struggle for them for a while, and I lost a little bit of faith because when it's enough, right? When are they actually gonna be coming to the conclusion that, okay, we need to do something different? Right now, we can see on the positive side, they decided to stick with the squad. They didn't make any changes in their offseason. That clearly paints a picture that they are still looking at it in a positive way, saying that we have more to give for this team. We still believe that it's going to be a possibility. Do you believe that? Do you believe like that's their decision, or that someone made the decision for them in the sense of there was changes that it could have happened, but it never really came through? So then it was like... Do you know something? You know something? No? Well done. I know. He knows something, but he doesn't want to speak. If I speak, I'm in big trouble. But yeah, I think it's a valid question. Do you think this was a situation of circumstance or a situation of choice? It could have been. I mean, we're like left a little bit in the shadow. Like some people apparently know something that I don't, but it's obviously for the MOUZ side. It's with what we know, like we got to be looking on the they're looking on the positive side that it's still going to be a possibility, and they keep saying that
we're supposed to be like a new MOUZ now. We have a little bit of a different approach. Hey, that's what all players say when they come into a new season. We've been working on all these kind of things, but they did manage to, or decided to skip not going to bounty. So they do come into this as the first event of the year. Maybe not looking super solid, but I mean, it had a big scalp by eliminating Falcons in the elimination game in the group stage. So I think for the likes of MOUZ, it's if they don't get off to a good start this year, then I do believe that it's due to a change. I actually love that they stayed together as a five. I feel like they've played great CS. They've been great teammates to each other. The vibes are good. The chemistry is there. It's just that the last hurdle of getting over maybe the stage pressure, or just putting that last bit of effort of actually overcoming the obstacles and getting to the trophy. Maybe they'll find it this year because they've been very close last year. But do you buy that? Because, I mean, on the other side, right, like MOUZ is keeping the same roster throughout the year. Other teams are making changes to become better. I mean, Falcons made it last year. Spirit is making it coming into this year. You know, FURIA made those changes and ended up rising in the ranks towards the end of last year. Like, they're staying the same while everyone else is making moves to improve. I want to pose a question to you, Django, because you did mention that the Falcons side, you know, you actually liked that they didn't make a change, right? The fact that, you know, that they actually had a good results last season, they just didn't really close the finals. Why is this a different case for the likes of MOUZ? Because that's kind of the same thing. I think because Falcons made much more significant changes when they did. I think that Brolan coming in for Shui and becoming an IGL is a big change. But I don't think that the reason why they lost some of these games and didn't win a tournament was because Brolan doesn't have enough experience as an IGL, or that he let them down, or anything related to the roster change. In the second half of the year, they lost to so many different teams as well. And so many other teams went on to win a tournament, G2 being one of them, the Mongols, FURIA won multiple in a row, right? And they still struggled to get over that hurdle, which leads you to believe that, you know, a roster change is necessary for that to change, because different players just go missing in these key moments. So do you feel it's because do you think it's because they're lacking, like, you talked about the stage pressure. Like, I don't think stage pressure actually is a matter of MOUZ anymore. I think they've been in multiple situations now to show that they can play on the stage. I don't think that is the issue. I want to go back to what Spinks said, that, you know, they have to find those 2-3% to actually perform better, and they believed if they could find that, then they would be in a case to win trophies. That's where I want to be seeing them, and that is why I hope that with the new MOUZ that they've been talking about, you know, Exertion talked about taking a bit of a stake back, allowing the rest of the guys to also have more saying in the rounds, be more aggressive, have more cards to play, and always just relying on having Exertion to be a big playmaker. That's why I want to be seeing if they can find more percentage. If that's going to make it in the long run, I don't know. They still have struggles when it comes to superstars, but that's why it's good they play G2 now, right? I hate most roster changes, and I feel like MOUZ, if you change a player on MOUZ, I feel like that there's gonna come like short-term success, if you know what I mean, like a short honeymoon that makes you play a little bit better. Maybe you feel like you play better, but you don't actually play better because the playbook, you sacrifice your playbook just for that honeymoon, and I don't think that's the correct way to go. I feel like we're kind of split down the middle of the desk here, because I'm kind of, for once in my life, siding with you, Janko. You seem to be putting through the logical conclusion that when we look at the second half of 25, everybody else was able to take the final percentages off of Vitality. Obviously, MOUZ managed to do that in Cologne, then absolutely collapsed in the grand final versus Spirit, no? Like, is that not something that we should be slightly concerned about? I think you definitely should be concerned about it. I mean, you guys talk about the 2-3%. Why didn't they find them last season? What's going to change now coming into... They haven't figured out what it is yet. Also, it's just time. Like, all these losses at all these tournaments to all these different teams haven't been enough for them to find 3%. Well, I mean... In your opinion, what is the extra 2-3% that they lack? I think their players just don't show up in the big moments. I think different guys take turns going missing, making mistakes, breakdowns in some rounds as well, a la Falcons, right? Like in the big moment, they would go and lose a 4v2 against Vitality on a force buy, right? That would turn it around. There was that final or a game against Vitality where they're up like 11-3, 12-3 on T-side nuke. They can't win the game like at that point in time. It's just finding new ways to lose games, really, where the pressure just gets too big for them. I don't think whether it's the stage or not stage, but they just can't handle the pressure of those moments. Yeah, I really agree with you, though, on the fact that they cannot afford to have multiple players go missing. No. That is like the core issue, I think, it is for MOUZ Sports, because they don't have a superstar to pull them over the finish line and win these crazy rounds by just making an individual play, right? But
it also feels like MOUZ is aware of that. You know, it's also a team that they know they need everyone to be there, but the thing is then getting it done. You see, you activated my trap card, especially with JL here, right? Because Navi in 2024 were the best team in the world, right? JL played like a superstar in key moments. That's why he has the major MVP. That's why he was top 5, you know, player in the world as well. You wouldn't think of him as a superstar player, right? But in key moments, when they would go on to win tournaments, whether it was him, whether it was Bit, whether it was someone third, would step up. You know, they were a team that also has a great coach and had a high floor and a good IGL, right? But in those key moments, you have to have guys deliver. And for MOUZ, it's been the opposite. Like, it's just no one is sort of stepping. And so when someone does, someone else, you know, drags the team back so much where it sort of balances out. That's obviously an issue, but I do still think that there's players inside this MOUZ team that is actually capable of doing the things that you just mentioned JL can do. Like, maybe that be Insertion, maybe that be Torsia. I also think Spinks can do it. Sure, it is about finding that perfect balance where you don't have a guy that falls so deep into a hole that he will drag the entire team back. Sorry, that is exactly where you got me looking. I like that we're getting so impassioned here. Maybe something that we can agree on, though, is the trajectory for G2, because obviously during the middle portion of last year, there was huge roster changes for G2. Hunter takes over the in-game leadership mantle. In terms of the VRS ranking, Janko, what we've seen, of course, a massive high, getting to win Blast London, which nobody really expected. First team that can take down Vitality in a best of 5 as well. Story since then, what's it been from your perspective? Just struggle to replicate that success, right? We talked about how they were struggling to even make playoffs of some of these big events. Sure, and here's the thing, like, this can be a bit deceiving because you look at the teams that they've been losing at these events. I mean, it's very good teams. It's the likes of FURIA, it's the likes of Vitality, it's the likes of the Mongols, and so on, right? But that's just it. You have to be able to beat those teams. That was the next step for them, and you know, they kind of, I mean, they did beat the Mongols to get to this stage of the tournament, who seem to be shaky at the moment. But for G2, they'll just be happy to be at this stage of the tournament. And this is a great opportunity for them to sort of show us what they've been working on, how good they actually are when it comes to these high-stake environments. I think it's interesting that both teams, you know, respectively decided to skip the first tournament of the year, then move into this one. And now both teams is in the playoffs, and they go up against in the quarters. So now it's about showing who has worked the hardest, I guess, in some sense, right? I'm also just going to be looking towards G2 as this team that needed time to settle in, and you know that maybe, let's be honest, it was a bit of a fluke that they won back in London, right? And Saul also said that they didn't win off playing great Counter-Strike in like tactic-wise and having a lot of ideas and you know, playing off each other. But it was more like the individual firepower really excelled in that tournament for them. So it's going to be interesting to see if they can now mix those things to be playing even better, and that's where I'm curious to see. Somebody once called your major win a fluke, JL. How do you feel about that? I'm going to be honest, I really hate the word fluke. Not because... No surprise. I mean, and not because I take it personal. Maybe I do a little bit. The main problem is, it's not a fluke if other teams failed to close out. Like, it's true. As Navi at the major, we played as heavy underdogs to win the trophy, but then we beat every single opponent that we faced, and people call us a fluke. Like, call the other teams bad or whatever. It's not our problem. Just in terms of map expectation here as well. Obviously, first series was very interesting in terms of the Anubis conversation. I feel like MOUZ are one of the teams that have got the most burned by this new iteration of the map pool. Yeah, they really got. I can't remember the last time a team was this hard done by the roster change, by the map pool change, right? Because it's not just that, you know, their previous permaban is being introduced back. It's like their best map was taken away. They really felt like they became the best trained team in the world towards the end of the year, so that gets taken away. You bring back Anubis that they have never played, like in previous, when it was in the map pool previously. So now you have to sort of pick up Dust 2 again, which was your permaban during this train era. And towards the end of their Dust 2, they actually were improving on it. Again, teams were picking it against them a lot, so they were learning a lot. But obviously a map that they're not going to be most comfortable on, as they've been banning it for a while now. It's clearly a little bit of a double trouble in this one, and it is actually, it's kind of scary sometimes how much Valve implications and how they can, you know, affect the game by deciding what maps should go in and go out. You know, it actually can change and have a huge deal for teams, as you just mentioned. Now the fact that Anubis is back, you know, it's that's going to be an interesting thing, but it's also just puts you in a place where you just need to, that's just how it is, right? You need to start working your way out of that. You can't really just sit back and cry about it. That's like the whole idea about it. I think I've been pretty lucky in my career that we've always
been a little bit lucky with how Valve decided to change that map pool. That helped us tremendously, and it's sometimes people felt that was a little bit unfair, but not about me anymore. JL, do you feel like you might have been burned in the past by a map pool change? No, I feel like MOUZ are kind of struggling to close out the tournaments. They kind of have a chance to win, but then Valve comes in and removes their worst, they remove their permaban and bring up the worst map. And for me, I don't know, it feels like a lot of things are going wrong for them, but like for my eyes, I feel like they should be really, really good. Well, maybe we should see exactly how they're going to be playing this one. Let's roll the veto. I suspect we will be seeing Dust2 in this one. Cool. It's very, very possible for G2 to go for it, right? I think for MOUZ on the other side, it's interesting because the punish pick would be overpass, but that's really risky to pick, you know, having to start on the T side, and MOUZ doesn't feel a team that's there quite yet in terms of comfort level on the map. It's more going to be Mirage, which hasn't been great for them statistically lately, but going back into last year, it's been a staple for MOUZ and their map pick a lot of times. Either that or another one could be Inferno, which is their most played map, but also something that G2 has had success on, especially during that run in London. Really no surprises here in the fact that MOUZ, they do get rid of Anubis, and G2 as their permanent getting rid of Nuke. I think that on MOUZ Sports side, I would be looking towards Inferno. That's been their like new go-to map. They really enjoy playing it, so it wouldn't be a big surprise to me if that one comes through. They actually had to go over. That is quite interesting. But also on the T side as well. Ooh. That can be a ball. So that's always going to be interesting to see. So for the G2 side, I think there was like multiple options. I feel like it could go either in direction of Ancient, a map that the MOUZ Sports hasn't been playing that much. They think they played it twice since they were at the major or something. So it looks like a map that they had their issues with. Okay, they actually go for Dust2. Everything's just turning into a little bit of a curveball here. I think if they pick Dust2, they can still get Ancient as the decider here. I think that's what they're thinking. If they don't pick Dust2, it's not going to be in the pool for the last map. MOUZ gets rid of it. So between Inferno and Mirage, we see Mirage as the decider for G2. Is there a clear winner in this veto? I think this map pool leans a little bit towards G2, in my opinion. I think it does. I think it all depends on the overpass pick. It all depends on how MOUZ will do on overpass. It will either turn out to be a brilliant call or a disaster for MOUZ, right? Because always there's the danger of G2 getting rolling on the CT side. They were able to beat Team Spirit on it in that upper bracket game. So I think for MOUZ, if they don't win overpass, I think they're in a lot of trouble, and G2 will probably close out the series. No doubt about it. It's got to be something they've spotted to be utilizing against them. I mean, like the Spirit game is the most recent one that they played against them. So obviously there's stuff to be looking at, and maybe they found something they can abuse, and that is what we see sometimes. You know, you also got to surprise your opponents a little bit in the vetoes. So maybe a curveball here, but as you mentioned, Yanko, I think it really comes down to how MOUZ comes rolling onto the overpass, and starting on the T side. You know, we've seen that a couple of times throughout the event that can cause some trouble. So yeah, I think we are in for a banger. It's just funny hearing Torji talk about how we get into the games too slow. I mean, we pick it up in gun rounds, but we need to have better starts, and then you decide to start T-side overpass, you know, on the stage. Bro, you really need to turn it around. Oh, yeah. Like if there ever was a time to turn it around, it's now. Let's talk about some of the individuals then, because when we were, discussing an editorial about the theme for this matchup, I think the one that really stands out is there's no clear star on either side of the equation, which does mean you have to look at some of the individuals to be bringing their A game. And I think we should start by talking about Exertion, right? I caught up with him on a media day. He's taken it very personally in terms of his level dropping off coming into these crucial games. He said to me multiple times, I'm taking this on full force. It's my responsibility to show up in the playoffs here. He's like this player that really has understood that how important it is to have your group stage confidence, bringing that into players, but actually not really converting it. And he took it a lot on himself. You know, I think he feels a lot of responsibility in terms of them not making better results, because he is the playmaker on the MOUZ side, and he has been a very important piece for them in a long time, both when it comes to making plays, but also coming up with ideas, hyping up the team, but also just the way that he creates space for the rest of the team. And Exertion is, alongside Roland, probably the two most aggressive players they have in that team. You're not going to be seeing Spinks and Jimfat doing crazy shit, right? To say the least. That's what I mean, right? That is also what I hope that they have kind of realized.
he said in his interview that he needed to take a step back to allow the rest of the team to also feel that they could make plays. Because you need to have more cards, you need to be able to have more players that can do this, because otherwise your opponent is not going to know exactly what's going to happen, because every time they would eliminate Exertion or Brown, they're thinking, then we just have to deal with the flanks, right? It's like looking at Spirit on Shiro. If he doesn't go for the openings with the AWP, then he's really going to be, just red, and we know exactly where he's going to put it. So I hope that this new look, or at least the realization of the new look we think MOUZ Sports is in right now, that it actually shows in this game. Because one thing is mentioning it, one thing is then you need to show it as well. I think it's also a matter of, you could see him throughout last year trying different things, right? So when it comes to some of these stage games, there was definitely a period where he was trying to do too much to sort of prove that he's going to play exactly the same like he does in groups, doing sometimes silly things like pushing through the bottom banana smoke, on the CT side against Force by, just to show he's not scared and things like that, where now it's doing more harm than good. So it's been a case of finding that balance and seeing what works and understanding how to approach these stage games. Exactly the issue, as you mentioned. Like, he wants it too much sometimes. He at least he keeps up with what he's doing in group stage, right? But it's also about realizing, when do I actually have to take a step back? When is it doing more harm than good? And that is the thing that he needs to learn. And I hope that this is the year that he might do that. Give us your take on that, JL. Do you agree with that sentiment? Oh yeah, 100%. I feel like, no, I don't agree 100%. I feel like some of the times when players come into the playoffs, they feel stressed. They feel like they need to do something extra. And I feel like that's the complete opposite of Exertion, because he values playoffs too much. You just continue playing the way you played in the elimination games, in group stage games, and just be yourself. Don't try to be anyone extra. You don't have to carry the whole team on your back. You just have to do your own job, and your teammates will ping pong off of you. Now, this might sound counterintuitive, but it's not always that we have to look inside the server for the kind of star, right? And I think that's very adequate for G2. We're looking at the supporting staff around them. Who else stands out for your money on the G2 side, Peter? I mean, I think I'm mentioning, if you look a little bit outside the team, I think Saw is going to be extremely important when you look at the team. If you look inside the team, I do think that also Mattis is the one to look out for. I think he's proven a lot. But Saw, with his history in ENCE, what he created with that team, then he was brought into Heroic, what he did with that team, and now picking it into G2. And I mean, sure, they won a trophy last season, right? But there's still more to prove. But if there's one guy, if I could pick a coach that I think would actually do really good inside of this type of team, I think Saw could be that for it, right? He's a guy that likes the system. He's mentioned as boss man in all his teams. Like, people, they really respect him, and he has an idea, and he wants to follow that idea to the door. He wants to make sure that the players know exactly how he wants to play. But he also is, I hope, good at allowing the players to have that freedom that they also need. Why are we doing him dirty with that trophy count, though? My man's like, the whole point is he's doing more with less, right? Like, you look at the teams that he's had, the players that he's had on ENCE, on Heroic, he's always been able to get those teams to outperform the expectations, really, right? Yes. And now on G2, probably has the best team that he's ever had in terms of talent, and already leading to a trophy win. So I think he's just great at making the team more than the sum of their parts. Great for Hunter, who's a first-time IGL, to play in that sort of a structure, to have a lot of tools to be able to in-game lead on a high level. And as we said, these teams emulate each other a lot. They're very similar. So the same questions we have for MOUZ, those are the same questions we, to some extent, have for G2. When it comes to these games, who are going to be the guys that are going to carry a bit more of the load, right? I think Hunter absolutely is a player who's proving himself on the big stage. How much space is there still for him, though, now becoming the IGL? That's what we'll have to see. I really hope that we get to see Hunter being this big game player that he's kind of always been, right? That he still has this in him, even though he's in-game leading. Sure, it's gonna be way different, right? But if he can feel that the team, it's still sort of young, right? Some of the players haven't really making this kind of runs at big tournaments yet. He's still looking to have that much experience. I hope that really shines through. I hope that he will go in, and if he can feel that there's any doubts or any hesitation from the players, that he will be the front figure to go leading them. I think that's gonna be very, very important for G2. Just in terms of you're talking about the openers in terms of Exertion and his impact. What about more for your role then, JL? The closers on both sides of the equations. What do you make of those? Heavy goat. One of my favorite players. Like, he's so versatile. He can go aggressive. He can be in your face. He can be pushing you. He can stay back and just hold angles, and you never know what to expect from him. And to compare him to Yimhat, I think Heavy Goat is gonna come out on top here. I mean, I'm just a big fan of this, I'm honest. We all love a little bit of Heavy Goat, right? I mean, I really think that him coming into the team, being
such a solid ank has also just been very, very important for G2. I think Heavy God has just proven over the last couple of months that he's here to stay, right? And I'm even in a consideration that if Heavy God continuing delivering that he is, that other teams might be interested in him, right? He's playing positions that is so hard to recreate what he's doing. So he's also going to be very important. And, you know, he puts a lot of, I wouldn't say put a lot of pressure on himself, but he puts expectations on himself. But I feel like he's doing it in a way that he kind of lives up to it. And I think that's very important. Yeah, I think absolutely. I mean, definitely robbed out of the top 20. You know, this year, I don't know how a guy can be top 3 in his position, you know, in a finalist for closer of the year or anchor of the year and not be, you know, a top 20 player. But I think for G2, their highest rated player at this tournament is Sam Pius. You know, we have all this conversation about everyone else, but everyone's been close to each other. Hunter had a great tournament outside of a stinker against Spirit in that final game. And I think this is just going to be an awesome series for G2 to prove themselves, right? And to show what they've been working on. And for some of these players individually, you know, MOUZ had a great year when Eco and Monesi were there, sort of finding ways to get back to that level to some extent. But Matusz too, I think he's been a revelation, bringing him in from Fnatic. The thing about G2, all of their riflers are so versatile. Like, they had to play so many different roles before, and that's perfect for a coach like Saw and his system, because you don't really need to depend on, you know, a certain player doing one thing. Like, anyone can do anything depending on the situation. Oh, now Heavy God needs to run in first. No problem, he's done that before. Hunter's gonna have to be a bit more lurky this round. Great, he's done that many times. So I think it just gives them a lot of options in building the game and when game planning against some of these teams. Given that you have so many tools then, as you're illustrating on G2, is there a necessity for them to have that clear start, or is it okay that they've gone with this composition and maybe you don't have one person you can rely on always popping on? The thing is, on paper it's fine, you know, you don't need it, but like we mentioned in the Navi case, someone within those guys needs to sort of have their moments, right? Like, when was the last time you saw a team win a tournament with, you know, no highlight plays from the players, no crazy clutches, nothing like that? It just doesn't happen. You don't outplay your opponents, you know, in 5v5s the whole tournament long. And they've had different guys step up at different times, and I think we just haven't seen them as much in playoffs, so that we can really, so they can really get tested and we can get some of those answers. If there's like one thing that could push me in a way of being a little bit worried, is that we just get another MOUZ 2-0, right? A team that is... No. All right. A MOUZ 2-0 that will, you know, go far, close to winning trophies, but never really put this over the finish line. Bro, I'll give anything to avoid another Vitality MOUZ semi-final, honestly. Just like, if it were Spirit on the other side, I'd be fine with MOUZ. I just hope to watch another Vitality now, so I can just pull back and rewind and show you that. You don't want the 375th iteration of that head-to-head, Janko. Shocker. In terms of your perspective on this, JL, do you agree that it is okay to have a composition where maybe one player pops off one game, another can pop off in another scenario? Is that all right to be building a team like that? Oh yeah, 100%. I think it's completely acceptable. We've seen many teams succeed like that, but talking about the Vitality MOUZ in the semifinals, if MOUZ somehow managed to win Dust 2, they deserve to play Vitality in the semifinal, because then they're a great team, because I don't see a world where MOUZ can win Dust 2 against G2. Okay. Tell me about this overpass. That's the first map we're going to be starting on, though. What do MOUZ need to do on that T side to make sure that they're not starting off slowly, as Torzi really specified that he wanted to avoid? I think good start is a must, because two-prong, not just because it's overpass and it's your map pick and it's T-side overpass and whatnot. It's because G2, as we mentioned, hasn't played on the stage with this team too many times. And if they get rolling early, you know, get that momentum, I think they'll be very, very hard to stop. They might just snowball the whole series. Get the pistol. That's like, get the pistol, get the conversion, get that 3-0 start, and I think MOUZ will be rolling. You agreeing with that sentiment, JL? You've been in the situation more than most, right? What is the key to having those hot starts? Yes, I mean, going for a punish pick, it could turn out like a really wrong way for you, because if you don't get the pistol loading, you kind of look the force or the anti-force, and then you lose the map somehow. And then you have to go on to Dust 2. I hate my life. That's dangerous. So is there a clear favorite for your money, or is there a clear expectation, Janko, for what we should be seeing? No, I think it's going to be a very, very close series. MOUZ has the experience on their side, but G2 just feels like the more exciting team at the moment. What? Yeah. Right, I'll go MOUZ, man. Well, since you're part of the G2, I'm going MOUZ. Wait, we've got a couple of minutes. Share with us your shock. Why are you so shocked at that statement?
I mean, like, what's exciting about MOUZ? Tell me what's exciting about MOUZ. The results last year, they were still second places are exciting. They were so close to getting the trophy still, right? You know, you can't overlook how exciting or how difficult it is to get to that part, right? They just need to get it over the finish line. I still believe, and I know that you just picked G2, but I'm gonna keep my hands on MOUZ. Same here. Yeah, it all depends on the overpass, but my vote goes for MOUZ. I think, I don't know, I think you bring up an apt point that second place, when it consistently happens, or even third to fourth, right, we can't deny that it did have a bit of a drop for MOUZ in the tail end of 2025, even on home soil for Torzy, right? He had everybody cheering against him, even in his home crowd. It was a sight to behold. He's done the unthinkable. It's pretty mental. But it doesn't breed that same excitement of, okay, maybe this time we see the run, because I feel like we've been baited into that situation so many times before, right? Honestly, if anything, that's the best example of why, you know, I have no faith in MOUZ. Is you could have lost to, I don't know who it would, you lose to FaZe Clan. Have you seen FaZe Clan at this tournament? Have you seen them at any other tournament except for that major? They made them look good. Like that, those are the sort of unforgiving losses really for MOUZ, you know? Like if they ended up and lost to the semifinals to Vitality again, you wouldn't be surprised. But that was just, felt like final nail in the coffin for that lineup, but alas, look at us. Yeah, I don't know. I just love that we power our sides. You know, it's like we're going up against each other. It's fun, right? It's but I don't see in any world that MOUZ is not supposed to be the favorite in this one. Sell me very shortly on G2 then. It's all well and good piling on MOUZ. Give me a really short elevator pitch as to why you should be siding with G2. I think they're just very excited to be here at the moment as well. And they've lifted a trophy before. They know what they're capable of. They don't have that emotional baggage and everything behind them, right? They've had 6 months with this lineup. Now is the moment where they sort of start racking some results up and show us how far this roster can go. Well, either way you look at it, we're going to need every single individual firing on all cylinders if they want to cement their place in IEM Legacy. felice appieno, chi su quel seno non riva amore. La donna è mobile, qual più maledetta, muta da Hoy nada de loco exceso, te quiero lo confieso, amor dame tu beso. Co to za gówniana muzyka? Jesteśmy u mnie. The home of plow.
Alrighty then, here we go. Welcome to the Intel Extreme Masters Winter Championships. Krakow, how we feeling? Oh man, I am feeling vibey, I know that. A new city, a new era, the same trophy, but this is what it's about. Now what we need to know ahead of this second quarterfinal is we louder than the last place? So, my friends over here, let me hear you. Not bad. My friends over here, let me hear you. That was good. My friends at the back in the belly of the beast, let me hear you. That is what it's about. This great arena about to witness a second semi-final. The teams, well, one of them, they got it all. They got the players, they got the skills, they got the plays. What they don't have, according to one man who may well be in this building, is attitude. That is what they need. Who they take on as a team, if you looked at this trophy, you look at 2023, you will see a team's name. Of that team that lifted this beautiful, iconic, oldest trophy in all of esports, only one remains. He's gone from superstar to greenhorn IGL. Is it enough? We're about to find out. You ready to meet the teams? I said, are you ready to meet the teams? Please welcome, it's G2! They were one round off making it straight through to this stage. Instead, they have played every moment of this tournament here in Krakow. Does that make them battle-hardened, or does it make them tired? We are about to find out. It is time to meet their opponents. Krakow, let me hear you. It's MOUZ! Last year, 2025, they were a bridesmaids. In 2026, it's time to see if they can go one better and put a ring on that finger. This is what it's about. This is why we are here. This is what it is gonna become, a place in the semi-final. But who's gonna win it? I wanna hear from you. Is it G2? Is it MOUZ? One more time, is it G2? Is it MOUZ? It's time to get it on!
A trophy built only for the best. Hunter knows exactly what it takes to hoist it, but this is an entirely different ball game. This is an entirely different G2 to that of 2023. And Dupree, he needs every weapon in his arsenal to be razor sharp tonight. It really looks like the crowd has made their decision who they are going to be cheering for. I want to see a MOUZ that fights, a MOUZ that puts the word to the test. They will go into the server and show that new look MOUZ, that we can bring things into perspective. Show that they want it, show that they can find these last 2-3% to make them over that finishing line. On the other side, G2, a team that has now been together for quite a while. Now it's time for them to show that what they have been working on really comes to fruition. Maybe they got a paint job, FURIA, but it's the same old busted up engine inside. I think this crowd is booing them for a reason. I'm not sure MOUZ has what it takes to turn things around for them. G2 might not be the biggest of opponents for them, but they might just have enough in the tank to take them down. But Dupree, you can't deny there have been chances after chances after chances for MOUZ to win us over and prove exactly that they are capable of lifting trophies. Are those chances not running out for you? I mean, of course, you could say that it's running out, but still, there is some belief in the team. The team has stuck together. They know that they have what it takes. Now they need to prove. They need to prove that they are still built for greatness and that they can still find success with this roster before it's too late. You know Hunter better than most, Gianco. What do you think he's saying to the guys in that huddle before getting into the first map? No fear. Just play your game. Don't be afraid to go for moves. Talk. Help your teammates. Have good energy. Cheer each other up, right? And just believe in yourself. And I feel like that's what Hunter brings, right? It's not only the leadership he's able to impose, but the fact that he's able to lead by example. We've seen him popping off in the group stage. Absolutely. He's a guy who's not going to be afraid to call his own number, right? If he sees that the players are a little bit quiet, that they may be struggling, the nerves are getting to them, he's going to be the first one to go in. He's going to create the space for his players to thrive in. The next chronicle in this epic is poised to be written. It's quarterfinal time here at the Intel Extreme Masters Krakow. It's G2 versus MOUZ. G2 gegen MOUZ. Wir sind ganz kurz vor der ersten Map, meine Damen und Herren. Für dieses zweite Viertelfinale habe ich mir niemand geringer als Lord Chu an meine Seite zum Casten geholt. Einen wunderschönen guten Abend dir. Wie hyped bist du auf dieses Match? Hola, und ich bin sehr hyped. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier raus passiert, wie MOUZ performt. Wir haben ja schon mal vor uns im Off so ein kleines bisschen gesprochen, so die Leistung zwischen Falcons und MOUZ. Dass MOUZ es immer so ein bisschen spannend machen will, bevor sie es abschließen. Ich bin gespannt, ob es genau diesmal wieder so wird gegen G2. Über das Map-Veto haben wir ja auch vor uns gesprochen. Overpass wird interessant. Ja, auf jeden Fall. Overpass auch für mich eine dieser ganz, ganz überraschenden Sachen, muss ich sagen, dass das hier von MOUZ gepickt wird. Klar, sie sind ein gutes Overpass-Team, aber G2 haben selber schon Overpass immer mal wieder gepickt, haben gegen Spirit ein sehr, sehr gutes Overpass auf der CT-Seite auch gezeigt, wo sie auch nicht selber gepickt haben, sondern Spirit gepickt hat und so weiter. Also ich finde es ein bisschen überraschend, aber vielleicht hat MOUZ ja nochmal was auf Overpass im Tank. Das ist Map 1 und da gehen wir jetzt gleich rein. Overpass, G2 gegen MOUZ. Here we go. Ja, offensichtlich gehen wir noch nicht ganz rein. Braucht noch einen Moment. Wir sitzen hier und denken, okay, komm, wir gehen da jetzt rein. Aber nee, scheinbar, wir sehen es bei G2, scheint es noch ein kleines Problem zu geben. Wie es mal so ist. Man muss hier eine Sache auch sagen, G2 natürlich mal wieder. Die Crowd auf G2s Seite, das kennt man sehr oft. Die meisten Crowds sind irgendwie auf G2s Seite. Ich verstehe das nicht, aber das ist auch okay. Ich muss es auch nicht verstehen. Die Leute vor Ort müssen es verstehen. MOUZ mal wieder gegen die Crowd. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich habe immer das Gefühl, sie spielen besser, wenn die Crowd nicht so auf ihrer Seite ist. Aber sie haben auch eigentlich nie eine Crowd auf ihrer Seite und choken trotzdem recht häufig. Wie siehst du das? Eigentlich genauso wie du. Also, da kann ich eigentlich gar nicht so richtig dazu beitragen, weil ich es eigentlich ähnlich sehe. Aber es wird, finde ich, es sind beide Teams, die gut dazu sind, zu werfen. Ob es jetzt nur eben diese Abschlussschwäche von MOUZ manchmal ist, die stark performen und dann zum Ende hin gerne mal ein bisschen einbrechen. Aber auch G2, die meistens dann, wenn sie schlecht beginnen, ein bisschen stärker werden und dann wieder zum Abschluss werfen und sie denken, ja, es könnte doch G2 werden, die es hier beenden können, die es aber sich holen. Ja, und dann am Ende war es dann doch nicht so.
Ja, ich meine, sie hatten genau diese Abschlusschance, ne? Gegen Spirit. Ich liebe es immer, wenn die Admins immer sich so in die ganzen Spieler wandeln. Ich habe so ein leichtes PTSB-Erfahrung mit Face, mit Twists, wo gefühlt aller 2 Runden 3 Refs um ihn drum standen und irgendwas nicht funktionierte. Ja, aber und das ist für mich immer wichtig, solange es Peripherieprobleme sind, sind sie relativ leicht lösbar. Das Problem ist, wenn es keine Peripherie ist, sondern vielleicht Serverprobleme. Gerade noch nicht so machbar, aber ich glaube, es scheint irgendwas zumindest auf PC-seitiges zu sein. Zumindest Hunter und Heavy God, beide einmal aus dem Server geflogen. Heavy God ist noch nicht wieder drin. Also scheinbar da das Problem mit CS tatsächlich. Und das braucht meistens etwas länger. So ein kleines bisschen, bis dann alles gefixt ist. Wenn es dann nicht vielleicht. Ah, Farms up. Bedeutet Heavy God ist ready. Gut, dann sollten wir dann doch jetzt reinkommen können. Er ist wieder im Server drin, es sind alle da. Und damit ist es hier jetzt Overpass, auf das wir gehen sollten. Es wird sich abgeklatscht. Und damit gehen wir auch rein auf diese erste Map, auf Overpass zwischen T2 und MOUZ. 3. Ach so, gut. Ich wollte runterzählen. Naja, okay. Zu spät. Aber wenigstens sind alle nicht zu spät losgelaufen. MOUZ auf der T-Side. Das ist ihr Pick. Dementsprechend hat sich G2 die City-Side gewählt. Wir sehen Smarps in der Mitte. Kurz mal Info geholt. Eingesehen. Das war Torji. Der Rest von MOUZ aufgebaut. In der Shortröhre zu B. Und Roland, der mit der Util, mit dem Flashes ready ist, um seine Mates da reinzuschicken. Ja, recht viel Utility auf der Seite von MOUZ vorhanden. Es sind 4 Flashes, ein Molly, eine Smoke, also damit kann man hier eine Menge machen. Short wird jetzt eingenommen, keine Info da. Mattes, derjenige, der jetzt gleich ganz viel abbekommt, das Ganze weitergeben kann. Heavy Cord, Full Flash, muss das Ganze irgendwie halten, kann er nicht, aber Mattes ist da, kann den ersten Kill schon mal gegen Exertion setzen, deswegen straight aber auf Sunfiles zumindest geben. Heavy Cord mit dem Kill auf Gympad. Es bleibt im Vorteil von MOUZ, bis denn Sphinx und Bronne können nochmal die Kills nachsetzen. 2 gegen 3, Bombe noch nicht geplant in MOUZ. Derjenige, der das Ganze gegen Spirit möglich gemacht hat, Overpass zu gewinnen, hier auch mit seinem ersten Frag. Hunter nach oben auf dem Boost, man kriegt die Info, die Bombe ist immer noch auf Side gedroppt, aber es sind 50 Sekunden zum Arbeiten. Und Torji wechselt die Position, geht über Short. Hat sich der Monster zurückgezogen. Und Sphinx weiter im Wasser drinne. Wartet eigentlich nur darauf, dass er irgendwo ein Angebot bekommt über Heaven, da wo Marb steht. Hunter weiterhin noch im Graffiti. Und er wird weggeholt vom Sphinx. Und damit ist es nur noch Marbs 2 gegen 1. Wenn er piekt, dann ist es vielleicht Torji, der ihn sieht. Der geht aber auf den Plant. Und Sphinx, der ist sein Backup, der die Kill macht. 4 Stück zum Start von Sphinx. Und damit hier eine ganz wichtige Piste-Runde für MOUZ, um hier auf der T-Seite direkt gut reinzukommen. Um hier damit die Tour natürlich direkt unter Druck zu setzen. Das ist das, was Spirit am Anfang nicht geschafft hat. Haben lange gebraucht, um diese Runden auf der T-Seite holen zu können. Und dementsprechend der Start hier natürlich sehr wichtig. Trotzdem 3 Kills auf der Seite von G2. Spricht natürlich dann auch direkt für einen Force, bei dem wir hier wahrscheinlich gleich sehen werden. Jawohl, da ist er. Eine Deagle, 2 Deagle, 2 Verteidigungen, ein MP. Damit kann man zumindest arbeiten, aber wirklich gut ist es nicht. Und man sieht jetzt hier sehr schnell Short rein und Sphinx muss das Ganze empfangen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er Utility in der Hand hat. Ich sehe zumindest keine Waffe. Doch, er hat eine Waffe in der Hand. Man sieht sie einfach nur nicht, weil es so dunkel ist. Es ist einfach auch sehr dunkel in der Röhre, ne? Da gibt es kein Licht. Roland öffnet ihr B-Short, holt sich Mattes und Heavy God und dann ist es Samparius, der mit der Deagle und so einer kleinen Mini-AWP dasteht, aber nichts irgendwie damit verwerten kann. Wir haben damit nur noch 2 übrig auf der Seite von G2. Sie sind beide hier, die Bombe ist noch nicht committed, aber MOUZ nimmt natürlich hier trotzdem viel Raum ein. Aber Malps und eine Deagle. Gegen Spirit hat das ein paar Mal sehr gut funktioniert, hat er viel Damage immer wieder mitmachen können. Und jeder Kill ist jetzt noch wertvoll, aber nach einer Chance sieht es nicht aus. Diese Mac-10s von MOUZ farmen hier die Kills ab. Dann ist nochmals jetzt auch noch gesehen und dann abgeholt. Clean von MOUZ gegen den Forcebuy und G2 muss in die Eco. Alles richtig gemacht. Auch gut, dass man... Hat man überhaupt jemanden verloren? Nee. Nee, ne? Es war eine Flawless-Runde. Das ist natürlich perfekt. Wenn du dir die Pistol holst, mit deiner Flawless durch die zweite durchgehst, den Gegner, weil sie geforst haben, in eine Eco schicken. Also alles, was jetzt erstmal MOUZ in die Hände spielt. Absolut richtig. Und genau das will man zu sehen. Aber MOUZ bleibt stehen, es wird gechattet. Also offensichtlicherweise scheint es hier ein Problem zu geben. Und dann werden wir wahrscheinlich einen Restore in der Runde brauchen. Jawohl, da ist er. Ich hoffe, dass das kein großes Problem ist, sondern sich das gleich löst.
Aber es scheint auf der Seite von MOUZ tatsächlich zu sein diesmal. Diesmal bei Torji. Immerhin nicht bei derselben Person. Das ist immer gut. Ja, das ist immer gut. Ja, oftmals, wenn es bei derselben Person ist, dann ist es meistens ein größeres Problem am PC oder sowas. Wenn das bei unterschiedlichen ist das meistens relativ schnell fixbar. Meistens. Sehen Sie da auf dem Bildschirm? Das ist kein CS. Das ist My Little Pony. Das müssen wir ändern. Guck mal, und Saw, das sieht so aus, wie als ob er lesen würde. Macht aber gar nicht. Er ruht seine Augen einfach nur aus. Ja. Augen ausruhen ist wichtig. Er muss gerade nicht aufs Spiel achten, also kurz mit offenen Augen eine Runde schlafen und dann geht's gleich weiter. Warum liegt da Klopapier? Es gibt Fragen, die... Ja, die sollte man nie fragen in der Crowd. Ich wollte gerade sagen, also... Crowds können ja sehr wild sein, aber ich muss sagen, ich finde es irgendwie überraschend leer so ein bisschen, ne? Ja, es wirkt doch leer. Ich muss auch sagen, ich fand das jetzt auch nie unbedingt laut. Also man hat zwar gemerkt, dass sie gebrüllt haben, die Crowd, aber es war einfach irgendwie sehr leise. Es sind natürlich Viertelfinals, aber ich meine, es ist das zweite Spiel jetzt hier am Freitag. Normalerweise erwartet man, dass eine Arena am Freitagabend voll ist, aber gut. Ja, wir gehen rein, Runde 3, eventuell sind die meisten noch einfach noch kurz auf Klo oder sowas, wie man es halt kennt. Jeder, der schon mal in so einer Arena war, weiß, dass man das am besten dann macht, gerade kurz nachdem die Map gestartet wird. Aber es geht wieder rein in dieses Match. Wir haben keinen Listening leider. Okay, wir haben nichts gehört, ja, okay. Aber da haben wir jetzt, wie gesagt, diese Eco-Runde von G2. Sie stacken B. Ah, jetzt haben wir Listening. Was so easy, guys? Der hat choking already, right? Wilder Call. Nach 2 Runden, aber gegen die Force bei. Oh, X-Wings. Große Aufgabe, 2 Stück von ihm. Er bleibt am Leben. Stimmt, was fällt. Ein Exertion auch mit der Mac-10. Das sind viele Mac-10-Kills. Ich glaube, 8 Mac-10-Kills in den letzten beiden Runden, glaube ich. Tatsächlich, also sehr viel Geld. Das waren jetzt gefühlt mit der letzten Runde, glaube ich, 5 oder 6 Kills mit der Mac-10. Also jeweils 4 Stück in den letzten beiden Runden, ja. Jeweils 4 Stück sogar. Ja. Also sehr viel Geld für die Seite von MOUZ. Wir sehen es auch, wie viel Geld die übrig haben. 2 Flawless-Runden hintereinander, beziehungsweise gerade letzte Runde haben sie den Spieler verloren. Torji, okay. Bei Torji scheint es nochmal ein Problem zu geben. So, ich sehe nur, ich schaue so drauf, warum hat er eigentlich nicht eingekauft? Da stimmt was nicht. So, jetzt haben Sie das Gerät schon mal ein- und ausgeschaltet? Haben Sie schon mal das Gerät ein- und ausgesteckt? Du, ne? You never know. Ist die Tastatur das Problem dann? Ich glaube, das war das Tastaturkabel. Es sah so aus, ja, dass er das Tastaturkabel gezogen hat. Wenn wieder bei die Input. Ist dann wahrscheinlich keine Corsair-Tastatur, ne? Die hätte keine Probleme. Ja, ich glaub, bei Corsair hätte mal schaut mal bei Corsair vorbei, genau. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und wie Frixum schon die ganzen 2 Wochen über gesagt hat, kriegt er auch mit dem Affiliate-Link von Dach CS wieder Rabatt. Nee, aber wir verdienen mit. Rabatt gibt's keinen. Oder so. Ja, okay. Ihr könnt uns unterstützen damit, so muss man sagen. Ne? Das ist ein klassischer Affiliate-Link, ihr wisst Bescheid. Aber Fokus zurück aufs Spiel, genug mit der wilden Werbung, die man wieder raushaut zum Start. Ohne Corsair wäre das Ganze einfach nicht möglich, logischerweise, und ANATY natürlich auch. Und auch ohne die wäre es auch nicht möglich. Vielen Dank. Ja, wir haben natürlich noch nicht so viel von dem Spiel gesehen. Aufgrund dessen, dass wir jetzt mehrere technische Pausen schon zum Start hatten, ist natürlich ein bisschen nervig, aber es sollte hoffentlich fixbar sein. Wir haben es eben gesagt, ja, solange es nicht bei derselben Person zweimal ist, jetzt ist es zweimal bei derselben Person. Naja, schauen wir mal. Aber ihr könnt da zumindest gerade die Kills eingeblendet sehen. Und ihr habt gesehen gerade, Sphinx 6-0 Start hier. Also kommt hier sehr gut rein in dieses Match. So, jetzt sind's... Irgendein Kabel wird ausgetauscht, ne? Das sah jetzt aber aus wie ein Soundkabel. Das ausgetauscht wurde. Headset-Probleme? Das kann auch sein, aber Troshi hat gute Laune. Klar hat er gute Laune, ne? Sphinx hat 6 Kills gemacht, hat das Team zusammen mit Sörchen also schon sehr weit vorangeführt und dann mit 3-0 stehen, da kann man nur eine gute Laune haben. Absolut. Und dementsprechend hier, ja, für G2 natürlich nicht der beste Start. Jetzt müssen sie hier so ein bisschen warten. Sie hatten jetzt gerade ihre erste Waffenrunde. Sie haben jetzt gerade mal das Geld endlich. Jetzt heißt es guckt sich so ein bisschen die Deckenkonstruktion an. So wo sind die da Kameras? also aufgebaut. Wo sind die Kameras? Von wo werde ich überall beobachtet?
Wo kann ich den USB-Stick rauspacken, ohne gesehen zu werden? Dreht sich um, guckt auf die LED-Wand, denkt sich so, da bin ich. Oder so, ja. Mom, get the camera. I'm on stage. Und Zabaios liebt die Kameraarbeit. So. Inies wieder rein, Headset wieder auf. Sieht so aus, als würde es wieder gehen. Test, Test. Okay, Headset-Probleme, er testet. Also ich glaube, es ist das Headset. Wir hatten vorhin ein Headset, da ist die Ohrmuschel abgegangen. Das ist auch so, nicht schlecht. Dieses Polster, ne? Also passiert ja manchmal, aber dass es on stage passiert, ist auch einfach wild. Das ist Teamspeak mit im Heldenmodus. Ja. Es ist, wie es ist, ne? Aber es scheint so, als könnten wir gleich wieder reingehen, zumindest. Scheint man kaufen zu können, er scheint Sound zu haben, man scheint ihn zu hören. Können wir dann rein? Wieder? In die nächste Runde? Ich hoffe. Please, Come on. please. Ja? Ja, der Timer läuft runter. There we go. Back in the Server. 3-0 für MOUZ zum Start. G2 jetzt die erste Gun und die erste richtig wichtige Runde auf dieser CT-Seite. Ansonsten könnte MOUZ hier mit Map 1 sehr schnell gleich wegrennen. Ja, wenn jetzt G2 da nie irgendwie jetzt gegenhalten kann, gibt man einfach MOUZ zu viel Raum und das ist dann der Raum, den sie dann auch ausnutzen können, das eben schnell zu machen. Deswegen lege ich jetzt auch ganz viel Auge auf Sampaios mit seiner AWP, der auch immer sehr, sehr wichtigen Impact geleistet hat bei G2 in den letzten Spielen. Und der kriegt ja auch den Boost Richtung B-Short, da wo aber keiner reinkommt. Der MOUZ generell, muss ich sagen, das finde ich sehr interessant, dass sie jede Runde nicht langsam spielen insgesamt, aber sie fangen es langsam an. Wir haben es in der Piste-Runde gesehen, da haben sie lange abgewartet, bevor sie B-Short reingegangen sind. Und immer wieder haben sie dieses kurze Abwarten und dann nehmen sie diesen Raum aggressiv und schnell ein. Und das gefällt mir gut, weil man dann gesehen hat, okay, wie hat G2 gegen Spirit gespielt? Die haben teilweise sehr aggressiv reingespielt, Richtung B-Short, sehr aggressiv B-Short angespielt. Und dementsprechend wollen sie das hier eben nicht so zulassen. Und das gefällt mir hier gut als Read, den man jetzt hier sehr früh schon mal von MOUZ sehen kann zum Start. Marbs innerhalb von den Toilets. Die Smoke, die da geworfen wurde, ist jetzt auch weg. Dementsprechend könnte er auch auf den Peak gehen. Er bleibt aber erstmal weiterhin dafür stehen, Guardian abzu-aimen. Damit diesen Cross zu halten. Und Sampaios hält Richtung Eingang zu den Toilets. Und Malps, den schickt man jetzt mal in die Top-Toilets. Holt sich aber erstmal Chimpet, der Connector rausgekommen ist. Und zieht sich zurück zu Sampaios, der jetzt lang hält mit der AWP. Mal schauen, ob er hier gleich seinen ersten Frag mit der AWP setzen kann. Nee. Oh, Timing-Shot nicht ganz auf Torji drauf, aber der hat auch nicht gehittet. Trotzdem Maps abgeholt. Mathis aber jetzt sehr, sehr schnell hier, Korno. 13 Sekunden. Mathis kriegt den Kill auf Exertion. Sampaios kann noch einen setzen, aber es ist ein 2 gegen 3. Das Problem sind 6 Sekunden auf der Uhr. Die Bombe ist immer noch nicht aufgehoben. Man ist nicht auf der Side drauf. Kein Plan, keine Runde. MOUZ verliert einfach gegen die Zeit. Und damit ist es hier G2, die sich damit ihre erste sichern können, auch wenn nur 2 Leute überleben. Ja, und das zeigt auch, was es halt eben bringt, wenn man nicht unbedingt den Zugriff in der Mitte bekommt, keinen Frag kriegt. Du kannst ja einfach loslaufen. Du weißt nicht, wo sie stehen. Man musste lange Zeit auch diese Smoke dann wieder abwarten, bis man dann vielleicht durch die Toilets durchgehen kann, weil einfach durch die Smoke laufen ist auch sehr, sehr irre. Man hat zwar den Frag gegen Malps gekriegt, dann war eben Sampaios da auf der Seite, der das nochmal ein bisschen geblockt hat und dann ist es eben Mathis, der dann von hinten nochmal so einen richtigen Stich reinsetzt. Und dann war die Zeit vorbei. Richtig, dann waren die Zeit durch und dann war es schwierig, die ganze zu holen. Und es ist gut zu sehen, dass Malps hier wieder gut reinstartet für G2. Wie gesagt, gegen Spirit, damit 25 Kills aus dem Match gegangen war. Der Main Carry, Jipbad bindet Sampaios, macht es aber sofort mit einem Trade zumindest auf Spinks. Man hält es im 4 gegen 4. Aber Sampaios sehr früh abgeholt. Heavy God mit einem guten Timing-Push, kann Rollin finden und damit der Man-Bunch wieder für G2. Und MOUZ diesmal ein bisschen schneller sein wollten. Oh Mann, Torji wird da zweimal getimed. Der erste Jump geht er gerade vom Scope runter, dann rescope der und dann geht er wieder runter, kommt der zweite Jump. Aber damit die Info natürlich für Malps hier da und er holt Torji ab und dann sind es nur noch 2 beim MOUZ. Aber Exertion sehr weit vorne. Ich sehe die Rotation, die da über die Bank mit nach oben kommt. Die Bombe liegt noch komplett an der T-Rampe. Jimpet und Exertion sind schon auf der A-Side, also hier geht es dann weiter nur um den Fight. Ja, Malps, wenn er reinpiekt auf Timing, ist es eben die Jimpet, der draufhält. Mathis und Jimpet holen sich beide und sichern G2 die Anschlussrunde.
Ja, und das waren jetzt 2 Runden, die nicht so gut aussahen für MOUZ. Die haben sehr, sehr gut reingestartet. Aber hier fehlt mir so ein bisschen der Biss in den letzten Runden. Klar, jetzt wollte man ein bisschen schneller reingehen. Hier Jimpet kriegt hier einen sehr, sehr guten Kill auf Sunpius. Der selber nicht ganz drauf ist. Aber danach irgendwie geht die Runde nicht wirklich gut. Man hat sehr gutes Timing aus Monster raus. Macht es ja das Ganze am Ende dann beenden kann mit 2 schönen Kills. Und da ging dann am Ende alle Timings richtig für die Seite von G2 und MOUZ. Dementsprechend jetzt hier zu Recht dieses erste Timeout. Zu Recht diesen kurzen Moment nehmen, um das Team direkt wieder on track zu kriegen. So, kaufen ist für MOUZ kein Problem, aber danach ist es geldtechnisch nicht mehr so gut. Die Runde sollten sie holen. Ansonsten ist es auch bei G2 irgendwann der Punkt, dass sie dann wieder viel zu viel Geld anhäufen auf dieser teuren Seite, CT-Seite, dann wäre es natürlich ganz gut, hier auch mal so mit 3 bis 4 Spielen durchzukommen. Aber man hat überhaupt nicht saven können und hat auch keine Orb jetzt auf der Seite von Sunpius. Also vielleicht da eine Möglichkeit. Oh, mal rausgemollt, muss rausfighten, der Boost ist da! Aber da kommt, er kriegt eine Flash und er kriegt eine Flash-Unterstützung, glaube ich. Das war eine gute Flash-Unterstützung, damit er sich da fallen lassen kann von G2. Aber so eine schöne Idee mit dem Boost über dieses Smoke, der Mollo für die Party, dass man den Spieler, der dort potenziell dahinter ist, wegzudrücken, um dann mit der AWP eigentlich die finalen Kill zu machen. Also Vorbereitung 1+, Ausbeute daraus eher so eine 5. Nicht ganz eine 6, man hat ja da mitgemacht, ne? Richtig, deswegen, also man hat man hat schon was gemacht. Man muss dazu sagen, Umsetzung natürlich, halt nicht da. auch wenn man den Kill nicht bekommt, ist es natürlich viel Raum, den man damit einnimmt, weil man natürlich den CC zurückdrückt, kann damit Druck machen. Am Ende soll es jetzt hier gleich wieder B werden. 55 Sekunden jetzt auf der Uhr. Und auf der B-Seite 2 Spieler. Heavy God zusammen mit Mattes, die das Ganze empfangen wollen. Heavy God spielt hier neben Monster Close. Die Flash ist da, aber Heavy God ist nicht bei Ace. Aber Mattes kann traden. Exertion hat zwar Heavy God rausgenommen, aber Mattes ist immer noch am Leben. Kann den nächsten nehmen. 2 gegen 4 nur auf Torji und Jetpack und Mattes. Nummer 3. Und dann ist es nur noch Torji auf der AWP. 30 Sekunden. Und Josiane lässt sich fallen und wird hier safen. Ja, schau dir das mal an, wie Heavy God so schön close an der Röhre steht zum Monster. Einfach ganz schnell diese Flash dodgt. Ein bisschen blind, aber er trifft halt. Und Mattes als Abräumer, als Unterstützung sicher dafür. Und man hat einfach auch zu lange gebraucht, um dann weiter durchzupushen durch Monster. Da hat er einfach viel zu viel Zeit gehabt, sich darauf zu konzentrieren. Und dann war auch Short für ihn kein Problem. Uff. Hey, MOUZ, was ist denn hier los? Das ist natürlich immer noch, und das muss man an der Stelle auch klar sagen, für MOUZ CT-Start, auf dem sie schon 3 Runden zum Start geholt haben. 2 Runden holen ist das sehr viel wert. Am Ende aber trotzdem so Runden, wo man denkt, okay, die haben eigentlich die richtige Idee, hier B zu gehen, wo nur 2 Spieler von G2 stehen. Aber gut, Mattes darf dann einfach abgestimmt. On fire, der Junge. 8 Kills jetzt auf dem Scoreboard. Wir sehen es, Paulus hat erstmal den Nate entgegengeworfen. Bekommen, Marbs im Connector. Und jetzt schauen wir mal, Jimpet geht vor, Torsch dahinter, beide blind von Hand, das Flash. Und damit kann Marbs einfach abfrühstücken. Sehr, sehr schönes Flashplay da. Und G2 Utility Usage bisher zum Start sehr gut gesetzt. Und damit hier G2 wieder mit einer Runde, die sie sich wahrscheinlich holen sollten. Es ist natürlich eine Eco-Runde von der Seite von MOUZ, aber man hatte diese Saved Orb, mit der man mehr machen wollte. Rollen hat sie jetzt in der Hand. Torji hat aktuell noch nicht so viel gefunden. Nur 2 Kills. Geht natürlich jetzt auch nur 2-2. Klar, aber trotzdem, da muss ein bisschen mehr noch kommen. Sollte. Also Torji ist ja mit Xertion zusammen eigentlich immer so die Namen, obwohl alle in diesem Roster wirklich sehr, sehr gute Spieler sind. Eben auch Brolin mit der AWP. Und er macht eigentlich nur den Unhit. Die Zeit wird jetzt wieder runterlaufen, die Waffe will man wieder durchbringen. Weiß ich gar nicht, ob man die Waffe unbedingt durchbringen möchte. Ich glaube, man wird versuchen, hier für was zu gehen. Das Problem ist, wenn Brolin die Waffen durchbringt, haben 2 Leute kein Geld. Weil Torch natürlich ohne Geld reingegangen ist. Aber soll jetzt hier gleich Short vorgehen. Sunpius close, das Wings zurückgepostet wird, hört er. Mattes kommt jetzt hoch, mal gerade hingeschaut. Das nächste wieder, dieses Timing.
Diese Pushs sind so gut gesetzt. Auch Exertion fällt. 4 in Folge für G2. Und wieder eine Flawless-Runde. Okay, gut. Ja, wir hatten Mario und Luigi schon, jetzt hatten wir die Kostüme, also das ist schon ein Bild. Finde ich gut, aber hier sehen wir nochmal diese Flash von Hunter, die da reingeworfen wurde. Und wie dann Malps dann richtig schön abgefrühstückt hat, die beiden. Oh, ich get sie. Tja, ein bisschen Frustration ist dann schon da, ne? Das ist verständlich. Guck dir das an, das ist die Führung halt für G2. 4 Runden. Nachdem MOUZ 3 Runden in Folge geholt hatte, verlieren sie das dann und Torji ist halt wieder raus. Dann nimmt man einfach mal den Raum Richtung Playground an und das war's. Und jetzt ist nur Spinks, der sich da schon mal B-Short vorwagt. Hat den Jumpspotter gesehen und kann den Kill danach setzen. Matisse down, wichtiger Kill, Topfragger. Und gleichzeitig läuft man einfach Monster raus, jetzt gerade trocken auf die Side drauf. Heavy God wird überrannt, recht nicht, damit das Brawlen schon so nah dran ist. Sunfire ist mit der AWP, kann dann nichts dran ändern. Dimpet holt sich Hunter, der nur einen machen kann. Und dann ist man einfach ein bisschen schneller mal auf B. Einfach ohne Utility da raus. Und es ist nur noch Maps, aber noch ein 1 gegen 2. Ersten hat er gefunden aus dem 1 gegen 3 raus. Er hat einen Kill, eine Smoke. Vielleicht hat er hier auch eine Chance, das Ganze zu machen. Beide ziehen sich zurück. Ja, wohl Spinks wird wohl leider im Pillar spielen. Surschen sich weiter Richtung Monster zurückziehen. Und Malps muss suchen. Noch kein Anzeichen gesehen. Wo können sie sein? Springt jetzt runter, ist im Wasser. Die Zeit tickt. Kid hat er auf dem Rücken. Smuckt sich ein, holt sich Spinks. Nein, Malps! Oh. Ah, der Random. Er wusste hundertprozentig, wo er steht. Zum Glück für ihn, dass der Malps schon low war. Und so ist es der Ausgleich für MOUZ. Oh, was eine wilde Runde da, Malps. Die letzte Bullet von Exertion ist auf ihm drauf. Wenn die dann nicht drauf ist, ich glaube, er hätte den Diffuse von der Zeit gerade so noch gehabt. Dann hätte er durchgekriegt, glaube ich auch. Was ein Versuch. Was ein wahnsinniger Versuch, den wir da gerade gesehen haben. MOUZ mit dem zweiten Timeout sehr früh in dieser Map, nach 8 Runden schon. Aber zumindest haben sie jetzt schon 4 Runden auf dieser CT-Seite. Es ist in Ordnung. Und es ist aktuell Spinks für sie mit 9-4. Auf der anderen Seite Mattis. 134er ADR hier nach 8 Runden. Sehr, sehr stark unterwegs zum Start in dieses Matchup. Ich habe da auch gesehen, da hat wieder jemand geschrieben, bring back Cash, please. Also ja. Das wollen wir. Also aber ich will das auch. CS hat confirmed, dass es kommt. Sie haben geschrieben, it's cooking. Also es wird kommen. Ich weiß nur wann. Ja, das ist immer die Sache, ne? Nicht, dass dann wieder irgendwelche Soundcues erstmal wichtiger sind. Marius trifft wieder nicht. Ja, doch, er macht nur den Unhit. Ja, es ist halt nur der Unhit. Es ist halt wieder kein Kill. Ja, ich glaube, ich sag mal so, MOUZ muss mal aufhören, in die Flashes zu gucken. Wieder, selbes Play wie vorhin. Flash kommt rein. Peak von Malps, Kill gefunden, Opener da. Und klar, Sunpeister hat nur den Unhit gemacht. Ron ist halt trotzdem auf 15 HP runter. Man hat Sunpeister damit zumindest ein bisschen zurückdrücken können. Ich kann jetzt ein bisschen was an Raumrichtung einnehmen. Aber man muss eben Con die ganze Zeit respekten. Und MOUZ kriegt so selten diese Con-Kontrolle, die so wichtig ist auf einem Overpass, um diese ganz späten Rotationen spielen zu können, die man so oft sieht. Ja, ist immer krass, was so ein einzelner Con-Spieler so ausmachen kann, wenn er das wirklich hält. Du kannst halt dann wirklich nur über Short, über lang durch und kannst halt nur vor Monster lang. Du kommst halt nie dort durch. Und das nimmt dir halt auch ganz, ganz viel Zeit. Und der Weg für MOUZ geht Richtung B. Heavy God geflasht. Kriegt diesmal kein Dodge. Der Flash hin wird auch geholt von Spinks. Dann sind es Malps und eben Mattis auf der Side. Und ja, ne? Malps macht 2. Sunpeister kriegt 1. One on 4. 20 Sekunden. Er hat einen Kill, aber geht er dafür? Nee, oder? Naja, die Bombe liegt eigentlich. Ich verstehe, dass er nicht dafür geht, aber ich bin kein Fan davon, hier die Galil zu saven. Klar, dann hast du sie nächste Runde. Aber nächste Runde ist halt eine Eco. Okay, hat ein Upgrade. Gut, eine M4 ist okay. Liegt der Nahka, maybe? Ich bin mir nicht sicher, aber. Nee. Das ist eine Galil auch, ne? Ja.
Ja, ich habe da aber auch nur eine Gallier in der Hand. Also die M4 ist das Beste, was er damit rausziehen kann. Nur damit wieder eine Eco jetzt für MOUZ, ne? Und damit 5-4. Aber wie gesagt, wir dürfen, auch wenn G2 gerade wesentlich besser aussieht, als MOUZ tut in diesen Waffenrunden, wieder dieses klassische Play, was wir vorhin schon gesehen haben, muss ich es aber trotzdem sagen, MOUZ hat 4 Runden schon auf der T-Seite. Wenn sie noch eine 50 kriegen, ist das vollkommen alles in Ordnung. Dann können sie auf die CT-Seite gehen und sind vollkommen fein. Ja, also die Ausbeute ist jetzt nicht so schlecht, das muss man halt auch sagen. Ist ja vollkommen okay. Das Ding ist halt, dass man halt G2 in einen gewissen, ich sag ja mal gerne, Mental Hype reinbringt, wenn man Runden holt. Und ich glaube, das ist etwas, was G2 braucht. Schöner Boost. Aber Sampaio kriegt leider kein Angebot im Connector, denn MOUZ will über diese T-Rampe, will in die Mitte rein. Allen voran Xursion mit der M4, die er da mitgenommen hat aus der letzten Runde, die natürlich jetzt wichtig ist. Es geht hier langsam aber sicher vor. Kann man Damage machen zumindest, ein paar Kills mitnehmen. Hunter hat vergleichsweise wenig Geld. Die Runden waren nicht so eindeutig, dass G2 hier sehr viel Bank aufbauen konnte. Also jeder Kill hier wertvoll. Wenn man irgendwie schafft, diese Runde zu gewinnen, wäre es noch so viel mehr wert. MOUZ kriegt keine Info. G2 hat generell gerade keine Info. Auch der Molly wird niemanden hitten. Torji, wenn er halt innen drin, keiner außen. Jetzt für Grass Kretz kriegt der Info auf Brawlin. Soll jetzt überrannt werden von Spinks, aber man kann eben hier mit Sunrise arbeiten. Aber ja. Dimpet, 2 schnelle Deagle One-Clicks. Damit hat man jetzt hier mal 2 Opener in Richtung der Side als Möglichkeit. Hunter kommt hier rein. Torji jetzt mit der AWP in der Hand. Hunter macht sich bekannt. Die Nate wird ein bisschen Damage nochmal machen, aber insgesamt nicht allzu viel. 8 Damage ist nicht genug. Und in 3 gegen 4 will man dafür gehen. Hunter nimmt Torji raus. Die AWP in dieser Runde wird immer wieder einfach rausgenommen. Hunter, wie viel mehr kann er hier machen in diesem 3 gegen 3? Und Heavy God natürlich immer näher von hinten. Spinks guckt, sieht, aber er kann trotzdem Jimpad abholen, weil die Information schnell genug da ist. Hunter fällt gegen Exertion. 2-2. Mattes und Heavy God. Spinks hier mit der Deagle. Und es sind die Deagles für MOUZ. Nur noch Mattes, der hier einfach nindern will, Und er kann den Kill machen, aber Spinks tradet gegen. Und MOUZ gleicht wieder aus. Ja, da sieht man, dass die AWPs auf beiden Seiten einfach noch nicht so richtig ready sind. Sampaio, der in die Banane reinaimt, wenn MOUZ den Kontakt hat dort am Guardian, zeigt gleich man aber irgendwie aus dem Toilet halt rauszieht und guckt dir das an, Jimpet. Erster Peak, zweiter direkt die Kills gemacht, auch Sings halt hier ready, diesen Backup zu halten. Sampaio direkt einfach Toilets gehalten. Dann wäre es, glaube ich, vielleicht sogar die Runde für G2 geworden. Aber ich meine, zu dem Zeitpunkt, als der Peak kam, hat er Toilets geguckt wieder. Also er war gerade wieder rübergegangen mit dem Corsair. Aber ja, verliert das Duell. Das war, glaube ich, so ein Ticken zu spät. Sehr gut möglich. Jetzt hier die nächste Runde, die nächste wichtige Runde. G2 hat kein Geld mehr. Wenn sie die Runde verlieren, hätte MOUZ auf einmal nicht nur die Möglichkeit hier auf 5, was wir als Mindestangebot gemacht haben, sondern vielleicht sogar auf 6 oder 7. Weil diese Runde holen, sind sie auf 6 und dann müsste es eine Eco sein. Diese wäre es nicht, sondern Forceplay, weil natürlich jetzt schon vorletzte Runde ist. Also wirklich viel hätte G2 nicht. Das hier ist hier eine sehr, sehr wichtige Runde. Spinks, der sich da aus B-Shop wieder zurückgezogen hat, jetzt sich auch komplett zurückzieht, da man sich ja schon auch in der Mitte vorgearbeitet hat, wieder an die Toilets über lang. MOUZ wird so langsam ins Sandwich genommen. Und das ist der Schuss in den Hinterkopf von Xursion, der sich dann in die Toilets reingewagt hat, während MOUZ Richtung lang sich orientiert und Sampaio arbeitet sich offensiv nach vorne. Ja, kann hier viel Raum Er hat einnehmen. Hunter auf der Side. Aber er hört das, er kann das alles callen. Die Unterstützung ist unterwegs, Hunter macht einen Kill, Jimpet traded und Sampaio muss halt 3 Engels halten in der Position, weil hinter ihm Hunter gefallen ist, plant es drin. Und Mattes und Heavy God 2 gegen 4 können sie nicht eingehen. Man hat kein Geld. Und MOUZ übernehmen jetzt hier auf einmal die 6. Runde, das obwohl G2 so stark ausgesehen hat in diesen Runden, die sie gewonnen haben. Aber auf einmal ist MOUZ wieder da. Ja, nach 3 Runden, die sie geführt haben, danach die Führung abgegeben haben, einen wirklich starken G2, die es auf der City-Side gut gemacht haben, sind jetzt die letzten Runden eher so meh gewesen von ihnen. Und das hat MOUZ halt einfach ausgenutzt, um sich jetzt hier die Führung zurückzuholen. Und wie du schon sagst, damit ist die Chance auf eine 7. für sie natürlich wirklich gut. Und dann sehen wir, warum MOUZ Overpass gepickt hat natürlich. Es ist eine starke Map von ihnen, auch wenn wir
interessant fand, weil G2 eben zuletzt auch gut auf Overpass gespielt hat. Aber hier sieht man es offensichtlich, MOUZ, ein guter Start. Und ja, sie haben danach nur in Anführungsstrichen 2 Gunrounds gewonnen. Die eine Eco-Runde, die man geholt hat, natürlich. Aber das reicht auf der T-Seite. Mehr brauchst du eben nicht. Du hast jetzt schon mehr, als du brauchst. Und wenn wir sie jetzt hier noch eine 7. holen, dann hat G2 sehr viele Probleme. Denn das, muss man sagen, MOUZ, so viele Probleme sie manchmal haben, auf der CT-Seite von Overpass waren sie zuletzt immer wieder sehr stark unterwegs in ihren Matchups. Ja, und Sapai ist ein kleines bisschen genervt, aber ich glaube, das kommt doch daher, dass er selber weiß, dass da mehr eigentlich von ihm drin sein könnte. Aber einfach noch nicht so ist. Aber diesmal keiner da. Ja, diesmal keiner da. Diesmal darf Torji es nicht nochmal ausprobieren, ob er den trifft. Aber gut, man muss auch sagen, vor uns war er auch blind, ne? Das muss man ihm auch noch zugute halten. Ja. Absolut richtig. Und jetzt schauen wir mal, ne? Wie viel G2 in so einer Runde machen kann. Sie haben selber jetzt hier die Deagles, aber ich habe vorhin gesagt, MOUZ mit der Deagle zuletzt immer wieder stark. Da kommt wieder diese Flash, aber diesmal steht man eben defensiv und lässt sich nicht flashen. In Korn, aber MOUZ braucht den Kill einfach trotzdem. Oh. So, schon hat große Kopfschmerzen. Brown hat richtig große Kopfschmerzen. Und besser gesagt, MOUZ hat und das meine ich. Richtig in diese Falle reingetappt. Also nicht mal Falle, na doch, vielleicht ist es die Deagle-Falle von MOUZ. Die Maps-Falle. Die MOUZ-Falle. Die Maps-Falle. Aber deswegen habe ich das gesagt, wie stark er mit der Deagle aktuell ist. Der erste auf den zurückfallenden, dann Exertion und dann wieder reinpieken. Und alles 3 clean One-Taps. Und auf einmal sind es nur noch 2 bei MOUZ gegen 5. Aber MOUZ natürlich selber trotzdem 5 HP. Und Spinks ist stark das da. Timing, das Timing. Spinks findet das Timing. Kann MOUZ abholen. Es ist ein 2 gegen 4 noch übrig. Schwierige Runde, aber nicht unmögliche Runde. Die Waffen sind immer noch nicht insane. Sunpice aber kriegt da rein. Aber Spinks, guter Blick rüber. Und der ist eben gut drauf. 15 bevor Torji. Lässt sich wieder fallen, muss die Bombe planten. Plan kommt rein, uncontested, wird durchgehen. Spinks muss weiterhalten, kann selber den dritten nicht setzen. Es ist Torji, der ihn macht. Auf einmal ist es Spinks 1 gegen 2. Beide vor sich. Und es sind Hunter und Heavy God, die das Ganze machen müssen. Die beiden haben noch nicht so viel gemacht aktuell. Spinks ist so gut, aber Hunter springt ihn einfach um. Und dann haben wir hier eine 6-6 erste Halbzeit.
MOUZ und G2 zeigen, dass sie diesen letzten Spot belegen wollen in dem Halbfinale. Ausgeglichen ist die erste Hälfte. 6:6 steht's. Frixum, was denkst du, wer sich hier den Spot holt? Oder wer sich die erste Map holt? Auch wenn es 6:6 steht, ist der Vorteil aus meiner Sicht doch sehr, sehr klar auf der Seite von MOUZ. 6 Runden auf der T-Seite von Overpass ist sehr viel wert. Und wir gehen auch direkt rein hier in diese zweite Pistolrunde. G2, sie brauchen einen ähnlich guten Start, wie ihn MOUZ hatte. 3-0 zum Start auf der T-Seite und dann sage ich, okay, vielleicht haben sie eine Chance, aber Jimfett will das mal so gar nicht zulassen, dass da eine Chance auch nur als Idee kommt. Ja, er gibt direkt erstmal Heavy God die Schelle. Wir sehen so schon mit den Dualies. Da Short, Maps gesehen. Mehr kommt aber, man pusht ihn nicht, man wartet. Dementsprechend kann sich Serge nochmal zurückziehen. Jimpad wandert umher für den Short und für den Monster Hold. Smoked hier nochmal nach. Ah, und G2 lässt sich Zeit, nachdem sie jetzt den ersten Kill direkt kassiert haben. Warten sie. Ja. Worauf sie jetzt. Wir haben auch keine Jute mehr. Sie haben noch eine Smoke. Eine Smoke haben sie noch, die Sampaios dabei hat. Auf der anderen Seite MOUZ halt immer noch mit einer Smoke und 2 Flashes. Sie haben noch All Utility. Ja, kommt jetzt einmal die Flash, ein bisschen Info zu kriegen. Damit sieht man aber keinen. Aber man ist jetzt hier mit 2 Spielern, kaum noch 40 Sekunden und I guess, man schmeißt jetzt gleich einen A-Fake. Die anderen beiden Spieler stehen zumindest noch Richtung B, können natürlich auch schnell Korn hochkommen. Man schaut mal, ob Mathis hier jemanden finden kann. Bombe macht sich auf jeden Fall weiter auf dem Weg in Richtung A. Und da wird man jetzt gleich hingehen. Die anderen beiden Spieler sind jetzt auf dem Weg nach oben. Da kommt aber nochmal die Smoke, um Zeit zu kaufen. Und das ist genau das, was ich meinte. Man hat diese Smoke eben noch dabei. Sphinx findet Mathis. Und damit ist es jetzt auf einmal ein 3 gegen 5. Und G2 dreht wieder um 20 Sekunden. Und man ist immer noch nicht auf dem Weg in Richtung einer Zeit. 15 Sekunden. Aber das ist das, was G2 am besten macht. Diese ganz späten Plays. Aber nicht mit dem Fett. 2 Stück macht er nochmal. 3 in der Runde. Und eine cleane Pistole für MOUZ. Da hat G2 einfach gar keine Möglichkeit gefunden, irgendwie einen Zugriff zu kriegen, irgendwie einen Raum zu kriegen, irgendwie ein bisschen Stress zu machen. Und MOUZ ganz, ganz cool mit Jimfett. Hier direkt der clean Headshot gegen Heavy God und sein Hold vom CT-Abgang. Saustark. Absolut. Und dann G2 tatsächlich eben mit der Eco-Runde. Dadurch, dass man keinen Bombplant bekommen hat, sehen wir 2 P250s ist das, was in diese Runde investiert. Und dann hofft und betet, dass man damit ein paar Kills machen kann. Es wäre sehr viel wert, das Ganze zu machen. Ja, ob das möglich ist, müssen wir jetzt hier erstmal sehen. Es geht gegen Exertion. Diesmal zumindest keine MP-Kills. Früh ist Torji aber gesehen. Sphinx kann den ersten setzen. Exertion weitet rein, aber ist nicht ganz drauf. Torji von der Seite, aber ich habe gerade gesagt, keine MP-Kills im Haus so früh. Doch, Torji macht hier 2 MP-Kills. Ist direkt damit wieder da und auch Brolin hätte hier gerne welche. Wird er jetzt reinfighten und dann ist es auch nur noch Heavy God. Auch der wird sein Leben an die MP von Torji geben. Wird er doch? Oder von Brolin? Sag das nie, sag das nie. Jimfett ist es. Aber zumindest noch ein Kill. Okay. Nimmt man mit. Da wird doch mal kurz die Hand auf Torjis Schulter gelegt. Hast du gut gemacht. Auch wenn du den letzten Kill nicht geholt hast. Hast du gut gemacht. Es waren am Ende sogar 2 Kills in der Runde für G2 und das ist natürlich am Ende viel wert. Gerade in so einer Ecken-Runde. Dementsprechend hier G2 zumindest vom Damage her gut dabei, aber wieder der gute Start für MOUZ in die Halbzeit rein. Das haben wir schon in Halbzeit 1 gesehen. Jetzt ist die Frage, kann G2 erneut mit den Waffen diesen Run aufbauen? Oder kann MOUZ das diesmal verhindern? Man hat direkt die AWP für Torji als Glaskanone tatsächlich dabei. Hier gegen den ersten Fullball von der Seite von G2. Also überhaupt keine Bonusrunde, sondern direkt voll dabei, voll drin. Und G2, die erstmal einen langsamen Start anspielen und hier langsam die Raum einnehmen. Aber das ist das, was wir von G2 erwarten können. Sie werden jede Runde langsam Drawn-Out spielen. Was anderes sehen wir nicht. Und Torjis Boost erfolgreich gegen Sunbias. So oft habe ich das gesehen in diesem Turnier und so oft kam einfach keiner, der den mal gesehen hat. Und jetzt endlich mal sehe ich wieder mal so einen Kill von dem Booster aus. Und Sphinx arbeitet sich auch weiter im Scoreboard als Top-Fragger. 18 Kills hat er jetzt, nachdem der Hunter geholt wurde. Und der Rest von G2, MOUZ, Mathis und Heavy God gehen Richtung B über Short. Schwieriger Weg da reinzukommen. Jimfett ist hier close. Hatte einen guten Start in diese zweite Halbzeit. Man geht aber leise vor. Ich meine, man hat noch keine Wahl. Du hast genau einen Molly noch als Utility. Jetzt muss man das steppen. Kann damit das Timing auf Jimfett finden. Exertion auch rausgenommen von Heavy God. Und man kann durch dieses leise einfach auf die Side laufen. Schön 2 Kills holen. Hat damit auf einmal doch wieder einen 3 gegen 3 in dieser ersten Waffenrunde. MOUZ muss den einen Retake rein.
Man hat aber aktuell kein Kit. Ich weiß nicht, ob eins auf dem Boden liegt. Vielleicht. Aber es ist Mathis mit dem nächsten Hals nochmal mit dabei. Und dann ist es nur noch Spinks. 1 gegen 3 und das wird er nicht eingehen. Schön ausgespielt von MOUZ, wie er da auf die Spot gekommen ist, zum Planten, nebenbei noch Heaven gespottet hat. Damit auch Mathis den Info gegeben, dass über ihn irgendwas rauskommen könnte. Und zusammen damit der Flash die Kills gemacht. Schöner Zugriff von G2. 7. Runde für sie, also eine gute Ausbeute. 3 Waffen, die man noch hat, nur 2, die gestorben sind. Und Spinks, den wird man nicht mehr finden. Dementsprechend geht da auch die AK in die nächste Runde. Ich meine, die kann man mitnehmen, aber es ist natürlich jetzt trotzdem eine etwas weirde Runde für sie. Dadurch, dass die Eco-Runde vorher ein bisschen teurer wurde, man hat sich jetzt die AWP geholt in dieser Runde hier. Das heißt, ja, man muss sagen, diese Runde wird kein guter Buy sein. Man wird im Normalfall trotzdem gegenforcen, natürlich gerade mit der eingesaften Waffe. Aber hier, ich weiß, wird man einfach getimed. Das ist einfach ein wirklich gutes Timing von G2 da rauszulaufen. Und das kann passieren. Aber dass man danach in den Retake halt auch nichts weiter reinbekommt, tut natürlich richtig weh. Und wir gehen rein und wie gesagt, das ist der Force Buy. Man hat 3 Rifles, man hat eine MP und die 5-7 bei Brolin. Nicht optimal, aber gut genug, um theoretisch eine Runde zu gewinnen. Man kann mit den Waffen was ausnutzen. Mit den EPs in den Close Fight gehen, mit Distortion. Auch Brolin mit der 5-7, wenn der im Close Fight kommt, auf den Kopf direkt zielt. Ne? Es ist ein safer Kill. Aber erstmal muss es die Möglichkeit dazu geben. Wir sehen es, dass G2 Pius ready. Holt sich Torchi mit der AWP. Jetzt ist es Spinks. 18 Kills hat er. 19 kann er nicht machen. Und damit ist jetzt der Weg erstmal frei über die Banane, über Toilets Richtung A. Und man sieht's. Surgeon, Broden, Jimfett, die gehen runter auf die B-Side und die werden die Waffen safen. Die werden sich irgendwo in Sicherheit bringen, damit sie das in die nächste Runde bringen. Ja, ist der richtige Call, auch wenn es natürlich immer wehtut. Aber du hast nächste Runde eine Eco-Runde. Mit den 3 gesaften Waffen hast du eine okay Eco-Runde, um die du ein bisschen arbeiten kannst. Aber das bedeutet, G2 wird jetzt hier erneut ausgleichen und können erneut das gleiche machen wie auch in der ersten Halbzeit. So, MOUZ kommt rein, gewinnt die ersten Runden, diesmal natürlich kein Force Buy dabei gewesen. Und dann kann G2, sobald sie die Waffen haben, antworten, 3 Runden in Folge holen. Ob sie jetzt 3 Runden in Folge holen, das kommt natürlich auf die nächste an, aber hier sehr, sehr starker Kill von Pius. Und das ist genau das, was man jetzt braucht. Wenn G2 hier diese Map gewinnen will, dann braucht man eben einen Pius, der mehr macht, als er bisher gemacht hat. Ja. Und da muss man sich dann eben auch weiter reinhypen jetzt nach und nach. Pius war gerade sein 4. Kill erst. Ja. Vor uns in der ersten Hälfte immer so mehr die Unhits oder nicht gehittet mit der AWP. Konnte man eben seine Stärke nicht ausnutzen. Und jetzt vielleicht dieser Anstoß für ihn, da immer weiter deeper und deeper zu gehen in diese Hälfte. Aber muss auch sagen, solange auch der Rest von G2 funktioniert, MOUZ 16 Kills, Matthias 14 Kills, also die übernehmen dann schon ganz viel Arbeit auf G2s Seite. Müssen jetzt gegen die MP, gegen die M4 und die Pistols vom MOUZ spielen, die sich erstmal denken, wir nehmen die Mitte und wir nehmen lang ein. Aggressives A-Play, das ist eine gute Idee, Pius. Insaner Flick nach unten, da auf Torchi drauf. Klar, es ist gegen Eco-Runde, aber er hat trotzdem hier viel Damage genommen. Das muss man dir auch sagen. Torchi war drauf, Bronnen kann Hunter nehmen, gutes Timing hier. Und das sind Kills, die man finden kann. Es ist Damage, den man gemacht hat. Und Jimfett steht hier noch auf lang aggressiv mit dieser M4. Und Pius steht dann nicht offen für, hat er das Glück, aber Jimfett kann Mathis finden. Diese Aggressivität von MOUZ mit der Eco, mit diesen gesaften Waffen, funktioniert erstmal gut. MOUZ wichtiger Kill gegen Jimfett, hält es damit zumindest erstmal im 3 gegen 3. Das Einzige, was schade ist für MOUZ, dass man eben den Kill kriegt in der Mitte, aber halt nicht an die Waffe rankommt. Dass man halt weiterhin mit diesen 2 Pistols und der MP spielen muss. Deswegen hat sich schon mit hoch bewegt auf die A-Side, wieder mit komplett frei. Schau dir an, wie scared G2 ist. Ja, sie wissen einfach nicht, wo kommt der nächste Rest steht. Peak hier? Wo ist der nächste Peak? Da ist er von Brolin Timing da, aber Pius wieder drauf. Und Pius, Runde für Runde wird er gerade besser. In dieser zweiten Halbzeit kommt er gut rein. Jetzt will Spinks sein Timing finden. Pius hält es halt immer noch an. Jetzt schaut er weg. Und damit ist Spinks theoretisch durchgeschlüpft.
Könnte da vielleicht nur insanes Timing auf diesen Backstep finden. Das Problem, man wird Con considern. Das heißt, selbst wenn Spinks ja eigentlich ein gutes Timing hat, er hat jetzt auch eine AK in der Hand, ist er alleine in einem 1 gegen 3 und MOUZ sollte den Kill finden. Macht er auch. Und die Runde ist zwar ein bisschen teurer, als hätte sein müssen. Es waren schöne Situationen dabei, aber sie geht wieder an G2. Und MOUZ übernimmt jetzt die Top-Fragger-Position. 19 Kills. Sampaios, der sich freut, dass er stärker wird. Hui. Schön runtergefleckt. Um es nochmal zu sagen, gegen Spirit auf Overpass war es eben 25-12, der diesen Win für G2 auf Overpass möglich gemacht hat gegen Spirit. Ja, 13-8 am Ende gewesen, da war es eine sehr, sehr starke CT-Seite. Diesmal nicht ganz so stark, aber er wärmt sich jetzt auch wieder auf. Er steht auch wieder oben im Scoreboard für G2 hier auf der Map mit 19 Kills. Also wieder ähnliche Performance und genau das möchte man natürlich dann auch sehen. Ihr seid von G2, dass diese Spieler, die so gut performen, so gut auch weiter so gut performen. Und Heavy Gold ist so ready, aber die Flash ist gut gesetzt. Backsession. Ich weiß nicht, ob er gesehen wurde. Jetzt der Spray rein, man muss sich fallen lassen, das ist bekannt. Das ist Info für die Seite von G2. Das ist wichtig und Sampaios hofft hier, dass irgendjemand hier mal Short-Info pieken möchte. Gute Damage, die da rauskommt. Jetzt kriegt der Sampaios seinen ersten Kill gegen Sirschen. Wirklich schöner Damage, dass man da Shorts, dass man da den Boost ab dem Molot, dann nochmal durch die Wand bangt mit Heavy God, Sirschen damit runterdrückt und dann ist es die Nate, die da perfekt reinfliegt, um den nächsten Schaden zu machen. Aber Sampaios darf halt nur einen Kill machen. Danach ist es Brolin, der ready ist. Ja, wichtiger Kill da, um das Ganze drin zu halten. Springt gleichzeitig sehr aggressiv auf A. Das Problem, MOUZ ist durchgeschlüpft. Das Problem für Sphinx ist, es ist schön, dass er da kommt rauspusht, man kann halt hochgehen. Das ist, was G2 sehr, sehr gerne macht. Einen Lurker auf der anderen Seite in der Karte. Meistens ist es eigentlich Richtung B gegangen, diesmal aber eben hier Richtung A. Sphinx aber hier vielleicht mit einem guten Timing. Man weiß aber, dass das möglich ist. Matthias schaut hin, aber nicht lang genug. Und Sphinx kann den ersten setzen. Wie sieht der zweite aus? Den kann er nicht machen. Heavy holt ihn ab, aber 3 gegen 3, 14 Sekunden. Man ist aber auf der Side drauf, Plan ist drin. MOUZ muss in den Retake gehen. Heavy God hält hinten an und diese 3 gegen 3 könnte schwierig werden. Nate auf Torji ist nochmal gut gesetzt und Heavy God hält hier Brolin an. Wie ist dieses Duell? Das ist ein wichtiges. Oh, was? Brolin! Was? Ganz wichtiger Kill und damit die Kontrolle für MOUZ. Das ist auf einmal eine 3 gegen 2. Die Zeit tickt natürlich immer weiter runter. MOUZ hält gegen Torji und dann ist es nur noch Hunter. Der IGL muss alleine ran. Gegen 3. Ersten macht er, aber Jimfett tradet und MOUZ klaut sich die Runde zurück so ein bisschen. Ah, das ist ein bisschen geworfen. Das ist aber schon geworfen in dem Moment, wo Heavy God einfach nicht den Kill gegen Brolin macht. Muss man leider dazu sagen. Und das ist schon ein bisschen illegal. Er sieht ihn als erstes, er sieht die Schulter, er schießt. Und gefühlt gehen 80% der Schüsse in die Wand. Auch dass Sphinx da nur einen macht. Natürlich unglücklich, aber... Schönes Adjustment da. Natürlich hat er da das Glück, dass Heavy God schon angehittet war vom Duell vorher gegen Sphinx. Ja. Aber am Ende ist genau das, was in die Runde gewinnt. Ja, das sagt das leise vor sich her. Da sind sie wieder. Mario. Mamma mia, wie war das nicht drauf? Mamma mia. Aber damit 9-9. Der Ausgleich wieder gefunden. Timeout Nummer 1 jetzt endlich mal gezogen von G2. Das erste Mal, dass man da ja, das Gefühl hat, dass man vielleicht was sagen muss als Coach scheinbar. Aber damit gehen wir rein. Runde Nummer 19. MOUZ kann kaufen, G2 kann kaufen. Dann schauen wir uns das Ganze hier an. Ein bisschen was an Utility auf der A-Side, was ein bisschen noch liegen bleibt, um später zu nutzen. Was durchaus wichtig sein könnte. Was macht G2? Wieder. Sie werden wahrscheinlich wieder so eine langsame Runde spielen. Auf der einen Seite aufbauen, Lurker auf der anderen Seite haben. Das ist das, was wir immer wieder von ihnen sehen auf diesen T-Seiten. Was auch letzte Runde gut ausgespielt wird. Weshalb Con-Kontrolle für sie wichtig ist. MOUZ Timing gegen Sphinx. Er nimmt gut Damage, aber ist nicht abgeholt. Aber Sphinx kriegt diesen Opener. Und MOUZ diese Aggressivität erneut belohnt auf dieser Ace-Side. Und sie machen das, was Spirit nicht gemacht hat. Nämlich aggressiver spielen gegen G2. Ja, Sphinx sowieso jetzt 4 auf mit diesem langen Go. Aber B ist er halt nicht da, um damit gegenzuhalten. Heavy God mit dem Kill. Und Urks, ja schon. Ich weiß nicht, wie er da stehen darf, aber er darf 2 Leute finden. Erst auf Heavy God will 2 machen, jetzt ist es Exertion, erst zu beantworten kann Hunter, aber aus Sphinx, dann ist es nur noch Torji, ABC. 1 gegen 2, die Bombe zieht sich zurück und kann hochgehen. Torji war laut, er ist laut, er ist bekannt. Mit 50 Sekunden. Und jetzt nochmal der Molly da rein. Kann man
hochgehen und er kommt durch den Molly durch. Und ich glaube, G2 hat das nicht gehört. Damit ist Torji da, bevor sie es erwarten werden. 40 Sekunden auf der Uhr für dieses 1 gegen 2. Aber Torji dreht wieder um, weil er es selber nicht weiß. Er ist sich selber nicht sicher. Und er geht nach oben. Er hat den richtigen Read dafür. Gute Position für den Truck. Oh, jetzt auch Hunter, bevor die Smoke 30 droppt. Sekunden. Damit ist es nur Samparius mit der AWP. Oh. 20. Zeit tickt. Sampais muss irgendwann planen. Torji geht raus und kriegt den Kill. Torji. 1 gegen 2. Und MOUZ übernimmt die Führung. Was eine wilde Runde. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum das Timeout gekommen ist, weil, glaube ich, die Gefahr zu sehen war, dass es vielleicht MOUZ jetzt Erstmal können wir mal so sehen, ein was bisschen Heavy Schwung God macht. mitnimmt. Wie hat Heavy God hier 2 Kills gemacht? Schöner Spraydown. Torji, der Quatsch, aber also erst Heavy God, der 2 sehr wilde Kills macht, dann Nick Surschen, der 2 sehr wilde Kills macht und dann der Klatsch von Torji. Was eine Runde gerade. Dieser Block vom Monster. Ja, Hunter ärgert sich. Zu Recht auch. Das war das letzte Timeout, was MOUZ gerade gezogen hat. G2 hat noch 2. MOUZ hat keine Chance mehr. Und das Geld ist halt immer noch nicht gut. Jede Runde, die sie irgendwie holen, ist super eng. G2 auf der anderen Seite, aber auch für sie kein Geld mehr übrig nach dieser Runde. Sie haben nochmal den Tech 9 und eine Galil und dann 3 AKs dazu. Und jetzt ist die Frage, wer kann sich diese Runde holen? Wer forst den anderen in die Eco? Das ist so ein bisschen die große Frage jetzt. Hier in Runde 20, eine Swing Round. Wer die holt, hat man das Gefühl, könnte sogar damit die Map gewinnen. Exertion. Heavy God versucht, um die Smoke rumzuspringen, genauso wie Exertion. Und der Gewinner ist Heavy God. Zusammen mit Mattis räumt man hier B-Short auf und auch Sphinx im Connector wird geholt. So schnell kann es gehen. So schnell kann MOUZ in die Unterzahl geraten. Gegen 5 von G2. Jetzt die Frage, ob Roland vielleicht... Nee. Doch, zumindest hier. Roland findet Heavy God. Ein Kill. Torji gefordert. Bisher nicht seine beste Map. Aber hier ist er jetzt da. Aber das ist nicht drauf. Ich weiß nicht, wie das nicht drauf war, aber Mattis kriegt den Kill. Und nur noch Brolin am Leben. Und der kann dafür eigentlich nicht gehen für das 1 gegen 3. Auch wenn er vielleicht gerne würde. Und damit ist es hier wahrscheinlich das 10:10. Ja, Brolin lässt sich fallen. Und der Ausgleich wieder geschafft. Und MOUZ nächste Runde ohne Geld. Also ich jinx nicht. Meine Prediction, dass es ja wirklich bis in die letzte Runde geht, wird wohl aufgehen, weil das wird jetzt, glaube ich, ein ewiges Hin und Her. Oh, Heavy God. Und damit hier stimme ich dir voll zu. Es wird wahrscheinlich hin und her bleiben. Wahrscheinlich jetzt die Eco-Runde von MOUZ. Denke ich mal. Vielleicht forsten sie auch. I don't know. Aber ich denke eigentlich die Eco-Runde jetzt nötig. Es steht jetzt hier 10-10. G2 sollte eine Hälfte kriegen können. Weil wir uns daran erinnern, das letzte Mal MOUZ eine Waffe gesaved, eine Eco gegangen. Da war es dann die Deagle von Jimfett, der die Runde aufgemacht hat. Und damit hat man sich dann eine Eco sichern können. Also vielleicht könnten wir sowas nochmal sehen. Mal gucken gleich. Es ist der Force-Buy. Das ist ein Force-Buy. Okay. Man sagt, das Geld auf der anderen Seite ist immer noch so schlecht, dass wir hier forcen können. Man hat recht. G2 hat immer noch nicht wirklich viel Geld übrig. Und G2 hat eben auch keinen Loss-Bonus, so wie MOUZ. Jetzt MOUZ hat quasi so ein bisschen den Vorteil, aber Sphinx fällt. Und das ist die Waffe rausgenommen. Die AK, die man durchgebracht hat, liegt auf dem Boden. Damit G2 hier guter Kontrolle. Erstmal Richtung A und MOUZ müssen jetzt überlegen, wie sie das machen wollen. Torji hat nur die Scout, um hier die Ace halt gerade alleine zu halten. Torji kriegt das Angebot von MOUZ, nutzt das Angebot von MOUZ. Und der war auf die Brust gezielt, aber naja. Also Kinn ist auch fast Kopf. War wohl ein Headshot, ja. Aber damit ein wichtiger Kill. Gerade in so einer Runde, gerade für Torji hier weiter Confidence bekommen. Ist mittlerweile Zweiter im Scoreboard bei MOUZ nach einem langsamen Start. Mit dabei. Dieses 4 gegen 4 kann in beide Richtungen gehen, aber Sampais nimmt Exertion raus. Jimfett mit der 5-7 fällt auch. 2 schnelle Kills und ist es gerade nur noch Torji hier mit der Scout abgemollt. Muss sich fallen lassen. Und will man dafür gehen? Torji und Brolin. Nein, möchte man nicht. G2 auf 11.
Und MOUZ hat gerade schon geforst. Nächste Runde wird das Geld jetzt nicht besser sein. Eigentlich muss man dann gegen 12 saven. Und dann vielleicht auf einmal G2 mit der Möglichkeit, hier doch noch Overpass zu gewinnen, nach eigentlich einer nicht so guten ersten Halbzeit. Bin mal gespannt. Die M4 kann man sich mitnehmen, das ist natürlich super. Vitor will die Hamas nicht haben, er bleibt lieber auf der Scout, I guess. Ja, er hat noch eine AK gefunden. Naja, gut, die nimmt man natürlich gerne mit. Stimmt, ja, ne? Also wir kennen uns. AK gegen Scout, also ja, das ist ja... Ja. Oh, ich möchte das ist schon ein okayer Trade. Ich will diesen Scout-Kill nochmal sehen, muss ich sagen, weil ich bin mir nicht sicher, wie das auf dem Kopf war. Okay. Ah, Smoke. Das ist ein gutes Replay. Erstmal so, dass sie nicht lag. Ah, wir sehen es nicht. Nee, wir dürfen es nicht sehen. Schade. Aber gut. Die Two der Vorteil wieder auf ihrer Seite. Sie sind vorne. Und MOUZ muss jetzt von hinten kämpfen. Und es ist die angesprochene E-Runde. 2 gesavte Waffen, mit denen man hier hoffen muss, was zu holen. Und es geht ganz schnell auf die B-Side drauf. Man rennt hier so ein bisschen in den Stack rein. 3 Spieler im Wasser. Braun kann einen nur machen. Und MOUZ schreddet einfach einmal runter. Das ist der Buff auf der MP7, den wir da ausgespielt sehen. Und Spinks und Torji 2 gegen 4. Und Torji ist eigentlich schon im Safe, während Spinks nochmal gucken geht, ob er nicht noch einen Exit machen kann. Ja, Spinks wird der Wetternecke einfach nur hocken. Torji save die Waffe. Und G2 kann sich schon mal überlegen, wie sie das jetzt in 2 Runden über die Runde bringen können. Damit sie dann den Pick von MOUZ gewinnen können. Ja, wir haben es von der Analyse gehört. Man gibt MOUZ sehr, sehr wenig Chancen darauf, das 2 zu gewinnen. Eine lange Zeit eine Map gewesen, die sie nicht gespielt haben. Jetzt mit Anubis natürlich das Problem, dass sie 2 Maps haben, die sie nicht spielen wollen. Sie nehmen dann lieber das 2 in Kauf. Das heißt, G2, wenn sie die Map hier holen, dann ist das hier ein sehr wahrscheinliches, sehr gut mögliches 2-0 für sie. Hier. Eigentlich hier für eine gute Situation für Brodden, der kriegt eine Aufgabe, aber MOUZ, wie angesprochen, dieser Buff auf der MP7, sehen wir da gut ausgespielt. Alles reingekauft, was ging bei MOUZ. Springs eben mit der AK. Torji wieder mit der AWP. Kriegt Mitte kein Angebot, zieht sich da jetzt auch erstmal zurück mit in die Toilets. Beziehungsweise schiebt er Richtung lange hoch. Mit Sirschen halten hier. Monster. Nicht viel gekillt. Mattes kann aber zumindest Schimpet nochmal gegentraden. Hält's damit zumindest im 3 gegen 4. Ah. Aber es ist hier jetzt tatsächlich mal diese erste Chance für G2, das Ganze zu beenden. Aber es ist MOUZ mit dem Vorteil. Wir haben es von Mattes und Malps schon gesehen. Die sind stark genug, das Ganze potenziell zurückzuholen. Malps hier 23-14 gerade unterwegs. Man wartet, man lässt sich Zeit. Malps jetzt den Weg durch den Monster durch, der Molly, aber erst davor. Und das ist so wichtig, weil er das Timing auf Exertion finden kann. Der nimmt gerade einen Smoke in die Hand und Smoke hier raus. Bollen kann zumindest Matis nochmal gegentraden. Hates damit zumindest einen Vorteil von MOUZ, was die Kills angeht. Und jetzt ist die Frage, wie man da mitmachen kann. Ah. MOUZ seine Schüsse treffen dann noch nicht. Oder kann da crossen. Kann sich auch nach vorne wagen. Aber der Plant ist durch. Surprise ist ready mit der AWP. Holt den ersten Shot gegen Broden. Und damit verbleiben nur noch Spinks. Nur noch Torji. Und die beiden machen das auch. Halten MOUZ am Leben. Und dann geht's wirklich in die letzte Runde. Ja, alle 24 sind nötig. Die Two hatten gerade ihre beste Chance, zumindest von den Waffen her. MOUZ recht wenig Utility gehabt eigentlich in dieser Runde, aber dann ist das so eine Runde, wo man einfach mal schneller spielen will bei G2. Das geht gar nicht auf. So, und da muss man in dem Fall sagen, es war die ganze Zeit eigentlich dieses Langsame und jetzt hat MOUZ keine Utility und dann spielt man schnell. Und das ist nicht das, was man gegen wenig Utility machen will und am Ende geht es nicht auf. Und dementsprechend hier MOUZ mit einer ganz wichtigen Runde. Und jetzt gewinnt Torsi dann auch den Opener. Hat die AWPs ein bisschen aggressiver in Con.
Wichtiger erster Kill, trotz der Flash. Und MOUZ will das Ganze hier in Overtime bringen auf ihrem Map-Pick. Wäre wild. Dann würde sich vielleicht wieder so dieses MOUZ-Falcons-Ding wiederholen. Dass man immer so Overtimes braucht, um Maps zu gewinnen. Torji jedenfalls. Das ist gehört, oder? Das Scopen muss gehört sein von Maps. Kann da durchgehen. Er hört aber halt nur die AWP. Tja, und damit hier 2 für Torji in Runde 24. 3 gegen 5. Und man hat Matis und Maps, die beiden Top-Fragger rausgeholt. Yes, geholt. Boah. Durch die Flash auch. Ja, okay. Wichtiger Kill nochmal von Hunter. Das ist ein 2 gegen 4. Entschuldigung, es ist ein 1 gegen 4. Ich möchte da gerne korrigieren. Ja, Hunter, okay. Nee, alleine, okay. keine Chance. Overtime auf Map 1 zwischen G2 und MOUZ. Und da ist es wieder Spinks, der einfach lang durchläuft und dann in den Rücken des Gegners spielt. Und diesmal aber nie nur ein Frag, sondern 2 halt klickt. Und damit halt die Overtime holt für MOUZ. Und jetzt bin ich sehr, 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 sehr gespannt, ob das eben wirklich so dieses Falcons-MOUZ-Ding wird. MOUZ muss halt eine Overtime spielen, damit sie die Map beenden können. Schauen wir mal. Stark. Torji, der sich reinhalten wollte, dann so, Glück gehabt, Overtime. Ja, okay. Aber Torji darf auch reinhalten, hat wichtige Kills in der Runde gemacht. Mal die Nate genau auf Brawl ins Kopf. Overtime, Runde 1. Das ist immer so ein wichtiger Faktor, wer hier gut reinkommen kann. Beide Seiten, starke T-Seiten gespielt. Spinks macht nur einen Hunter-Trade, dabei hat Matisse rausgenommen. Exertion nutzt das natürlich, dass man da im Connector die Kills holt, dass man den Raum da macht. Dass er da vorgehen kann, aber Hunter ist ja noch im Connector drinne. Gesehen. Ja, es sieht nur Gympad. Ja. Er hat nicht die Info, dass Exertion ist. Das kann er ausnutzen. Sehr möglich. Wird er mit Surgeon rechnen. Surgeon kann es genau das, was du sagst, ausnutzen. Und damit hier den klaren Vorteil für MOUZ die Overtime reinsichern. 2 gegen 4. Tristan Pius und MOUZ. Bleibst aber am Leben. Kann hier nochmal was machen. Kriegt den Kill gegen Brolin. Irgendwie hat er den. Und damit ist es jetzt hier Torji, der das Ganze gerade halten muss. Jetzt ist die Frage, wie viel er da machen kann. Hinter ihm kommt dann Pius auch noch immer näher. Und der ist schon scoped. Torji wird das nicht hören. Aber er weiß, dass das eine Möglichkeit ist. Er weiß nur, wo einer ist. Und man hittet hier Sunpies an. Torji jetzt auf der USP. Sunpies kann da nicht reingehen. Doch tut er und macht den Kill im No-Scope. Aber Exertion ist da, holt Maps raus. Dann ist es nur noch Sunpies. 20 Sekunden. Er hat die Bombe und ein 1 gegen 2 vor sich. 15. Und die Zeit rinnt. Er muss irgendwann den Plant gehen. Das macht er jetzt. Kriegt ihn auch durch. Aber dann ist eben Gympad schon von hinten da. Erste für MOUZ. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht der Vorteil für sie, dass sie da auf der City-Side starten. Ja. So Kills können passieren, die gehören dazu, aber das Maps, die den Kill auch Brian schon wieder bekommt. Der ist so gut drauf hier auf Overpass. Jetzt hier. Sehr gut gesetzt, sehr schöner Kill. Haben die Tour. Sie ziehen ihr Timeout in dieser Overtime. Das eine, was sie haben. Naja, für sie wäre es besser, wenn sie jetzt auf der T-Side diese 2 Runden holen, dass sie mit einem 14-13 reingehen. Ihre City-Side war ja auch gut. Da ist dann das Potenzial vielleicht besser. Und wenn jetzt natürlich gegen MOUZ in dieser ersten Hälfte der Overtime nicht so performt, gibt es einfach für MOUZ zu viele Chancen, das dann zu beenden. Schauen wir mal rein. G2 brauchen hier diese Runde auf dieser T-Seite. Immer schwierig, aber nicht unmöglich. Torji wieder in den Connector. Ganz schnell rein und sofort der Kill gegen Matisse. Der zweite Open-Ein-Con von Torji. Und
Und damit hier der klare Vorteil wieder für MOUZ. Und diesmal zieht sich auch Torji nicht zurück. Er bleibt genau hier stehen, möchte hier keine Kontrolle abgeben. Das Problem, hinter ihm kann man reinkommen. Spinks macht die Kill auf seinen Preis und Torji hat den zweiten gefunden. Die Nate. Nate nimmt MOUZ dann auch noch raus und MOUZ auf einmal in der Overtime. Sind sie das klar bessere Team? Ich weiß nicht, wo dieses MOUZ in der regulären Spielzeit war. Hunter, der einzig stehende Spieler. Er hat die Bombe, aber er hat eben auch einen 1 gegen 5. Und schaust dir an. Man ist aware, genau diese eine Position, wo er wirklich sein kann, lang. Und man wird hier nicht zulassen. Vielleicht lässt man einen Bombenplan zu, aber das wird einen nicht stören. Und dann ist es Brolin, holt ihn raus und MOUZ auf 14. Ein schön grundaggressives MOUZ auf der City-Side mit Torji. Schnell in den Connector, macht diesen wunderschönen Frag mit der AWP. Und auch Spinks, der vom Party aus das so gut macht. Er sieht noch Sampaios, wie er da hinter die Wand geht, kriegt ihn durch die Wand. Und dann die Nate natürlich gegen MOUZ. Zucker. Tja, G2, sie müssen sich jetzt ganz dringend fangen. Die Timeout haben sie schon genommen. Und auf einmal ist dieser Vorteil in den Waffenrunden, den G2 die ganze Zeit hatte. Wir dürfen vergessen. MOUZ ist so gut reingekommen in das Spiel. Jeweils hat beide Pistols geholt, hat jeweils die Conversion-Runden bekommen. G2 sah in den Waffenrunden besser aus, aber hier in der Overtime ist es auf einmal MOUZ, die sich dann doch irgendwie schon wieder in der Overtime finden. Und die Two müssen jetzt hier eine T-Runde nochmal holen, um eine Chance zu haben. Ansonsten müssten sie 3 Runden zurückholen. In Folge gegen MOUZ. Ab in die Banane, ab über Toilet. Spinks mit 26 Kills läuft entgegen, ist blind von der Frag von Hunter. Dementsprechend kann er dann geholt werden von Mattis. Dann ist es Torji auf der Side, kann sich noch zurückziehen. Lässt sich hier weit fallen. Plan kommt dementsprechend natürlich rein. 4 gegen 4 Molly auf dem Planteil ist nicht richtig geblumt und dementsprechend jetzt hier eine Möglichkeit. Exertion hochgeboostet, ein ganz schneller Kill hier gegen MOUZ. Und damit ist der Vorteil von den Männern wieder auf der Seite von MOUZ. Die haben einen mehr im Server noch. Jetzt ist nur die Frage, reicht das? Diese eine Person mehr. Das geht jetzt hier langsam raus. Man lässt sich ein bisschen Zeit. Man hat natürlich die Kills. Hunter hat noch genau eine Flash. Das ist das, was an Utility noch vorhanden ist. Und die wird er jetzt hier setzen, damit man von lang rauspieken kann. Die ist nicht schlecht. Mattis kann jetzt hier Exertion rausnehmen. Der war noch ein Flash, aber Torsi tradet gegen. Und dann sind es nur noch Heavy God zusammen mit Hunter. Und Heavy God kann einsetzen, aber Hunter fällt. Heavy God 1 gegen 2. Diffuser, die 9. Kriegt die Kill und die Zeit ist nicht mehr da. Dimpen macht die Kill, aber er hat keine Zeit. Und G2 sichert sich noch eine 13. Runde. Uff. Schön die Ruhe behalten von Heavy God, so wie man ihn auch kennt. Wenn der mal ausrastet, ist das was ganz Neues. Außer mal ein bisschen brüllen. Aber das hat er gut Ruhe bewahrt. Den Diffuse denied. Ja, und MOUZ nimmt sich jetzt das Timeout. Sie wissen, sie brauchen bloß noch 2 Runden. Sie wissen aber auch, dass G2 City-technisch auch sehr gut und solide gespielt hat. Absolut richtig, G2. Wie gesagt, generell in den Waffenrunden die ganze Zeit besser gewesen. Haben wesentlich mehr Waffenrunden gewinnen können. Gerade in der ersten Halbzeit. Auch wenn sie am Ende nur, in Anführungsstrichen, 6 Runden auf der CT-Seite hatten. Dürfen wir nicht vergessen, die Hälfte der Runden von MOUZ. Das waren die ersten 3 Runden der Halbzeit aufgrund von der Pistol. Und danach eben eine Eco-Runde, die man dann auch noch lucky gewonnen hat. Mit guten Deagle-Schüssen, was passieren kann. Aber eben nichts Replizierbares. Das heißt, die Waffenrunden wesentlich besser gewesen. Und dementsprechend da tatsächlich eben die tue hier aus meiner Sicht sogar fast mit dem Vorteil. Ja, ich glaube, das ist auch das, was sich da MOUZ dazu selber gedacht hat. Dass die das wissen. Torji jedenfalls kriegt hier einen guten Hit ab, aber es ist wieder nicht der Kill. Es ist wieder nur der Unhit, den uns Sampaios gelegt hat. Aber Maps eine gute Position, kann dann noch ein kleines bisschen über die Smoke drüber gucken Richtung Party. Hat aber Torji dann nicht mehr gesehen und Surgeon nutzt die Smoke, um da zu crossen Richtung Toilet lang. Und da wartet Sampaios, der hier in der zweiten Halbzeit ein bisschen reingekommen ist und dann irgendwie dann auch nicht mehr da war. Es hatte ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Dann hat er einige sehr gute Runden gehabt. Jetzt hier gegen Surgeon fällt. Die Aggressivität gepunished. Und damit Man-Advantage jetzt hier für die Seite von MOUZ. Und wenn sie jetzt die Runde holen, dann haben sie 2 Möglichkeiten selber, das Ganze zu schließen.
wie es G2 bereits hatte. Guck. Schauen wir mal rein, Torji. Ja, was fliegt mal jetzt rein, aber er macht den Kill nicht. Selten gesehen AP, das bringt ja auch mit dem Timing, aber kann nur Damage machen. Weiße Spieler wollen rotieren. Aber dadurch, dass er da sich nochmal bekannt macht, sorgt er nochmal dafür, dass Leute unten bleiben. Hunter, abgeholt von Jimpad und dann sind es nur noch Matisse und Heavy God, um hier den Map-Punkten von MOUZ im Weg zu stehen. Und in 2 gegen 5, ja, viel Damage. Aber ist das machbar? Schwierig. Also Torsch mit der AWP, wenn er sich da tief stellt. Mit Bank abaimt. So, wer steht denn close? Xerxen steht close. Brolin auf dem LKW für Heavy God nicht zu sehen. Also so richtig keine Möglichkeit, jetzt nochmal einen Zugriff zu kriegen, außer kriegt man ein Angebot von einem Peak von Xerxen kriegt er das, aber wird halt nie so richtig gehittet. Ja. Jetzt ist es dann nur noch Heavy God mit der USP. Ah, kriegt immer 2 Kills. Ist leider vollkommen egal, dass er 2 Kills noch bekommt, aber da waren 4 Spieler unter 20 AP zwischendrin, als er im 1 gegen 5 da stand. Wenn er da ein bisschen mehr Zeit hat, wäre das machbar. Und dementsprechend hier am Ende jetzt aber trotz allem MOUZ, die sich jetzt hier 2 Map-Punkte sichern auf ihrem Map-Pick. Und wie angesprochen, sie müssen diese Map gewinnen. Das 2 wird so schwierig gegen G2 zu holen. Und hier in der Runde, aktuell jetzt in der Overtime generell, geht fast nichts mehr richtig für G2. Aber ich nicht, ob das MOUZ unbedingt pieken musste. Er stand dort in der Ecke. Ich weiß nicht, ob sie das auf dem Schirm gehabt hätten. Wenn sie einen Spieler von der Side gehabt hätten, der ein bisschen die Info baitet für ihn, dass er da weiter in der Ecke stehen könnte, dann hätte er es punishen können. Dafür nimmt MOUZ den Fight in Connector an, darf aber nur einen Frag machen. Und das ist Matisse und MOUZ sind raus. Das ist dieser Confight, der in der ersten Halbzeit immer und immer wieder in Richtung von G2 ging. Selbst als MOUZ nur mit der Deagle standen, von 3 Leuten nacheinander gepiekt wurde, hat er sie alle geholt. Aber hier und jetzt ein Kill. Aber diesmal ist der Trade eben da. Und man hat eben gleichzeitig auch Matisse gefunden. Damit hat MOUZ hier den Vorteil. Eine bessere Chance werden sie nicht kriegen, um diese Map zu schließen. 4 gegen 3. Aber eine Minute noch auf der Uhr, mit der man hier arbeiten kann. Man nimmt nach und nach ein bisschen was an Raum ein. Sunpie ist in den Toilets drin. Wird hier gleich eine Aufgabe kriegen. Und auf der CT-Seite generell von ihm heute einfach nicht gut unterwegs. 11 Kills nur im Server. Hunter nimmt den ersten Kontakt, kriegt ein bisschen Info. Wie viel kann er damit wirklich machen? Sunpie ist verfehlt, lässt sich fallen. 30 Sekunden aber nur noch. Ja, B ist offen. Mit dem Kill von Spinks ist B offen. Nee. Gut, Hunter ist jetzt unten. Dementsprechend geht man auch wieder weg vom Connector, geht es doch Richtung A. Also es sind noch 20 Sekunden. Jetzt geht man geht wieder nach unten. Jetzt reicht aber von der Zeit, dass sie noch mit der Bombe drauf können zum Planten. Ja. Und Hunter ist ja auch schon wieder nach oben gegangen, ist jetzt abgesmockt, also oh, er will mit dem Frag reicht es. Aber der Plan geht durch. Sunpie ist mit dem Wallbang auch nicht drauf und er steht mit einem 1 gegen 3. 11 Kills, Bottom-Fragger. Und er muss es hier machen, um Overpass am Leben zu halten. Und er versucht das. Aber wird ihm nichts gegeben und er hat auch keine Waffe, die er irgendwo aufheben kann. Muss mit der AWP hier rein. Als erstes gegen Torji versucht er den Wallbang nochmal drauf zu kriegen. Weiß, wo Torji steht. Weiß genau, wo der steht. Ich weiß nicht, wie der nicht drauf ist, aber das ist doch die Säule im Weg. Und Sunpie fällt und MOUZ sichert sich hier Map 1 in der Overtime.
long. I don't see anyone long. Out, Nicky. Reactor out long. Crouch. They know no up, okay? Nothing come. Yes. One is already out long. Banana one. Over rotate. One could be close to you guys and I need flash for long. Let's go bank, Nema. Let's go bank. Upper that long. Maybe one banana. I'm rotating now. They can be close. They can be close, guys. Yes. Flash over. Can you flash over? I want to clear side. When it's close, Nico. No. Come and fight Nico with me. Come and fight Nico with me now. When it's close, Nico on me. Yeah. 3, 2, 1. Thinking. Get a headshot hiding, okay? He's Nico. He's Nico. He's Nico. Yeah, I'm picking him from left, Nema. I'm picking from left. Yeah. He's so like that. Nico. Nice! Nico full short. He's water. Blind. City, I smoke heaven. CT fighting, CT and heaven out. Heaven dead, CT one. CT half HP, some piles. And one heaven, both here. One heaven. Heaven out. He's peeking. I'm gonna get shot. CT dead, Dory, CT dead. You can take good position. אני מחזיק שמאלה כזה, לוטן. יכול לעבוד ווטר. אני חוזר. לא, תחזיק שמאלה פשוט. יש לי את הימין. כן, יפה, אני מפיק עליך. אני עושה ז'יגל פיקס, אוקיי? Water. Time. Sarah HP. If you... Nice! Dory. Nice, Dory! Boys. Extra innings required on overpass where MOUZ would eventually secure that home run. By no means did G2 give them an easy ride, but those individuals we so desperately needed from MOUZ finally came alive. No question who came out on top in terms of the AWPing head-to-head. Spinks finding his flow state as well. Even when G2 pushed them to pre, MOUZ, they don't break. Isn't this exactly why we love Counter-Strike so much? With this high type of octane game, that was absolutely incredible. Like with both teams looking, sometimes they were falling flat and losing unlosable situations, and it came down to the clutches, it came down to the individuals. It was a game that really got our hearts racing, and you know, to MOUZ picking up Overpass, that's something we talked about being very important for them moving forward, because moving into those two, it's going to be different. But first of all, Overpass. Yeah, I think nice change of pace after that first quarterfinal, right? Getting a close game, and we touched on having a good start for MOUZ, and I mean, they won both pistols. Without that, I think G2 wins this game really comfortably. When it came to the gun rounds, you could see that they were very well prepared. You know, they had a lot of different opening moves. They were playing together, they were decisive, and some of their individuals did a lot of work early on. Yeah, I think that factor just goes to show how competitive this first map was, right, JL? This is arena Counter-Strike that we know and love. Oh yes, I mean G2, even with Sampai's having a really bad game, they made the game really competitive, and just shows how when you have a team of 5 team players, you don't really need a star player. People are going to compensate for each other, of course. Just because they lost 2 pistols, I think that's the only reason they lost the game, but I feel like G2 were just a little bit better in overpass than MOUZ were. Let's immediately dive into some of those close situations we were talking about. This one kind of reminded me of Torzy in the group stage, saying, you know, there were rounds we weren't supposed to win that we did manage to get over the line, because in this round 10, Yanko, MOUZ coming in with less than ideal in terms of weaponry. What's the story here? Yeah, I mean, outside of the pistol round, they were really struggling to get rounds on this T side. In gun rounds, G2 was shutting them down, so now they have an equal. We're going to save them for exertion, right? But you can see MOUZ still pretty deep, considering this spy gets the first kill. Sampai's here, double zoom, gets owned by Jimmy, who gets the second kill on MOUZ too, and just completely this defense falls apart. The problem is that, you know, Hunter can't even do anything to delay them, to deny them the bomb site. MOUZ can take good positions and just stealing around the way really from G2, and it seems like all of the momentum was on G2 side. It's just this rounds that, again, G2 just can't really afford to lose, you know, and it comes down to the individual mistake. I think we highlighted the double zoom for Sampai's in this situation that really did put him in a position where he actually didn't catch the kill. He would catch in between the zooms, and that just allowed, obviously Jimmy hitting a really good shot and then getting the second one as well, just allows them to get the afterpan situation, pick up the weapon, and then outplay the situation. And when you see this guy rotating back, having a flash, and the guy needs to find a guy playing long, but also a guy bathrooms, it's just an impossible situation to salvage. And you could see on the faces of G2 that it was just
oh, we could not afford to lose that one, you know. And it's so hard getting to be sitting in on this stage, losing these rounds when you feel like we were actually about to hit a really good stride inside the game. You're nodding there, JL. Have you been in those situations? Would that be how you were feeling if you were on the side of G2, MOUZ getting away with that one? Oh yeah, 100%. I've been on the side of giving out the deagle headshots and also receiving the deagle headshots. When you give them out, it's really nice, but when you get those headshots, oh, it kind of ruins the mood for a couple of next rounds for sure. There were so many moments during this map where, you know, the side that maybe weren't meant to get it over the line managed to convert it in their favor. Round 15, another example. Second half, this time from the side of G2. Yeah, but G2 is left now in a situation where things is just getting extremely out of control. Like, if they don't win this one, then I think MOUZ will run away with it. And we do see that the classic utility usage here to get control over to the A-bomb side. The boost here from Torsi is what really catches my eyes. You know, they seem prepared. They were ready for some Pyres going for this one once again, losing out the trade frag. And G2 is left in a situation where they can only do one thing, and that is pretty much searching up short. They catch a super good timing right here, seeing Exertion drop to water, and then from here on, it's literally bringing them back into the game by having a 3v3 situation. This is extremely crucial. Like, G2 is not doing anything tactically genius here. They're just hitting their shots, catching a good timing, and from there on, the game just keeps delivering. And G2, they needed this round to stay in the game, because if not, MOUZ will have run away with it. Honestly, good timing was gifted to them by MOUZ. Like, why are they playing 2B in a 5v3 where Spinks is like got into playground? Why are two guys still on A? What are you worried about? Like, and I think that's the phase from Exertion when he dies. It's like, yeah, he gets wrecked, but I think he's sort of questioning, like, why are we only 2B? You know, when we've gotten so much information, and yeah, absolutely should have just been MOUZ, you know, converting that first gun round, but this gave some life to G2. Is that the correct analogy in this moment? Were you also questioning maybe why they made that certain call? I could have even said it better, because on overpass, late round scenarios, 3v5s, 3v4s, your easy way out is to go at B, trade, go in a 2v3, 3v3, but MOUZ given that the person that's perfect scenario of not killing anyone, and then it's a 3 versus 3 with people out of position, they're towards A, they're towards heaven, and yeah, G2 just came on top. And this was pretty much the only thing that G2 could actually have done in that situation, because if they would have gone to the A-bomb side, they would have faced probably, obviously, more players. Spinks had a really good position. The thing is, if you want to approach the A-bomb side, the only way to actually get there without getting spotted, because jump spotting on the A-bomb side is very crucial, you get a lot of information. They've probably been seen. They would have had to come from the toilets and probably run into a crossfire, because they wouldn't be put down the utility, yada, yada, yada. So for them to go for short was like that one thing they needed to do. They got it right. And on the MOUZ side, sure, there was pretty much a mistake that Spinks had that much space, didn't rotate a guy coming over to help B, but obviously the read was different. And when we come into the tail end of what was regulation, we've got to talk about some of those high-octane moments, because the clutch factor, it was real for a couple of these guys, right? Really unfortunate for G2 that they couldn't just do a little bit better in these rounds. I mean, look at this, it's 3v3 and they have deep control of the bomb site too. You're thinking MOUZ for a second looked like they were going to save, but they changed their minds, maybe because of the economy. You know, Heavy God, low HP, loses the fight to Brolan. MOUZ is deep. They're trying to play off of each other, but it's not easy. He goes for the peak, gets spotted, right? Like maybe a bit of nerves kicking in, unable to stay in one spot and wanting to be the one that peaks. So losing this 3v3 was really painful, and then after that they end up in another 2v1. I mean, here Hunter doesn't even connect on one single bullet. I guess they're worried for, I don't know what they're worried about, because Torji could not have come from behind them. So you just need to make sure he doesn't go out to kill Sampaio's planning, right? He has a smoke. You don't need to be pushing before that smoke blooms. Some questionable decision making in key moments in these back-to-back clutches. If G2 just wins one of them, I think they close out the game in regulation. Just haunting them, specifically that 1v2 against Torsi. I think that was like, that's the grim one. The other one, if Heavy God just gets the flank kill, then it's pretty much over. But the 1v2 conversion was just poorly played. That was like, as you mentioned, maybe they were like hesitating too much. They were not just getting the bomb down. You had a guy like playing a little bit too like in front of the bomb. And Sampaio's not getting the bomb down, obviously just doesn't put him in a good situation. Then he's left in a 1v1 where there's a smoke where you never know if he's going to go through the smoke when he's planning, or he gets like a timing. It puts a pressure on him instead of just getting the bomb down and working around together. And you don't want an op in that situation, right? Like, because he's playing around the smoke. And that's another why it's a mistake from Hunter. If he just lets Sampaio's plan, Sampaio can run all the way back into bathrooms and play off. How are you going to win that round if you're Torji? So I think it's going to be really frustrated about that one. You obviously touched upon maybe the lack of impact really early on from Sampaio. It wasn't really a great map for him. Would you put that as the only symptom of G2 suffering on this map, or were there other things that you feel like they struggled with throughout the duration of this one? I feel like there were more things. It's not just Sampaio's op, because on the Caesar side, he didn't have much op. He didn't have a lot of kind of opportunities to play, because MOUZ played a really good T side, and I feel like
the combination of G2 not having enough, I don't know, knowledge of the map that doesn't allow some players to play his own game, or maybe he just doesn't like the map at all. We never know. And They do know a thing or two about Dust too, though. I do want to focus a little bit of attention on this because obviously it's been a little bit in out, shake it all about for MOUZ because it came in back 9 months ago, and then obviously the map was changing. Now with Train being removed, they have to leave this in as an option, right? We saw them take on Falcons. That was a very high-octane overtime affair. What did you take away from MOUZ? Another team that threw some clutches. Yeah. I think it was 6-0 for MOUZ in that game. But listen, I said these teams are very similar, so I expect MOUZ to be very well prepared for this map. That's what I'm curious to see, what their approach is going to be, what is the game plan to sort of break G2 on this map. I think they could have expected this pick to come through as well, right? Like, it was labored, but the most important thing is they managed to win on their own map pick. And G2, they have to show that they're able to mentally reset because they'll definitely feel like they had that game in their hands. That's the two storylines we need to be looking at. Like, the mental reset, is that going to be there for G2? And are they capable of doing it? And I really think that the game against Falcons and MOUZ played in the group stage is going to be very instrumental to how they may be approaching. It's one of these games that are, sure, it's different because it's a different kind of team. But I think that MOUZ now gets the point to where they've actually had that really strong and really close game on Dust 2. That's going to pay into their favor to how they want to approach it. I think it's important for G2 to deny MOUZ a good start, not just because of the rounds. MOUZ is maybe even the best team out there at controlling the economy and at playing the macro game and saving and giving themselves opportunities. Well, maybe outside James teams, but giving themselves as many opportunities as possible, right? So we'll save a gun here, save a gun there. There'll always be maybe an op on Torji. There'll be something to deal with. So if you can deny them that good early start, win the pistol or just get an early reset, take control of the economy, you're really putting them on the back foot. Well, either way, MOUZ finding themselves 1-0 up in this quarterfinal, but don't think this is going to be an easy run to the semi. It's a complicated relationship with Dust 2. That is what is going to be greeting them on the other side of this break. Verloren gegen Bots. Woran liegt das? Keine Corsair-Tastatur. Voran ist okay. Wird getradet. Hit ist bekannt. GT auf das Side. Cristiano Ronaldo! Ist das krank, Alter? Sei nicht wie Trill. Support ist kein Mord. Lasst einen Sub da und genießt die 8CS ohne Werbung. Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier zu den Intel Extreme Masters in Krakau, meine Damen und Herren. Es ist ein spannendes Matchup, was wir hier haben. Map 1 zumindest schon mal zwischen MOUZ und G2 in der Overtime gewesen. Aber Judy, hast es schon eben mir auch so ein bisschen gesagt, MOUZ muss schon wieder in die Overtime eine Map zu gewinnen. Was hat es damit auf sich? Ich weiß nicht, irgendwie ist das so bei denen im Gameplan drin oder so. Vielleicht steht das auch irgendwie auf dem Cheat Sheet drauf. Overtime ist gleich Win. Und das kann, oder sie wollen einfach diese extra Runden, um sich noch wärmer zu spielen, oder ich weiß es nicht. MOUZ braucht das einfach. Das ist einfach irgendwie in ihrer Team-DNA drinne. Ja, es wirkt zumindest so. Du hast im Kopf, du hast natürlich jetzt vor kurzem was auch erst gecastet, als gegen die Falcons ging. Da war es ja auch zweimal in der Overtime. Das haben Da war ich nur Zuschauer. Ich habe das andere, ich habe das andere Game. Ich habe Vitality gegen Aurora gehabt. Ja, und da war es ja auch in zweifacher Overtime. Ja, unbedingt. Sie mussten vierfach auf der ersten Map of Enchants spielen. Ja, dafür ist Aurora dann auf Map 2 ziemlich untergegangen, aber wir müssen mal sehen, wie das dann jetzt gleich aussieht. Für die Seite von G2 natürlich, das 2 so eine Map, auf der wir normalerweise gar nicht so viel von MOUZ erwarten, aber sie haben sie eben gegen die Falcons gewinnen können. Und das Ganze war natürlich dann 19-17 am Ende für sie. Es war sehr eng. Und es ist dann trotzdem ein wichtiger Win gewesen. Und generell dieses Jahr
gegen Aurora verloren 3:7, aber zweimal auch gewonnen für MOUZ, jetzt wo sie es wieder spielen müssen. Also vielleicht so ein bisschen eine Chance. Das Problem auf der anderen Seite steht ein G2. Dann spielen natürlich das 2 wesentlich lieber. Ja, ich glaube, bei MOUZ ist es noch nicht so eine Freundschaft mit das 2 geworden, aber vielleicht so eine kleine, ja, so ein kleines okay finden. Wir werden nicht Freundschaft sagen, aber okay finden. Und das könnte es vielleicht sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht so einen kleinen Boost jetzt rausnehmen, dass sie halt Overpass gewonnen haben und dass sie dann sagen, nee, komm, wir wollen jetzt nicht diese extra Fahrten machen mit Mirage, wir wollen es lieber gleich auf das 2 beenden. Das, was ich sehr interessant finde, wenn man rein auf Statistiken schaut, ist Mirage nochmal eine noch bessere Map für G2, als es das 2 jetzt ist, rein von den Statistiken her. Dann natürlich Mirage häufiger gespielt von MOUZ, aber nur einmal gewonnen in 4 Maps. G2 auf der anderen Seite eben 3 von 4 Mal gewonnen über 4 Maps. Also da sieht das theoretisch rein statistisch besser aus, aber natürlich wissen wir alle, dass es ein bisschen anders ist. MOUZ natürlich ein Team, was wesentlich über Mirage spielt als das 2. Aber es wird auf jeden Fall gleich hoffentlich nochmal eine genauso spannende Map. Ich hätte nichts gegen den 2-0. Einfach aus persönlicher Sicht, weil ich einfach MOUZ natürlich überraschend gerne mag. Dafür, wir waren jetzt vor kurzem erst für die Major-Produktion bei denen. Das heißt, einfach auch bessere persönliche Details hin. Aber ich sag mal so, G2 ist auf jeden Fall nicht raus. Es ist auf jeden Fall möglich, dass sie das Ganze zurückholen hier auf das 2. Und wir sind auch nicht mehr wirklich weit davon weg, auf das 2 gleich aufzugehen, Julian. Ach, diese Kamerafahrten, dieser Pokal, diese Stage und dieser Timer, der uns verrät. 35 Sekunden. Dann geht es rein in das 2. Und da ist es eben G2. Die wollen das hier holen. Die wollen über Mirage dann es schaffen, am Ende ins Halbfinale zu kommen. MOUZ. Die wollen unbedingt wieder gegen Vitality spielen. Es wäre nicht das erste Mal. Es ist dieses Matchup, was wir letztes Jahr so häufig gesehen haben. Es steht nochmal im Raum. Es gibt nochmal diese Möglichkeit. Aber das Ganze können sie jetzt hier vielleicht mit einem 2-0 gegen G2 schießen. Oder wir gehen nochmal auf eine dritte Map. Es ist der Mapping von G2. Es ist das 2. Just two. Fight. Und diesmal auch ohne technisches Delay. Direkt rein in die Karte, direkt rein in die Pisterunde. G2 dürfen hier auf der T-Seite starten. Wir erinnern uns, FURIA hat eben tatsächlich selber den T-Side-Start gewollt. Aber hier ist der ganz klassische Start von MOUZ auf der CT-Seite. G2. Sonst würden sie vergleichsweise etwas schneller Richtung B gehen wollen, aber halten sich erstmal zurück, nehmen jetzt erstmal Tunnels-Kontrolle. Man möchte hier erstmal noch nicht in diese Dudes reinlaufen, Torji. Gegen Heavy God, aber kriegt nur Info. Muss sich hier schnell fallen lassen, aber das ist trotzdem wichtige Info, weil man damit so ein bisschen was bekommt. Er bleibt noch stehen, es ist keiner, der hochgesprungen ist Richtung Short. Entsprechend hat er nochmal die Möglichkeit gehabt, an der Smoke entlang nochmal Mitte hoch zu pieken. Noch eine Smoke. Die Mitte ist besetzt. Ja, das hat noch die Smoke, ja. Mal gucken, ob er die dann auch von dort aus wirft für den... Ich denke schon, oder? CT Cross, ja, steht auch gut dafür da. Geht auch in die Richtung, setzt aber nochmal ab. Also es kommt noch nichts. Es sind noch die 50 Sekunden. Man will hier jetzt auf diese Short-Smokes warten, die MOUZ geschmissen hat. Bevor man diese Smoke schmeißt, damit MOUZ eben Short considern muss und da hinschauen muss. Und dementsprechend wird man jetzt diese Smoke schmeißen. Sie fliegt, die Short Smoke ist gefadet, da geht man jetzt gleich raus. Also sofort sehen wir hier das von Exertion. Der Flash geht total, es wird da keinen sehen, aber Exertion sieht sie alle hier Mitte rauskommen. Jimfed an den Double Doors, full weiß. Muss da fighten, die andere Seite Flash nochmal hinterher und Sunfire ist direkt mit 2 Kills. Damit ist man auf der Side drauf. Und ein 3 gegen 5 Retake auf die B-Seite von das 2. Ja, es ist die beste Runde, aber MOUZ saved schon. Wissen Sie selber, dass das da schwierig wird? Ist es bei mir so, dass der... Nee, das ist glaube ich überall so. Dass der Cleanfeed etwas FPS-Probleme hatte. Wäre mir zumindest jetzt nicht aufgefallen, aber kann sein. Egal wie jetzt hier. Sie kriegen die Piste-Runde, die sie auf Overpass nicht hatten. Wir erinnern uns, MOUZ hat beide Pistes gewonnen. Und das kann Brolin finden. Und damit sind es nur Spinks und Torji. Und das ist das Wichtigere, dass sie safen. Brolin hatte ja theoretisch Utility gekauft. Das heißt, man kriegt diese 2 Clappers in die nächste Runde rein. Im Normalfall aber mit nur einem Kill müsste es jetzt eine Eco sein. Sollte eine Eco sein. Ich glaube nicht, dass die forcen gehen.
jetzt nochmal. Ja, das Warten hat sich hier gelohnt. Ich glaube, für St. Pauli ist es sehr gut, dass er direkt die ersten Frags macht. Ja, der zweite, ne? Sehr, sehr schöne ja. Rübergegangen. Aber ja, genau das. Von Preis haben wir so ein bisschen vermisst auf Map 1. Er hat uns, wie gesagt, diese 2, 3 starken Runden. Force. Ja, MOUZ. Sag doch. Ja, lass mal Force rein. Lass mal gucken. Man hat die Scout auf Torsi und wir haben eben tatsächlich, das muss man sagen, von Voxic gesehen, wie stark so eine Scout tatsächlich sein kann. Und dementsprechend jetzt hier dieses Setup durchaus machbar, damit viel Damage zu machen. Sphinx hat dazu noch diese M4. Man hat 5 Sevens und eine Deagle und Jimpad. Vorhin auf der Deagle schon sehr, sehr stark unterwegs gewesen. So, Hunter geht in Short rein, zusammen mit Mobs. St. Pauli ist dann noch die Mitte ab. Aimed. Aber es wird schon mal für Short aufgebaut. Mollos sind weg. Und der Einzige, der für A richtig hält, ist Torshi von der Side. Lang besetzt in die Mitte, wo man zu zweit dann in der Ecke steht. Short Utility kommt, das soll es jetzt nicht rausgehen. Man will in der Mitte an den Double Door hängen. Der Sun hält mit Fake Richtung Short, da möchte man ganz reingehen und Exertion nicht geklärt, aber kann auch keinen Kill machen. Und alle Kills gehen in Richtung von G2. Und Torsi und Brown werden an dieser Runde wieder nichts ändern können. Es muss ein Safe sein. Und wenn man zumindest Scout in die nächste Runde mitnimmt, kann man damit nochmal die nächste Runde, die Eco-Runde vielleicht ein bisschen eklig machen. Aber es ist G2, die den Start kriegen. Schöner Kill von Torsi. Aber mehr sollte es dann auch nicht sein. Mehr sollte man ihm nicht geben. Ja, und da geht auch gerne auf die Hand. Also die Waffen kriegen sie auch durch. Man zieht sich auf MOUZ, auf G2's Seite über den Tunnel zurück Richtung T-Spawn. Ja, kann Robin noch die Waffe aufheben? Die müsste ja da unten in der Mitte liegen. Ja. Normal müsste eigentlich noch rankommen. Ich glaube auch, ne? Das wäre schon mal zumindest ein bisschen mehr, was man hätte. Ich glaube, er hat sie nicht bekommen. Von dem, was ich sehen kann. Und man darf nicht vergessen, die wurden natürlich auch in Richtung der A-Side geschleudert. Ja, das stimmt. Und ist halt in die Mitte rausgegangen. Ja, doch, ja, die lag in der Mitte. Ich dachte, die lag an der Box vielleicht dran. Nee. Er hat sie nicht mitgenommen. Bleibt auf der 5-7 nicht rangekommen. Das heißt, eine Scout, eine 5-7, ein paar Video-Upgrades noch dazu. Und ein Torsi mit der Scout, der 2 Schüsse kriegt, 2 Chancen, aber beide nicht hittet. Jumping No-Scope nochmal durch Smoke versucht, aber auch nicht drauf ist. Eine einfache Runde für G2, einfach schnell Richtung B. MOUZ hat A gestackt. 50-50 Call und G2. Der 3-0-Start ist sicher. Jetzt ist nur die Frage, kann MOUZ mit diesen Pistols nochmal ein bisschen Damage machen? Sieht wohl nicht so aus. Serge wird es natürlich auch ein bisschen weiter zurückziehen, dass er doch die Util vielleicht mit durchkriegt. Hunter. Hunter. Ja, er guckt hoch. Woher? Nee, er hat ihn nicht gesehen. Schöner Kill. Damit kann sich Jimpad auch die Galil holen, aber er darf sie nicht mitnehmen. Komm. Eco-Runde, 2 Kills ist in Ordnung, ne? Ein bisschen Geld mitnehmen und rausnehmen. Nimmt man mit. Würde ich auch sagen. Kann man mitnehmen und es ist jetzt wieder so dieser Overpass-Start, den MOUZ hatte mit einem 3-0. Ja. Jetzt ist es eben G2, die so reinstarten. Sag mal so, MOUZ hat Overpass gewonnen, also ist jetzt schon klar, G2 gewinnt das 2, oder? In der Overtime natürlich. Wenn wir nach dem System gehen, könnte das so weit. Aber dann gehen wir auch nochmal in der Overtime. Richtig, das würde jetzt auch heißen, dass MOUZ jetzt 3 Runden in Folge gewinnt, dann wieder 3 Runden in Folge, dann 4 Runden in Folge verliert und dann auf 6-6 kommt. Richtig, ungefähr. Genau. Aber unwahrscheinlich natürlich, dass wir hier denselben Verlauf sehen. Auch wenn ich das schon ein paar Mal erlebt habe, dieses Turnier, dass wir ganz häufig 9-3 erste Halbzeiten hatten, die immer 13-8 geendet sind. Also sehr oft vorgekommen. Aber hier halten wir es mal für unwahrscheinlich. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das hier jetzt aussieht. Wieder Mitte raus, diesmal schneller für die Tour, aber Exertion boostet, kann Hunter rausnehmen. Wichtiger Opener, Sphinx geht auch durch Smoke durch, kann den nächsten setzen. MOUZ, die erste Waffenrunde, die kann man direkt gut nutzen. Jimpad, diesen weiß nicht, aber er wird auch nicht gesehen, kann dann einen holen, dann ist es nur noch Sun Bias. Ein Kill hat er, kein zweiter. Und die erste Waffenrunde von MOUZ ist clean. Wie schön, dass eigentlich Sphinx gespielt hat, so mit um die Smoke drum, den Kill gekriegt. In der Smoke stand man ja noch mit G2.
Aber Sphinx konnte einfach weiterlaufen, hat ja die Rückendeckung gehabt mit Torji. Und damit dann auch direkt ready, weiter B zu halten. Aber die Fixation ist es natürlich gut, dass er dann noch über die Smoke vorbeigucken konnte. Dieser klassische Antwortboost, der sehr häufig eben pre-aimed wird, aber in dem Fall halt nicht. Man sieht sehr oft, dass Teams das pre-aimed Vampires will hier ein frühes Duell bekommen. Mit dieser AWP bekommt er das aber auch nicht. Ob auf beiden Seiten jetzt vorhanden. Torji und Vampires haben die jetzt jeweils. Und schau dir das gerne mit die Touren. Wirklich viel übrig ist nicht. Letzte Runde war natürlich die Bonusrunde, da haben sie nicht viel holen können. Und dementsprechend jetzt hier Heavy God auf der Deagle, der Rest im Fullbuy. Schauen wir mal. Ja, und Torji mit der AWP bereit dafür, Short rein zu aimen. Soll schon auch da Util zur Unterstützung zu werfen. Da kommt dann gleich die Flash. Ja, und ein Frag wurde auch nicht gezogen, dafür Exertion, aber da schon mal aggressiv gegen diese Smoke spielen. War ein guter Trade von Hunter durch die Smoke. Trotzdem lässt sich Shooter mit fallen und Sphinx kann das callen. Der kann das callen, dass er die Spieler Richtung Tunnels unterwegs sind. Die sind da laut gewesen. Das heißt, man muss jetzt hier ready sein dafür, dass es B wird, dass der Spieler aus Tunnels rauskommen. Nochmal die Antwort-Smoke dafür, 40 Sekunden. Und man möchte jetzt hier dann rausgehen. Hunter in der Mitte. Ist derjenige, der jetzt hier den ersten Kontakt nehmen muss, der hier Lärm machen muss. Dass man in Seitenrichtung schaut und nicht Richtung Tunnels. Double Peak in der Mitte. Zwei Leute, die ihn da erwarten, aber da kommt man einfach vor Free Tunnels raus. Und das ist das Problem. Sphinx findet Hunter, aber man ist auf der B-Side drauf. Wie sieht der Cross aus? Man hat eine Smoke noch bei Sunfires. Mattes findet Brolin. Heavy God schon under Window. Torji kann aber durch die Double Doors Mattes abholen. Die Bombe wird auf die Seite springen. Das Problem, Heavy God kann ihn wirklich aufheben, aber wichtiger Kill hier gegen Sphinx. Und James wird aber einfach durch. Double Doors durch. Und MOUZ mit Runde 2. So stark gespielt und ich habe mir schon gedacht, so, wenn die jetzt da rausgehen, Hunter halt diese Info gibt mit diesem kurzen Peak, dass er 2 ihn abaimen und man dann schnell B besetzen kann, dass es dann vielleicht schwierig wird für MOUZ. Ach, schwierig. Das ist ein Wort, das kennt MOUZ einfach nicht. Ja, sehr schön durchgegangen damit. Frustration ist groß. Und Heavy God kriegt die Hero AK in die Hand gedrückt hier in Runde 6. Aber damit kann er nichts finden. Aber MOUZ Siegel natürlich. Wieder für einen Kill gut. Kein zweiter Exertion verhindert das. Kann selber 2 machen. Ja, zumindest einen Kill hat man schon mal bei G2. Aber man hätte natürlich gerade, wenn man eine Hero Rifle rein investiert, 2 Leute ohne Geld nach der Runde, gerne mehr, hätte man gerne einen Bombplant. Ja, den Bombplant, noch ein Kill dazu. Das wäre schon irgendwie das, was man als Resultat am Ende haben will. Das Geld einfach dafür auch mitnehmen. Die Bombe rotiert jetzt Richtung B. Da haben wir eben noch Mathis. Allein hört die Jumpspots vom Sphinx und Short. Und wartet eigentlich nur drauf, wann kommt er denn jetzt endlich mal vor? Kann er jetzt diesen Schritt machen, bitte? Das ist dieses mentale Mindgame von, er kommt jetzt, er kommt jetzt, er kommt jetzt. Er sitzt da so und er manifestiert, der piekt mich, der piekt mich, der piekt mich. Oh. Und Torji, der wird gepiekt. Und Jimpet guckt Richtung Mitte. Das ist gut. Sunfires ist nicht drauf, Torji kann das finden. Denn Sunfires hier, wie gesagt, ein Kill im Bombland ist das, was wir von ihm haben wollten. Er darf crossen auf die Side. Ein Bombland sollte drin sein, den kann er hier durchziehen. Es sei denn, Torji geht da jetzt durch. Der Plan geht nicht durch. Der wäre wichtig gewesen. Aber damit hier die Anti-Eco für MOUZ durch. Trotzdem 2 Kills für die 2. Ist in Ordnung. Hätte er den Plant hinterm Pillar gewählt, dann wäre es vielleicht noch drin gewesen, dass er das Geld durchkriegt. Ja, und so ist es das 3:3. Jetzt müsste... Jetzt kommt G2 wieder mit 3 Runden. Jetzt müsste entweder G2 mit 3 Runden kommen. Oder halt FURIA, ne? Schauen wir mal, ne? Aber mit dem Geld von G2... Wird schwierig. Sie hatten eben 2 Leute. Einer hat gedroppt, der andere hat sich Kevlar geholt, die nicht so viel gekauft haben. Und deswegen will man jetzt hier nach der Eco-Runde für einen Half-Buy. Und da sehen wir eben dieses Problem daran, wenn man den Bombplan durchkriegt, hat man hier den Full-Buy. Aber man hat ihn eben nicht bekommen. Und das könnte jetzt hier ein Problem sein. Das könnte jetzt MOUZ die Möglichkeit geben, diese Führung zu übernehmen. Auch das 2 einer Map, die so eng ist zwischen den beiden Hälften immer.
Schauen wir mal rein, wie das Ganze gehen kann. Wir hatten vorhin schon dieses 7-5, aber jetzt ist erstmal Spinks aggressiv in der Mitte, stellt fest, warte mal, das sind ja nur Deagles, gegen die ich da fight, da will ich gar nicht unbedingt pieken und MOUZ kann ihn rausnehmen. Und dementsprechend jetzt hier eine Waffe, die man jetzt in den Händen von MOUZ hat. Der war schon auf Map 1, insane gut unterwegs. Und auch hier auf Map 2 ist er der Top-Fragger für die Seite von G2, generell sogar im Server gerade. Brolin auf der Rampe. Er ist allein. Man hat zwar noch Daxertion im Pit drinne, aber so ist er erstmal der Einzige, der hier jetzt diesen Short-Go abhalten kann. Die Nate tut gut, aber MOUZ und Hunter sind stärker. MOUZ schon wieder 2 Eagle-Kills hier in der Runde. Hunter mit dazu und Torji und Jimpad. Die saven. Und damit ist es der Eco-Win für G2. Und das trotz dieser weirden ökonomischen Entscheidung. Sie holen sich die Runde. Dank MOUZ Deagle. Schon wieder. Okay. Einmal kurz die Kamerafahrt flexen vom Observer. Shoutout. Und damit könnte man sogar theoretisch die Pistols nochmal so ein bisschen jagen. Wird man nicht. Man guckt, dass man so viele Waffen wie möglich halt nimmt. 3 Stück. Sind dann aber auch 3 M4s in der nächsten Runde. Willst du eigentlich AKs haben auf der T-Seite? So, und jetzt, ne, mit dem Halfball. Einfach mal die Runde. Frosch im Hals. Einfach mal die Runde geholt. So schnell kann es gehen. Das zeigt auch, dass halt Halfball nicht immer nur heißt, am besten hier irgendwie so viel Schaden wie möglich zu machen, sondern einfach auch mal wirklich für den Win zu spielen. Natürlich, dass man dann die M4 bekommen hat, das war richtig gut. Aber man braucht ja bloß eine Deagle beim MOUZ. Absolut. Wieder diese Deagle-Schellen gesessen. MOUZ immer wieder dafür gut. Trotzdem, wie gesagt, damit G2 natürlich jetzt mit 3 M4s. Man hätte lieber gerne diese AKs. Hunter wird hier reingeschickt. Spinks kriegt den Kill. Und der Trade von Sapais ist nicht da. Da kommt aber der nächste nochmal hinterher. Aber gegen die Nades ist es schwierig, da reinzukriegen. Und Spinks, aber Spinks kann weitet weiter rein. Aber MOUZ. Ah. Wer, wenn nicht MOUZ, holt ihn schon wieder ab. Sein 8. Kill. Bleibt hier als Top-Fragger weiter am Start. Und schaust dir an, wie sehr MOUZ jetzt hier dieses Mid-to-B respektieren muss. Sofort wieder Spieler runtergeschickt, aber das Short, was jetzt hier eingenommen wird, wird G2, wo wir sie vorgehen wollen. Ja, und dann kommen wir wieder zur Situation. Einer, der Rampe spielt, einer, der vom Pit aus spielt. Aber diesmal ist G2 halt noch nicht aufgebaut. Diesmal wollen sie noch nicht gehen. Diesmal müssen sie sich nochmal groupen. Und vielleicht schauen, wo sie ein Angebot bekommen. Jetzt ist erstmal Short weggesmoked. Mit 1 Minute auf der Uhr noch eine Smoke ready bei MOUZ. That's it. Sie ist auf der richtigen Seite der Karte mit der A-Side. Zumindest das, und damit kann man gleich nochmal Zeit kaufen. ...40 Sekunden. Smoke faded short. Roland, der sich Goose reingestellt hat und Torji, der jetzt auch von lang aus Richtung K geht. Damit ist die AWP jetzt auch mit dabei, wenn man kurz durchgehen will. Und jetzt kommen die Cross-Smokes. Aber da ist eine Gap. Mit der kann man potenziell arbeiten, aber 20 Sekunden, die durch jetzt raus. MOUZ direkt abgeholt, der wollte droppen, damit faked man nochmal so ein bisschen. Aber MOUZ auch auf dem 2. drauf. 7-1 bei Torji, by the way. Und Brawlin wird jetzt hier nicht mehr erwartet an Goose. Kann den nächsten Kill setzen, nur noch Sampayes. Und einen Cleaner holt von MOUZ. So schön gespielt. So wichtig von Torji, dass er die ersten Frags holt, damit diesen Full-Focus auf sich zieht. Und sie einfach nur Torji weg haben wollen. Und für Brawlin, der das so lange gewartet hat, hat sich das dann ausgezahlt. Also, das ist eher das, was schade ist für G2, dass es nicht funktioniert, dass man da schnell runterdroppt. Nice, Luda. Ja, und damit hier zweites Timer G2, sie nehmen sich hier nochmal so ein bisschen diese Zeit. Und jetzt haben wir dasselbe Szenario. Wenn wir an Map 1 denken, hat MOUZ in Runde 8, vor Runde 9, das zweite Timeout genommen. Wir haben es jetzt genau gedreht. Genau dieselbe Situation. Es steht 4-4, es ist ausgeglichen. Und es ist wirklich, wirklich genau das Gleiche. Und das ist absolut crazy. Und dementsprechend hier natürlich alles so ein bisschen offen, auch hier auf Map 2. Das ist der Map-Pick von G2. Sie sind natürlich jetzt gerade
auf dieser T-Seite. Normalerweise gewinnen sie aber knapp 55% T-Runden, aber sie gewinnen auch 54% TT-Runden auf das 2. Also es ist fast egal, wie sehr es Halbzeit ausgeht für sie. Solange sie nicht zu weit im Nachteil sind. Schauen wir mal rein jetzt hier. Soll es einfach straight up B werden. Torji kann Heavy God rausnehmen. Dieser Force könnte es nicht gehen, aber Spinks fällt schnell. Simpfit macht nur einen. Und dann ist es ein ganz schnelles 3 gegen 3. Exertion kann hier eventuell Sunpice rausnehmen. Spray, Sunpice bleibt stehen. Und deswegen ist der Spray von Exertion nicht mehr drauf. Die Nate könnte Sunpice rausnehmen. Und ist genau nicht auf dem Planter drauf. Und macht nur ein bisschen Damage. Man will dafür gehen, oder? Man sollte dafür gehen. Ich denke, sie werden dafür gehen wollen. Aber sie müssen halt erstmal so diesen Weg finden, dass sie pieken können. Übers Window. Dass sie vielleicht irgendwie da durchkommen. Aber es ist ein Pius. Wichtig, dass er da den Frag macht. Und jetzt geht's halt zurück. Jetzt haben sie die Gegenwehr bekommen. Jetzt müssen sie zurückgehen. Die Zeit reicht eh nicht mehr dafür. Torji mit 15 HP muss ich eh irgendwo in Sicherheit bringen, wo er irgendwo gebankt werden kann. Gezogen und die holt die Runde. Straight up, schnell mit diesem Force-Buy auf diese A-Side drauf. Gut gesetzte Runde. Aber in dem Fall muss man leider auch sagen, MOUZ nicht ready dafür gewesen. Und man kriegt diesen Opener auf Short. Und danach kommt dieser Goal und er funktioniert so gut. Man kriegt nur noch einen weiteren Kill mit 2 Spielern auf der Side. Und MOUZ sofort jetzt selber mit dem Antwort-Timeout. Um jetzt hier selber nochmal kurz durchsprechen zu können. G2 haben die Führung nochmal übernommen, aber wir könnten hier auch ohne Probleme gleich wieder eine 6-6 Halbzeit sehen oder eben auch 7-5 in beide Richtungen oder auch eine 8-4 wäre auch immer noch möglich. Das ist alles noch drin in dieser ersten Halbzeit. Ist wirklich noch alles drin, dass es so ein Hin und Her wieder wird. Beide Teams sind leider da auch ein bisschen prädestiniert gerade dafür. Ja, für Spinks natürlich das Unlucky Timing, da hat er nochmal Jute gezogen, wieder Waffe gewechselt und dann sind sie gerade in dem Moment rausgekommen. Und das war dann halt das Entscheidende, dass Amparius ja nochmal den Frag gemacht hat, auch wenn er blind war. Und damit sich MOUZ zurückziehen musste. Er hat einen kleinen Moment gehabt zwischen den Flashes, wo er diesen Spieler rausklappen sieht. Ja. Hat den Kill kriegen können. Okay, heavy Long Setup hier von MOUZ mit dem Ball hier. Sie haben sogar immer noch ein bisschen Geld übrig, das muss man sagen hier für die Seite von MOUZ. Haben nochmal den Fullball, haben immer noch ein bisschen Geld übrig. Und haben mit diesem Heavy Long Setup nichts gefunden early. Außer die etwas, die G2 noch nicht lang war, aber die kommen jetzt. Rollin hier ein bisschen im Off-Angle. Ein Kill gefunden, aber noch kein zweiter. Hat die Smoke, um sich hier am Leben zu halten. Um hier gegen den Molly zu stehen. Um arbeiten zu können. Miles kommt vor. Rollin darf sich hier immer noch verstecken. Kann den zweiten nochmal setzen. Insane Setup von ihm. Hat es runtergeklappt. Das Ganze ist gehört. Rollin versucht rauszukommen gegen Sunfire. Rollin macht den dritten. AK in der Hand. Und jetzt fällt er dann irgendwann mal. Das haben wir so oft schon bei anderen Teams auch gesehen, dass man das so gut spielen kann mit dieser Smoke im Pit. Drumherum spielen, reingehen, sich wieder verstecken. Einfach mal rausziehen, dann den Überraschungsmoment zu bringen, dass er Roland so 3 Kills kriegt. Also 2 um diese Smoke drumherum, einen, den er schon lang beim Rauskommen geholt hat. Das ist wirklich so stark. Ja, und am Ende ist es dann wieder vielleicht der kleine Ausgleich, außer wir sehen hier Mattes, der jetzt in 35 Sekunden nochmal richtig durchdreht. Das müsste ein Ace-Clutch sein, 1 gegen 3. Er will dafür gehen, 30 Sekunden. Keine Smoke, keine Cross-Utility, um da rumzukommen. Aber erstmal nur den Fight gegen Spinks und einen CT jetzt gesehen. Aber damit ist die Info auch auf der anderen Seite. Er ist ready für den Peak von Exertion. Der ist aber jetzt schon da, kann sich nochmal fallen lassen. Bombland alleine ist schon viel wert für das Geld auf der Seite von G2. Aber der geht nicht durch. Die Nade und dann die Jumping M4 von Spinks. Und MOUZ sichert sich dann hier wieder den Ausgleich. Sehr stark. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Roland mit dem ersten Frag, Smoke geworfen. Einmal rumgelaufen, einmal in die Smoke, einmal oben wieder rausgekommen. Mit der USP, Borsi sich dann noch Sampaios abgeholt. Und dann ist es erst Mattes, der den Kill kriegt gegen Roland. Mattes hat vorher random in die Smoke noch einen anderen bekommen, oder? Oder war das hinten? Das Nee, es war nicht hinten, das war richtig das war hinten, glaube ich. Ja, das war nicht ganz random. Aber in dieser Runde ist es auch definitiv nicht random. Nimmt hier direkt so einen Pius raus. Und ich glaube, der hatte entweder eine AWP oder eine Scout, jawohl. Die Scout und der zweite Schuss, der hätte dann auf Torji, dann kann man ihn anhitten. Er geht auf die Dulis, wird aber von Heavy God abgeholt. Und damit sind wir erstmal in einem 4 gegen 4, auch wenn Heavy God auf 5 HP runter ist. Er ist am Leben. Und damit wieder mal eine Deagle, wieder mal einen Kill. Aber diese klassische Scout-Deagle-Kombination da von G2.
Nochmal ein bisschen Schaden ausgeteilt. Gut, weiterhin mit seinem 5 HP. Matthias mit 44 im Shot drinne. Die Bombe liegt aber immer noch in der Top mit. Die hätte wohl Hunter sich nehmen sollen. Am Ende müssen sie jetzt erstmal zurückwandern. Sich da zurückziehen, Richtung lang gehen, wo immer noch Broden wartet. Mit seiner M4. Malps. Oh, ist Malps der Erste? Ja, mit der Scout da rauspicken, warum nicht? Aber man kann natürlich gleichzeitig auch mit Mattes baiten und dann mit den Waffen kommen, mit dem Eagle und der Scout danach gehen. Aber Broden ist jetzt bekannt, er macht ja aber alle 3, 4 in der Runde. Führung für MOUZ. Und G2 hat jetzt noch einen letzten Ball, um hier erneut eine 6-6 Halbzeit rauszumachen. Das war crazy. Das ist eine Achterbahn durch die Arena, die wir hier gerade haben. Ich hätte es wirklich gedacht, wenn so einfach die Drohne abgestürzt wäre. Wenn jemand hier Motion Sickness hat, Grüße gehen raus an der Stelle. Wir sind wieder zurück im Spiel. Sapai ist auf der Tech-9-Netzone die Scout geholt, aber wird sofort rausgenommen. Erneut der Opener für Torch, diesmal über Short. Man schaut diese Aggressivität an, Spinks hier. Gleichzeitig Tannis unterwegs, Exertion mit dabei. Und Hunter, er ist so ein bisschen ready dafür, aber für wie lange? Wann kommt der Peak? Wann geht man hoch? Man muss ja, man kommt die Ungeduld, ne? Ja. Vor allem von wem? Ja. Ich warte eigentlich auch nur drauf. Ja, es ist Hunter, der die Ungeduld hat. Der in 2 Waffen reinguckt. Der Mattes die Info gibt. Mattes! Der rächt das sofort. Gleichzeitig aber Torji nochmal mit dem Kill. Dann bleibt sofort von der Seite von MOUZ. 3 gegen 2, Mattes fällt gegen Jimpet. Und dann ist es nur noch Heavy God. 1 gegen 3, um hier erneut die 6-6 zu machen. Ansonsten ist es MOUZ, die mit dem Vorteil aus der Halbzeit rauskommen. Auf G2s Map-Pick, aber Heavy God. 50 Sekunden hat er zum Arbeiten. Und er hat erstmal in der Mitte so ein bisschen das 1v1 als Möglichkeit. Je nachdem, wo Brolin hinschaut. Je nachdem, was man considert. Brolin schaut hier rein und Heavy God, schöner erster Kill. 2 weitere Vorsicht, dem fällt der nächste. Heavy God mit Nummer 2. Und er weiß, dass Torji auf Short war. Er kann für den Bombenplan reingehen. Torji ist nicht drauf, Plant ist drin. Torji gegen Heavy God, beide mit 2 in der Runde. Kann es nochmal das 6-6 sein? Torji gehört. Heavy God weiß, wo Torji kommt. Und Torji macht Lärm. Und Heavy God muss das anhalten, aber Torji kann nochmal repositionen. Es ist jetzt die Runde. Torji hat einen Kit. Kann sich ein bisschen Zeit lassen. Geht nochmal für den Jumpfort über die Door gleich. Vielleicht? Nee. Wird er jetzt reinkommen. Geht auf die M4. Heavy God denied. 1 gegen 3 und das 6-6 in der Halbzeit.
G2's Map. G2 geht mit einem 6-6 in die Hälfte mit einem 3K von Heavy God, der Heavy ausgeteilt hat. So, Wortspiele sind drin. Sag mal. MOUZ hat noch die Chance. Absolut, das Heavy Was Gold sagst du? Schild in der Crowd. Hat gerade nochmal ein Plus 1 bekommen nach dem Klatsch gerade, aber ich sag mal, MOUZ 6 Runden, damit können sie zufrieden sein. Genauso wie wir es vorhin mit den 6 Runden hatten, aber auf das 2 ist das natürlich nochmal normaler, dass man 6-6 sieht zur Halbzeit. Während wir vorhin natürlich auf Overpass ein unerwartet 6-6 hatten, in beiden Halbzeiten. Wir waren in der Overtime. Und ich sag ganz ehrlich, mich würde es nicht überraschen, MOUZ holt jetzt die Pistol, dann die Follow-Up und dann gehen wir in die Overtime. So, dann wären wir immer noch bei diesem genau gleichen Setup in der Mitte. Hunter mit einer Möglichkeit, aber er kann Sphinx nicht richtig hitten. Und er selbst stirbt auch nicht, wird auf 7 HP runtergehittet. Geht jetzt natürlich zurück, wo Narbs aber mit den Dualies den Shot drin wartet, der abgeholt wird von Sphinx. Gute Nades, hittet ihn auch runter, aber das ist egal. Sphinx macht die Kills. Genau wie Jimpad. Und da ist es noch Mattis, der hier das ausnutzen kann, dass die Smoke dann nie richtig liegt. Potenziell zumindest. Jimpad. Der anderen Seite aber. Matt ist jetzt bekannt. Das Problem, wir haben dieselbe Situation, die wir für MOUZ auch hatten. Ein Retake auf das 2. Klar, ist zum Glück immerhin nicht die B-Seite, die man retaken muss. Und Mattes findet den ersten Kill. 2 gegen 4. Muss zu viel umgucken. Ja, Jimpad an K. Jimpad Er muss halt halten. alles considern, alles clearen irgendwo. Und sobald Exertion hier jemanden sieht, wird Jimpad hochkommen. Man muss nicht mal. Und schau dir Heavy God an. Der ist schon im Safe. Aber ich verstehe das. Mattes hatte, aber Mattes hatte kein Pistol Upgrade, kein Kit, keine Utility, keine Armor. Also warum soll er nicht noch Damage machen? Richtig. Warum soll er nicht noch versuchen, irgendwie auf die Exit zu gehen? Also, der Call, MOUZ holt die Runde. Geht schon mal auf, Rixum. Aber das würde jetzt dafür heißen auch, dass G2 jetzt hier nicht forst, was durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass sie es tun. Wir sind auf das 2. Klar, man hat nur einen Kill bekommen, aber wir hatten vorhin von MOUZ auch, dass sie geforst haben. Und die haben eben einmal Armor durchgebracht. Aber wenn G2 nicht forst, dann hätten wir plötzlich genau dieses Setup wie von Map 1. Cool, okay. Da hat sich jemand verklickt. 2 Scouts hier jetzt tatsächlich im Forst bei Sanpai. Uiuiui. Sehr unglücklich, ne? Hätte im ersten Moment jemanden haben können und dann im zweiten Moment nochmal. Aber wieder, das hatten wir vorhin schon in einer Situation, wo er zweimal unglücklich anscoped und dann nichts bekommt. Lang kann man davor gehen. Die Smoke fadet, man bringt sich immer in Position, an der Smoke guckt man vorbei. Hittet er auch Heavy God. So ein Torji, der bleibt jetzt erstmal im Pit stehen. Versucht natürlich dann immer über den Pit mal ein kleines bisschen auf die Side irgendwie einen Zugang zu kriegen. Sirschen kassiert von Heavy God. 2 Scouts hier im Langholz. Ganz wildes Setup für die 2. Aber ich sag mal so, warum nicht? Einer piekt, einer schießt, einer piekt. Immer schön abwechselnd. Ja. Keine Ruhe für MOUZ. Permanentes Scout-Strommelfeuer. Was da kommt. Aber Sphinx trotzdem weit nach vorne. Oh, doch, er klärt doch. Es sah kurz nicht so aus, als würde es klären. Auf einmal sind alle 3 Headshots da, alle 3 Kills da. Und auf einmal nur noch Hunter und Mattis mit den 5-7s. Und Hunter abgeholt von Jimpad. Und dann ist es nur noch Mattis. Und der Start sah gut aus für G2. Die Idee war gut. Aber dann hat MOUZ einfach beschlossen, okay, wir klicken jetzt einfach mal Köpfe und gewinnen die Runde. Ja, Mattis, da war jetzt natürlich, dass er vielleicht nochmal jemanden sieht mit so einer 5-7. Die Nade verläuft ins Leere. Man steht bei MOUZ an der Rampe und am Pit. Kamerafahrten werden nicht besser hier. In der Arena und in der Map. Sehr wild unterwegs. Die gehen ja hier voll auf Speed-Modus. Hier für dieses Matchup wird alles ausgepackt. Runden laufen langsam, Kamerafahrt geht schnell. Ja, ich sag mal so, wenn die Kamerafahrt so langsam wäre wie die Runden, dann würden wir gar nichts mehr sehen. Aber MOUZ kriegt die Conversion-Runde durch. Jetzt kommt die Eco-Runde von G2. Ja, bis jetzt ist die Prediction richtig. Frixum, ja, jetzt müssen wir weitermachen. Tatsächlich nicht, weil G2 ja geforst hat. Ja, okay. Auf Map 1 wurde in der zweiten Halbzeit nicht gegen die Piste geforst. Ah, okay. Also gewinnt MOUZ. Weil sie eine Runde mehr dadurch gekriegt haben. Und das reicht ja, um das dann zu gewinnen. Logisch? Macht Sinn. Aber gucken wir mal. Die Eco-Runde von G2 kommt jetzt. Und das, was man an dieser Stelle einmal nochmal sagen muss, Mattis, war generell G2
wenig Kills, sag ich, dass man auch so viel gesaved hat in der ersten Halbzeit. Tatsächlich. Ja, ne? Sind es nicht wirklich viele Kills, die G2 hier hat. Das höchste sind 8, auf der anderen Seite sind es halt 12, 12, 10. Das sind 4 Spieler mit 9, die über diesen 8 Kills stehen, die man bei der Seite von G2 hat. So, den einzigen Schaden, den erstmal nur MOUZ einstecken musste in Form von Torji mit 25 HP, der eine gute Nate entgegengeworfen gebracht hat. Aber diese Banks durch die Smoke, die hitten bei Heavy God. Ja. Und auch bei Sampayas, der noch 24 HP auf der Leiste hat. Ich sag mal, der Antwort-Damage war auch da. Das Problem ist, man hat nur Damage gemacht. Aber eben die Kills nicht bekommen. Die wären das Wichtige gewesen. Aber trotzdem, MOUZ lässt sich hier sehr viel Zeit. Und sie werden gleich in den Stack spielen müssen. Sie haben nicht mehr wirklich die Zeit zu rotieren. Klar, 5 Sekunden, aber sie haben keinen Raum. Das heißt, sie gehen jetzt hier in den 4-Mann-Stack rein. Alle von lang, alle sind Pistols. Und ich sag mal so, ne? 2-5-7, jetzt geht man raus, die können reinhitten. Aber nur ein weiterer Kill, nur ein einziger. Und damit MOUZ jetzt wieder mit der Anti-Ecke. Und jetzt kommt G2 mit dem Ball rein. Und das muss jetzt die Runde sein, die sie holen müssen. Ansonsten könnten sie hier gleich 0-2 gegen MOUZ verlieren. Da ist jemand zwiegespalten. Kann man denn Ich glaube, die sind nicht zwiegespalten. Wollen nur die Crowd auf die Seite von Apex bekommen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Die Crowd mag auf der Seite von Vitality sein. Aber auf der Seite von Apex ist noch was ganz anderes. Aber das natürlich erst morgen. Und den Gegner von Vitality, den sehen wir hier. Entweder G2 oder MOUZ. Gerade sieht es eher nach MOUZ aus. Ja, dann wäre das, wie man im Fußball sagt, Klassiko. Schon fast wieder sicher. Aber es sind noch 4 Runden, die MOUZ braucht. Erst dann ist es sicher, dass das Klassiko wieder stattfindet zwischen MOUZ und Vitality. Richtig, und es soll jetzt Richtung A gehen. MOUZ will zumindest sieht gerade so aus, ein bisschen schneller spielen, als G2 getan hat. Die natürlich, wie man es von ihnen aktuell kennt, immer wieder sehr viel Zeit lassen. Jetzt kommt hier die Flash raus, Short-Kontrolle ist schon mal eingenommen. Jetzt Frage, will man damit direkt vorgehen? Da kommt nochmal eine Flash, damit baitet man nochmal, aber man kriegt diese Short-Smoke raus und dann hat G2 auf einer Minute noch genau eine Smoke übrig, was nicht allzu viel ist, aber ich sag mal so, eine gute Nate gesetzt. Ja, die hat schon mal gehittet. Hunter hat noch die Molo, Hunter hat noch die Smoke. Sampayas weiß nicht, wie nah er dran war, entweder einen Kill zu kriegen oder zu sterben. Da ein kleiner Schritt weiter. Und Torji hätte ihn wahrscheinlich gehabt in dem Moment. So, jetzt auch die HE raus. Dementsprechend noch eine Molo. Das wird mit Tobi, oder? Auch wenn da 3 Spieler gleich short stehen. Ich glaube, man will runterdroppen. Ich glaube, man runterdroppen. Sampayas fliegt rein. Kriegt den Kill, aber der Trade von dem Molly von Hunter ist da. Das ist der Nate, der vorher durchkam. Torji geht hoch und es soll auf die A-Side drauf gehen, weil es sind bis 15 Sekunden. Es muss jetzt hier schnell gehen. Roland muss hier auf die Side kommen. Man braucht diesen Bombenplan. Hunter an der Rampe abgemollt. Mattes reitet rein, findet 2. Bombe ist gedroppt. Bombe liegt unten in CD und Spinks von B. Kann an der Runde nichts mehr ändern. Und G2 holt sich die erste Gun-Round durch. Da hat G2 einfach gut abgeblockt, gute Hits gesetzt. Auch die Molo, die Hunter da nochmal geworfen hat, hat viel geholfen. Und dass dann die Bombe natürlich nach unten droppt. Das ist natürlich sehr unlucky für MOUZ. Aber auch selbst, wenn die Bombe noch oben geblieben wäre, hätte es einfach nicht geschafft für der Zeit, überhaupt noch zu blenden. Es war einfach viel zu wenig Zeit. Das ist wieder genau dieselbe Situation, ne? Ein Team kommt rein, kriegt Pistol und Conversion-Runden und sobald die Waffen da sind, kommt das andere Team, gewinnt jetzt 3 Runden und dann ist MOUZ wieder dran und am Ende haben wir hier wieder eine Overtime. Könnte durchaus nochmal passieren. Es ist ein Matchup auf Augenhöhe. Jetzt geht von Exertion und dann, aber hier sehen wir Mattes. So wichtig. Und dass die Bombe noch runterfällt, ne? Über die Wand runterfällt, ist crazy. Man macht keinen Unterschied, weil die Zeit, glaube ich, so oder so nicht da gewesen wäre. Ja. Selbst wenn die Bombe umgeblieben wäre und wenn er sie gepickt hätte, hätte er keine Zeit mehr gehabt. Oh, der kriegt Entry. Und Torji hier auf Map 2. 3-1 in Opening-Duellen. Entschuldigung, 4-1 mit dem hier gerade, der war noch nicht drin. Spielt hier sehr, sehr gut. Nachdem er auf Map 1 auch ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen. Aber jetzt 15-5. Ja, und Sampayas ist immer noch so nicht, selbst mit den 7 Kills, nicht so richtig im Game drin, finde ich.
Und das, obwohl er mit 2 Pistol reinkam. No. Ja, deswegen dachte ich eigentlich auch mit der Pistol, dass er sich dann so selber in einem gewissen Hype-Moment bringt und sagt so, jetzt ist es die Map, wo wir loslegen, wo ich loslege, wo ich den Impact bringe. Aber es ist noch nicht unbedingt Sphinx hat da ein bisschen Glück mit dem Jump. Aber er lebt, er kriegt die Info. Ich glaube, er hat nur einen gesehen. Ich glaube, er hat nicht beide gesehen, oder? Wir müssen nur einen gesehen haben. Ich glaub, wenn er MOUZ baut sich in der Mitte auf. Ich glaube, wenn er beide sieht, wäre recht klar gewesen, okay, wir gehen Richtung A. Beziehungsweise mit to B, um dann diese beiden B-Spieler auseinanderzuziehen. Und das soll es jetzt hier auch werden. 30 Sekunden auf der Uhr. CT Smoke kommt, damit wird man jetzt hier rausgehen. Damit wird man dieses mit to B jetzt eingehen. Sun Pius an Double Doors, derjenige, der jetzt hier den ersten Kontakt nimmt. Und wir haben es gerade gesagt, der ist noch nicht ganz da. Der Anhit. Sun Pius sehr unglücklich. Der zweite Schuss ist dann aber drauf. Aber dann ist Roland to Close und Roland und Exertion nehmen die Kills. Dann schießen sie nochmal aufeinander. So sah das gerade aus. Aber der Plan kommt rein. Die 2 muss saven und MOUZ auf 10. Und Spinks, mal gucken, ob er das Duell, Heavy Gott hat ihn gesehen, geht zurück. Will natürlich nicht, dass die Gefahr besteht, dass die M4 verloren geht. Und wird jetzt mit Hunter sich um den Pit drumherum aufbauen. Ja. Wie wäre die Runde ausgegangen, wenn Sampaio eben nicht nur den Unhit gesetzt hätte, wenn er direkt den Frag geholt hätte? Ich sag Die mal Möglichkeit so, ne? besteht, dass dann hätte 2 raus gewesen wären am Ende. Exertion hat einen Kill gemacht. Und ich glaube, wenn der Unhit nicht durchgeht, macht Exertion auch keinen Kill, weil er hat Sun Pius rausgeholt. Richtig, richtig. Dass wenn der Erste da drauf ist die Frage, ob ihn jemand anders dann abholt, weil sie wahrscheinlich trotzdem überrannt worden wären, weil eben dieser Tunnel-Spieler mit einem guten Timing da rauskam, aber ja. Dieser Top-Opener von Torji. Sehr gut den Fight genommen, gut gesetzt. Und MOUZ nimmt das letzte Timeout vor Runde 18. Ich bin mir sicher, man hat noch mal kurz aufeinander geschossen. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht so aussah, oder? Wirkte klein bisschen so, weil der Schaden kann eigentlich nicht von Hunter oder Der kam danach vor allem, nachdem beide schon tot waren. Das ist vor allem der Punkt. Ja. Aber ich sag mal so, lieber kurz aufeinander schießen als ein CT übersehen. Wollte gerade sagen. Selbst wenn sie dort einander umbringen, ist die Runde ja gewonnen. Weil so oder so eigentlich der Safe sein muss von G2. Also, man nimmt es und jetzt haben wir nochmal eine Tech-Pause. Bei wem ist es? Kann man kurz gucken. Exertion ist auf dem Server raus, also nehme ich mal an, das Problem wird auf der Seite von MOUZ bei Exertion liegen, jawohl. Ja, da sieht man es auch, dass der Ref dort steht. Hoffentlich nichts Langes, hoffentlich jetzt hier. Nisches. Immerhin hat er eine Glatze. Aber ich glaube, da hört die Ähnlichkeit noch auf, oder? Wenn ich jetzt nicht ja, so ein kleines, also gesichtstechnisch nicht. Okay, listen to me. We're gonna do something special, okay? Okay. Wir sehen gleich was Spezielles oder wir haben gerade was Spezielles gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Also, we're doing some special. Ich meine, es ist gut, dass sie die Strategie jetzt nicht dort reinnehmen. Aber es ist trotzdem, finde ich irgendwie. Und dann lässt es so ein bisschen hängen. Ja, ne? Ich wüsste gerne, was Zombie in der Tech-Pause. Ja, aber das war ja nicht der Callout in der Tech-Pause. Das könnte ja sein, dass die Tech-Pause das Special ist. Achso, ja, genau. Wir doing something special, die Tech-Pause, ja. Wenn ich jetzt Stimmen erkennen würde und Exertion das gecallt hätte und der danach aus dem Server geflogen ist, ja, das wäre lustig. Und jetzt muss man sagen, Exertion ist wieder im Server drin, jetzt ist Hunter aus dem Server raus. Also vielleicht ist hier Serverprobleme. Hoffentlich nicht. Könnte auch nur Hunter, der diesen kurzen Moment nimmt, um das Spiel nochmal neu zu starten. Oder kurz ins Deathmatch geht, um sich ein bisschen besser aufzuwärmen. Who knows? Fällt wieder kurz eine technische Pause. Könnte. Guys, my name is gerade so bad. Können wir kurz Tech-Pause callen? Disconnect ist vom Server. Deathmatch. Hier ist kurz das Deathmatch. Wärmst dein Aim ein bisschen auf, kommst dann wieder und rasierst alles weg. Hunter natürlich hier, muss man sagen, auf Map 1 13-20 rausgegangen. Okay, performt. Hier auf Map 2 leider ähnlich. Und das muss man auch sagen, wie schon gegen Spirit auf Plus 2. Sehr, sehr viele Probleme. Aktuell 4 Kills. Man braucht mehr von ihm tatsächlich.
Ja, es reicht dann eben nicht nur, wenn du Mattes und Malps hast. Du musst dann halt schon ein bisschen mehr bringen. Ja, vor allem muss man sagen, in dem Fall Mattes vor allen Dingen hast. Der hat 11 Kills, der Rest ist auf 8 und dann Hunter auf 4. Ja. Also, und dann muss man sagen, auf der anderen Seite ist Mattes der Einzige, der mehr Kills als ein einziger Spieler bei MOUZ hat, und das ist Chimfett, der 10 Kills hat. Alle anderen haben mehr Kills als jeder einzelne Spieler bei G2. Natürlich hat das in dem Fall auch viel damit zu tun, dass in der ersten Halbzeit so viel gesaved wurde von MOUZ. Aber es ist trotzdem so ein bisschen aussagekräftig darüber, wie dieses Spiel gerade läuft für G2. Und ich kann sagen, zumindest ist man wieder im Server drin. Auch auf der Seite von Hunter. Also sollten wir wahrscheinlich gleich reingehen können. G2 get the crown? Ich glaube nicht. Und daneben Jihu. Jihu finde ich da ein bisschen besser. Und ja. Das wäre so ein geiler Spielername. Jihu. Ja. Ich meine, es gibt schon einen Jihu in der SK, also in League. So, es gibt Saibu, Jibu, und dann noch ein Jihu. Aber bitte alles nur unterschiedliche Sportarten. Also E-Sports-Arten natürlich. Ja, richtig, genau. Und es sind wieder drin. Runde 18. G2 geht für einen Halfboy um die gesavten Waffen drumherum. Man hat diese 2 Rifles und Maps auf einer Deagle. Und wenn man Maps einen Deagle in der Hand hat, wir wissen, das ist immer scary. Bei dem, was wir von ihm diese Map und auch letzte Map schon gesehen haben an Highlights. Ja, wir gucken mal. Surgeon geht schon nach vorne. Macht den ersten Peak über Short. Der Rest kommt hinterher. Jetzt war vor der Smoke. Und dann ist es Malps mit der Deagle. Trifft dann noch nicht. Hunter raus. Sampaios raus. Matti ist raus. Jetzt sind Heavy God und Malps. Deagle und AK. Ja. Und bei Malps diesmal nichts, was in den Schädel reingeht. Und Heavy God, der wird schnell abgeholt. Wenn es da komplett ready dafür, dass der lang kommt, hört das natürlich schon für eine lange Zeit. Clean Anti-Eco-Runde hier von MOUZ. G2 hat jetzt nochmal einen bei. Was ist in der Kiste? Weiß ich nicht, ob ich das aus der Kiste ziehen wollen würde, aber... Ja, ich will es auch nicht unbedingt. Gar keine Chance für G2. Nee, und das sieht jetzt gerade sehr confident aus von MOUZ. 11-7 vorne. 4 Runden Führung. G2 hat jetzt nochmal einen Fullbuy. Eine Chance, jetzt hier nochmal ein paar Runden zu holen. Und das schaut eigentlich einer guten ersten Halbzeit. Das war dieses 6-6 wieder. G2 auf beiden Seiten eigentlich immer wieder stark, dürfen auf die CT-Seite. Und sie sind immer noch nicht wirklich da. Es ist immer noch vor allen Dingen Mattes, der hier wirklich versucht, was zu machen. Aber schauen wir mal, Sonpai ist hier. Könnte hier vielleicht gleich einen Fight kriegen. Eine Chance kriegen. Es soll hier gleich wieder, so wie es gerade aussieht, Richtung B gehen, vom Setup, was MOUZ hier gerade hat. Gute Nate. Ja. So, jetzt haben wir noch 2 Smokes, eine Flash. Wir haben noch eine Minute auf der Uhr für MOUZ. Und jetzt kann man sich erstmal den Refrag setzen. Spinks ist aber auch eben da, aber dann Heavy God auf der anderen Seite auch. Damit ist B offen, damit kann man durchlaufen, aber Heavy God steht da erstmal wieder drauf. Nimmt die Box, um drüber zu schauen. Ist aber klar die Runde für MOUZ. Hunter kann da nichts mehr machen, Hunter muss sich zurückziehen. MOUZ kriegt die 12. Und ich sehe die Ideen. Ich sehe die Ideen von G2. Muss MOUZ das rüberbringen. Aber G2 kriegt diese Ideen nicht auf den Server drauf. So, es ist diese gute Peak. So in der Mitte. Mattes wird gebaitet. Sunpai lässt sich mit der Flash fallen. Mattes kommt hier rein, wird nicht richtig geklärt, macht den Kill nicht. Die Frick halt nicht. Sunpai ist traded, geht für diesen Repeak und kriegt dann einfach nur ins Gesicht. Und auch hier, Heavy God macht einen in der Mitte. Muss dann alleine die Bayside halten. Total. Ja, die Frustration ist groß. Verständlich, du hast kein Geld mehr nächste Runde. Gegen 12 von MOUZ, 5 Matchpunkte für MOUZ, 5 Möglichkeiten, mal wieder ein Halbfinale gegen Vitality zu spielen. Die sprechen sich doch ab. Ja, es kommt drauf an, ob Vitality morgen, wenn Vitality morgen wieder drüber fährt, dann gucken. Schreiben sie schon vorm Turnier immer so Nachrichten. Und Halbfinale? Ja, Halbfinale, okay. Ja. Schauen wir rein. Runde 20.
G2 jetzt oder nie. Diese Runde oder nach Hause fahren. 5 in Folge müssen es sein, das Ganze hier zurückzubringen. Eine große Aufgabe, aber eine Aufgabe, die theoretisch nicht unmöglich ist. Das geht bei MOUZ natürlich auch so gut durch diese Runden, die man jetzt hier holen konnte. Sie selber haben jetzt hier gerade nochmal 3 in Runde geholt, haben erst eine Runde in der zweiten Halbzeit abgegeben. Schauen wir rein, es soll lang rauskommen. MOUZ ist Sunrise, jetzt ganz empfangen müssen, aber das Timing. Sunrise nimmt gerade Smoke in die Hand, wird dann gepiekt. Wimpet findet MOUZ, Sunrise. Nochmal in den Naked Pass, muss sich ein bisschen fallen lassen. Hunter ist hier zum Unterstützen, aber B-Side ist gleichzeitig eingenommen und MOUZ ist schon auf der Weg zu rotieren. Man hat die Zeit, man hat 1 Minute und 10. Und G2 kann es nicht wissen. Da liegen noch diese Cross-Smokes. Man kann es jetzt so ein bisschen realisieren, aber man weiß niemals, wie tief Rollin hier schon ist. Und Heavy God, oh, er respektiert, er weiß, dass diese Möglichkeit da ist, dass dieser Lurker da sein könnte, weil auch G2 das gerne so spielt. Aber es ist hier alles in der Hand von MOUZ jetzt. Ich bin doch langsam Heavy God immer noch nur in den Doors umzuschauen. Bleibt jetzt in der Ecke. Joshi hat den Info. Kriegt den Frag nicht. Dafür ist es aber Heavy God, der gefallen ist. Und jetzt, glaube ich, wird es schon sehr, sehr schwer für G2. Am meisten, wenn man jetzt noch Mattes verliert, kriegt Exertion den Kill. 2 gegen 5, Sunrise und Hunter. Und Sunrise hofft, ihr Timing zu kriegen, aber nicht mit Jampad und Hunter. Muss das ganz alleine machen. Ist bekannt und er fällt. Und MOUZ, meine Damen und Herren. 13:7 hier auf Map 2. Map 1 war eng, aber sie holen sich das 2 in der Map. Hier Permaban war letztes Jahr. Und jetzt sind sie hier, schlagen die 2. Und damit haben wir morgen nochmal wieder ein Matchup zwischen MOUZ und Vitality. Ja, und die letzte Runde ist, glaube ich, ein Sinnbild für MOUZ-Win. G2 war einfach nicht aware dafür, dass man schon so weit und lang vorgekommen ist. Und wurde dann einfach überrascht. Und dann war es schon fast klar, dass es eben so kommen muss, dass MOUZ hier gewinnt gegen G2. Freue ich mich morgen, G2 gegen Vitality zu sehen. Absolut richtig. Von mir war es das tatsächlich für diese IEM. Ich danke euch allen, die meine Casts hier genossen haben, auch wenn sie nicht die besten waren, nicht so gut waren wie sonst teilweise, aber es war mir ein Fest. Und wir haben natürlich jetzt gleich dann das Interview mit der Seite von MOUZ und dann die Analyse für euch. Von uns aus wünschen wir euch einen schönen Abend und natürlich morgen wieder einschalten, morgen wieder ab 15:45. Mit dir, habe ich gehört. Ja, mit mir, Stormforce, und das zweite Spiel dann mit dem guten Frankfurter Typ Alex. Da freue ich mich sehr drauf. Bis morgen, meine Lieben. Thank you, Chad. I'm here with my man Spinks. We just had a little chat. I said, how did you find it? Big smile on your face. Playing on this stage here in Krakow. First time ever in this building. How did you find it? I'm super enjoying. I think the crowd might not be super towards us, but I'm just enjoying to be on the stage. I don't care if the crowd is with me or against me. I'm just enjoying the moment. Well, you should enjoy it as well. You took on a G2 who, you know, they did what they did, they looked how they looked, but you guys did it in 2. What do you think the secret was of playing up here? Because we talk about you as a team that's got everything, but sometimes you feel the pressure. Yeah, I think this game we won 2-0, but we had a lot of moments we were not focused, and it was a bit chaotic for us. So I'm happy we managed to win, but maybe against a better team, we don't come back from this one. So we still need to do better for tomorrow. Well, let's talk about tomorrow. Vitality, they have looked strong, they have looked good, they have been the team to beat over the last 12 to 18 months. How do you approach that matchup? Same like any match. Vitality, of course, was the best team for 2025. We don't know still what we expect from them for 2026. But same like any match, we just need to be a bit better, and I'm sure we can win. You're the man. Thank you so much. Appreciate your time. He's here tomorrow with MOUZ. Put your hands together for Spinks and MOUZ. Ready for to the semi-finals. Freya, what you got for us?
Yeah, MOUZ once again locked and loaded into the semi-finals and making mincemeat of G2 on Dust 2. We thought this one was going to be a competitive affair, but MOUZ clearly had other ideas. First event coming into the 2026 season and looking very good up on this very stage. Zerston joins us over here on the desk. Hello. First of all, congratulations. This must be a nice start to 2026, right? Yeah, feels good to get our first stage win. Also our first game on stage in 2026. Also against a pretty scary team. They can have a lot of momentum and yeah, I think we did really well. Do you think people underestimate your Dust 2? They're underrating you on this map? Yeah, of course. Also, it was our permaban, but at the end of it, we were like 6-2 against the very best. We beat Vitality, we beat Falcons. So yeah, I don't really understand why everyone is picking it against us, but obviously we were really prepared today for it and happy we have another win on it. Last year you guys had a lot of games on stage, right? And in a lot of them you were the underdog. Does it feel nice to be the more experienced team on stage now in a matchup? For sure. Obviously we have Vitality up next, so it differs again. But yeah, I feel like we're really experienced now, and against teams like maybe G2 or Aurora, I feel like we're really comfortable on stage compared to them, and I think that was the biggest difference today. You mentioned Vitality, and you know it's been a historical matchup so far, especially last year. What's going to be different this time around? What do you think, and what do you hope is going to be different tomorrow? Because we've seen how this one's been going. Well, obviously I hope that we put on a good fight. I think last matches were 2-2 against them or something like this, so we definitely understand more how to play against them compared to the 9-0 in the past. But yeah, I don't know what to expect yet. Obviously first we need to watch and analyze their game a little bit, but yeah, no promises. We're going to go out tomorrow and do our best. Did you tell Space to be more aggressive? It looked like that today. Of course, it's something where we are working on because we need to activate the playmaking side of him since he joined us. And I think he's doing it really well. This tournament he's playing incredible. And yeah, he was just feeling it. He's an animal. He has this instinct, killer instinct as I call it. Yeah, because I read your interview, but you said you would had to, like, you know, you took a little bit of a step back to allow more space for like the other guys in terms of making more plays. And how's that one been for you? And do you feel like this is like a new way of seeing how MOUZ should be playing? Yeah, of course, we strive to have more aggressive players than me in the team. I think also Torji is getting more entry duels also on City side. His entry percent was really high coming into this game. I think also today he had a lot of good entries. So yeah, definitely it's something I would like to see, but it's also a bit different as I played basically really aggressive my whole career. So now it's a bit different playing these late rounds or clutches. I'm really not used to it, to be honest. I think we mentioned a bit Dust 2 in terms of being back in the pool, and you guys have shown strength to it, but also the map that got removed was maybe your best map in train. So how difficult has it been to figure out your map pool and the strengths and what you're going to go for in some of these vetoes? For this game, we were thinking, you know, there's a chance you might go for Mirage, you could go for Inferno, you ended up with Overpass. Yeah, I think we have a lot of really good maps, but as you said, Train was definitely our favorite. And coming into this season, when they changed the map pool, that Dennis, our coach, said that we must get 1 or 2 maps that we feel really confident to pick against anyone. And I think at the moment we have more than 2, to be honest. We feel really confident about all the maps. And yeah, we can also see it. It's our first 2-0 in a row against good teams, top 10, top 8 teams, whatever you want to call them. And yeah, I'm just really happy we're able to show a good map pool. Spinks had a really nice quote that we've been referencing a lot up here. Those final 2-3 percentages, he said, would have made the difference for you guys lifting trophies last year. Do you see it being that close? And if so, do you see yourself pushing those percentages at the beginning of this year? Yeah, of course. We reached so many finals last year. It's going to be really close about winning them. And obviously we didn't win the important ones, but at the end of the day, it's also CS. So there is always going to be a loser. There's always going to be a winner. Unfortunately, last year we were the loser. Vitality was the main winners. And coming into this year, we're even more motivated to take that step over. A lot of people counting us out, saying that we might run off the energy and fuel, but obviously first event already semi-finals. So yeah, just looking forward to get to those finals again and to prove ourselves that we can actually lift the trophies. You decided to skip Bounty, and this is your first event of 26. How, like, what's been the main focus apart from the things we already touched and you wanted to have more playmakers? What's been the focus for you in the MOUZ game? Well, we focused on sharpening our map pool, on getting Overpass integrated into our system. I think that
it was not our best map last year, so I think that in general we are super confident in our map pool, and we just need more playtime, and this event with various implications didn't really make sense for us to play. I'm not a genius about that, it's not my topic, but yeah, we trust the coaching staff, we have a really tight schedule, and yeah, I just hope that we will not run out of energy in any tournament. Just one final question from my side. You mentioned the word confidence, and I don't know about anybody else, but whenever we've kind of seen you in the booth, seen you on media day and stuff, there seems to be a little bit more attitude about MOUZ, right? There seems to be a little bit of something brewing. Is that something that you've been focusing on with the guys? We know obviously Torsy's like the hype man when you're in the games, but just in terms of the kind of vision around MOUZ, has anything changed there? No, I think it's just individually everyone is feeling maybe a little bit more easy. It's the start of the season. We have yet to lose like a really important game, so of course that is a big factor of it. But at the same time, my goal this year is to enjoy CS more. I feel like I was a bit burnt out at some points last year, and also in my stage performances I was maybe a bit tilting too much or doing stuff that I don't usually do. Also today I don't think I played my best, but obviously it's all a step at a time, and if I can help my team being dead and communicating, I will do that as well. And anything you'd like to say to all the MOUZ fans who've been cheering you on out there? Thank you everyone for cheering for us. It feels great to have some fans by our side at times, and yeah, keep cheering, and hopefully we bring trophies for you this year. Thank you so much, Zesh, and congratulations once again. And yeah, we'll be singing the semi-finals versus Vitality tomorrow, but that does mean it is time to be checking in with our DHL MVP. Who will be the DHL MVP? You decide. You can participate in the DHL MVP vote as it happens. Make sure to be tuned into the Twitch stream and be ready to have your say. Yes, indeed. It is time for you guys watching along at home to have your say. 3 very tasty options to be choosing from this second quarterfinal. Spinks being served up on a silver platter to you, Dupree. I think we know who you might be going with in this one. Oh, really? There's no doubt that my old teammate in Spinks, you know, I think he had a very, very great game. You know, he was very important in many of the situations. He would get a lot of information. I think that's what's to take out, but he also proved to me a little bit that they have been working in decision of trying to play more aggressive. It was great to see. Torzy up as option number 2. I'm loving seeing the bounce back from him, not least because of the heartbreak that he experienced in Budapest. But it's great to see him popping off when you get uncomfortable in that open. Yeah, absolutely. Stepped up towards the end of overpass, end of regulation, and in overtime. Then on Dust 2 was just solid all around and had a good series. Final option is actually going to be Roland. Not only leading in the cooling department, but leading by example as well. Isn't his name Christopher? Christopher Man, he Roland. directed something pretty sick, actually. He did the Oppenheimer, right? Yeah, something like that. Either way, JL, who would you be voting for out of Roland, Torzy, and Spinks? I mean, the obvious answer is always to go for Spinks, the highest rated player. But just because I see an Ingv leader here at the DHL MVP, I'm gonna go for Roland. Big respect. We love to see that. I do think we need to put the shoe on the other foot for a moment to talk about G2 and sadly the collapse that we saw on Dust 2, because very competitive on that overpass. Moving on to their map pick, I think Dershan was right. People are underestimating them on Dust 2, but what was, I don't know, a key issue that you saw unfolding for G2 there? I think it was problematic outside of the pistol round and the conversion in first half, just struggling in gun rounds, struggling to win consecutive rounds. They had a couple of close ones towards that B bomb side, but it seemed like also MOUZ had pretty decent reads on how they were going to play. You know, they had good mid setups when G2 seemed to want to finish at the B bomb side doing mid to B splits, and on the CT side just couldn't get anything going. You know, that sole gun round getting reset and not being able to get any momentum, really. Just gotta praise MOUZ for how they played. I think they had a lot of good answers to what was being thrown at them, and sometimes it's just your opponent having a good day, and obviously G2 also have to look at themselves and see what they could have done better. But MOUZ, they played on a lot of strings, you know, not only always playing defensively. We saw Spinks moving into tunnels. He was going top mid, you know, he was really trying to find the openings. And then I guess Torzy also just being a rock solid towards A bomb. Considering the point that we're looking at G2 within the wider context of the team rebuild, now we're sort of, 6 months down the line, JL. Is this a problem that they're not making it to a semi-final, or are you still giving them a little bit more leeway considering the size of the rebuild that G2 had to endure? I mean, ever since they won their tournament, they've kind of been going downhill at the VRS rating, and I feel like it's because they're not doing enough or not winning enough games or not showing enough potential that they have in them. Maybe now is the time to actually think about making some changes or switching something up in the team that might actually propel you to play better.
Well, we are going to get a few closing thoughts, courtesy of Saw, upon his exit of the Intel Extreme Masters Krakow. Didn't work out for G2 today. I've got Saw, the coach here. What is your first view on what went wrong today, Saw? I think, to be honest, the whole match was quite sloppy from us, like a lot of individual mistakes, and we were not able to show the team play that we needed to show. And then, like, they were able to punish our mistakes. So it's pretty simple in that way that the team who makes the most mistakes probably loses, and yeah, we got punished by that, of course. Sometimes that is the way it happens. Do you think it has something to do with the fact that it's been a while since you were able to play on a stage like this, and that for MOUZ, of course, they have tons of reps in that regard? Well, it could be possibly, but I mean, also, like, we started Overpass pretty strong, I would say, so, and like the hype and the energy was there, and I didn't feel nerves in that way. So I don't know if it's about the stage. I think it's most likely some other things, but yeah. From a Frank perspective, you as a coach, you know, with that big initial success in London, is it taking a bit too long for you to see what you know these guys can do, or what's your perspective? Well, I mean, I think it's still early on in the season right now. And, well, this is the important season in that way that the last season was like building the new roster and building everything. So this season, obviously, it's more that we need to perform. Reaching playoffs here, in a way, is a decent step. But then on the other hand, like, well, the match today, this match against MOUZ was disappointing. So we need to still do better. But it's going to be a long season, and I hope we can step up like the next events. You're heading straight back to Cluj after this, so there is no rest. Thank you for talking to me, Saw. Good luck. Yeah, certainly a move in the right direction for G2, but stepping no further here in Krakow, which does tee us up, Janko, with the 12th head-to-head between Vitality and MOUZ, since Spinkt was moved from Vitality to MOUZ. Yeah, pretty one-sided rivalry, but we should heed what Exertion said. They're 2-2 in the last 4 matchups, right? So that gives you a bit of hope for MOUZ. It's at these stages of the tournament where usually it did go pretty one-sided for Vitality, but just to touch quickly on Saw's interview, you know, I feel like G2 had a good run here, definitely had their opportunities in the matchup, but this is where now you need to see this happen on a consistent basis. They need to get a bigger sample size of them performing in playoffs to pinpoint, okay, if things keep going wrong, what's the reason? Does a player shut down in terms of communication? Does someone get too frustrated maybe and is ruining the chemistry and whatnot? You know, they made the playoffs here with 6 teams going through the playoffs. Next week in Cluj, 8 teams are making it, so they absolutely need to repeat this sort of a performance and, you know, see where this roster is going. I always love these exit interviews, because specifically when people are being very honest, and I feel like Saw was just being extremely honest that he was a little bit disappointed in them not putting out a better fight, and they maybe couldn't convert how good they actually can be into today's match. And it is moving forward for G2. That is the whole thing for them here. They did have the rebuild last season, but it's interesting to see where they're going to end up in, let's say, 3 months. Yeah, well, when I look at the teams that do remain, one thing does spring to mind, and that is that 3 out of the 4 of them are in contention for the ESL Grand Slam. Now, it won't be happening at this event, but if you're Vitality, you are surely eyeing this opportunity up, right? You're already halfway there. You need the championship level event, which of course Spirit has, winning IEM Cologne, but wouldn't it be ridiculous to see the first back-to-back team, Janko, achieving the ESL Grand Slam in what? Basically a year's span? That would be insane. Would be great for Vitality, I'm sure, right? And as you mentioned, you need to have either Krakow or Cologne out of those 4. So for Vitality, this would be great timing, because then you get multiple opportunities and some of these smaller IEMs also to clinch it. And we remember with FaZe, you know, and their Grand Slam, finally getting it in 2023, it was starting to get to their nerves, right? You know, they didn't have many opportunities left. So yeah, Vitality, I feel, even with the remaining field, still the main favorite here for the trophy. Clearly, and if there's one team to do the back-to-back, that will probably be Vitality. Are you saying that through gritted teeth? That's fine. That's fine. That's fine. I've retired already, so I'm fine. Okay, like the first time I got to hear of the Grand Slam, I was like, that's never going to be possible for anyone to achieve. And now we've seen multiple teams do it. And you were the first. I know. As well. You will always be the first. It's not about me anymore, friend. Looking at the semi-finals, though, JL, Spirit versus FURIA, Vitality versus MOUZ. Which one's more exciting, do you think? Which one are you really looking forward to the most? I feel like they're both really exciting. I mean, Vitality and Spirit on either side of the bracket kind of
set us up a really nice grand final for us, if they win their respective games, of course. But yeah. I wouldn't forget about FURIA though. I think FURIA at the moment is a slight favorite in that game against Spirit because Spirit made 2 roster changes. And Magisk is new to the IGL role, and of course they have Donk, and you can never count out a team that has Donk on the roster. But you know, FURIA played a very good game today. They've been getting better with each game so far in this tournament, and you know, they're looking more like the FURIA of the tail end of 2025, and if they show up in that sort of form tomorrow, I think it will be a tough task for Spirit. Literally anything can happen. Gentlemen, thank you so much for joining us for day 1 here of the playoffs at the Intel Extreme Masters Krakow 2026. We'll see you tomorrow, same time, same place for semi-final Saturday. Making history. Absolutely phenomenal. And Ace is the champion of the Intel Extreme Masters World Finals. Storm still not quite done. MC is going to take this fight though. 3 seconds left. Last 2 rounds of matches got to start it well for ESC. And this is a massive move for Zez, but he's not content with just a Nexus kill. He